dann wechseln wir auf den Bildschirm. Ist blau. Erklären wir bei Twitch nochmal das Quiz Man hört uns oder. schon. Ach, So. wir sind schon da. So, sehr schön. Okay. Das musst du mir doch sagen! Ausrasten. Also, okay, so. Also, heute ist das große Quiz, das ich mit dem lieben Hochkönig moderiere. Da ist einmal der Moin. liebe Nostalgiker. Hallo, ich bin der Nostalgiker. Dann einmal der liebe Guru Gofikuru. Hallo. Dann der liebe Jack. Kuckuck. Dann der liebe RPG Kurger. Hallo. Und der liebe Xardas LP. Grüße. So. Gut. Dann darf der Hochkönig beginnen und die erste Frage stellen. Also beziehungsweise der Nostalgiker beginnt und der Hochkönig übernimmt die erste Frage. Ach was, okay, ich soll direkt anfangen. Geht direkt Ja. los ohne Erklärung. Krass. Achso, na gut, doch, stimmt. Es tut mir leid. Ja, eben. Und dann stellst du so. Also aus dem Nichts. Genau. Also. Gut. Also es gibt hier so schöne Gutscheine, die kann ich euch nochmal hier so zeigen. Also der Trank der Geschwindigkeit. Jeder hat 2 Tranken der Geschwindigkeit, damit kann er auf eine Bonusfrage ausweichen. Das sind dann bestimmte Icons, die vermuten lassen, was es für eine Frage sein könnte. Das ist der erste Gutschein, den man hat. Dann gibt es Schutzgeld. Der ist primär für die 500er Fragen, weil die muss immer jeder beantworten als einzige Art von Frage. Alle anderen Fragen muss jeder einzeln beantworten, aber die 500er muss jeder beantworten, weil es da immer eine Strafe gibt. Das heißt, man kann sagen, ja, ich werde jetzt den Schutzgeld nehmen, dann verliere ich keine Punkte in der Frage oder was auch immer für eine Strafe da ist. Das sind immer verschiedene Strafen. Dann gibt es noch Lemas Geldverleih. Es ist im Prinzip alles oder nichts. Du kriegst entweder die doppelten Punkte, wenn du die Frage richtig beantwortest, oder verlierst die Punkte von der jeweiligen Frage. Das waren jetzt die Gutscheine. Und ab der Hälfte des Quiz, sobald wir die Hälfte der Fragen fertig haben, werden die Punkte überall verdoppelt. Gibt es noch Fragen, bevor wir starten? Von mir nicht. Nö. Okay. Nö. Perfekt. Wird schon irgendwie gehen. Okay, Wir mogeln so. uns durch. Okay. Gut, dann legen wir los. Lieber Nostalgiker, welche Frage möchtest du denn haben? Da ich wahrscheinlich der Schwächste in der Runde bin, würde ich mal Held 100 nehmen. Okay, Hochkönig. Gut, wir starten ganz moderat. Chili Vanille in diese Runde mit der 100er-Frage aus der Kategorie Held. Verräter in der Crew. Du kannst eine Person mit auf die Esmeralda nehmen, die dich verrät. Wer ist es? Gute Frage. Wer ist denn der Verräter? Ich habe, glaube ich, das Gesicht im Kopf, mir fällt der Name aber nicht ein. Scheiße. Ich komme nicht auf den Namen. Verdammt. Das war aber nicht Vino oder so, ne? Nee, ich komm nicht drauf. Es ist ein gar nicht. 100er Frage. Ja, aber manchmal ist das auch so. Manchmal kann einen gerade so eine Frage dann kalt erwischen. Es ist ein für Video- und Computerspiele gar nicht so unüblicher Name. Ach, gibt es jetzt noch Tipps? Ja, halt wir fangen ja mitläuft jetzt ganz langsam an, ja. Ich hatte gehofft, dass als erst eine Gothic 1 Frage kommt und dann direkt Gothic 2. Das ist schon zu lang her. Ein üblicher Videospielname. Was ist ein üblicher Ich Videospielname? schätze sogar, dass manche den auch mal übersehen. Also komplett. Ja, Den ich muss man ja bekommen. auch nicht mitnehmen. Genau. Das ist optional. Ich schätze, jeder weiß es, außer Wir wenn bräuchten gefragt eigentlich einen wird. Joker, wo wir Fragen wegschnappen können. Mhm. Vielleicht beim Nee, nächsten Quiz. Gute Idee. Das muss- merke ich mir. Das merke ich mir. Ich muss aufgeben, leider. Ich weiß es nicht, komme nicht drauf. Okay, Gut. okay.
Alles klar. Die Antwort ist Mario. Der Marinesoldat Mario verrät den Helden, sobald das Innere von Irdorat erreicht ist. Der steht dann da mit seinen Skelettkumpeln und sagt, der Meister hat gehörig die Nase voll von dir. Und dann geht er drauf, weil man ihn besiegt. Was, wenn du besten Falle. verlierst? Ich wollte Ja, gerade sagen, was, ist denn, la- was passiert denn, wenn der Held nicht gewinnt? Ja, dann ist er tot. Jeder. Ja, leider keine Punkte für dich, aber du musst auch mal so sehen, das war ja jetzt nur eine 100er-Frage. Das Ja, ja. heißt, du hättest eh nicht so viel dazu gewonnen. Ich weiß nicht, ob sich das nett anhört. Ich weiß ja nicht, ob sich das nett anhört. Okay, gut. Dann. So, lieber Gofikoro, du darfst entscheiden, was du möchtest. Ich nehme, glaube ich, Geschichte 300. Geschichte 300. Okay, dann nehmen wir Geschichte 300. Wie heißt das Schwert des unverwundbaren untoten Orkpriesters? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass der Stab von dem Schamanen, der bei Urizil steht, der heißt Schabernack. Ja, siehst du, es ist, ja, ich hätte es eigentlich auch denken können, dass sobald, wenn wir schon mit eine 100er-Frage so einsteigen, dass die 300er-Fragen dann potenziell härter werden. Boah. Ja, gut, geht schon gut los. Leider weiß ich es gerade auch nicht. Scheiße. Darf ich fluchen eigentlich? Ist Ja, das eine weißt du ab 18? irgendeinen Name? Ja, das ist die Frage. Wie gesagt, ich habe den Stab vom Schamanen bei Urizil, den weiß ich, aber ich glaube, die haben ja alle auch, ja, stimmt, die haben ja auch die Schwerter alle dabei. Ich glaube, das ist keine Schande, wenn man das nicht weiß. Nee. Da muss ich leider auch schon passen. Ja, na toll. Es geht ja gut los hier, Leute. Okay, alles gut. Also Alles ich finde es gut. beruhigend. Diese heißt Bannklinge. Ach, Bannklinge. Ich Das habe hätte ich gerade, tatsächlich ja, ich habe gerade gesagt. fett überlegt, weil irgendwelche Mhm. komischen Namen. Ich dachte, ich hatte irgendwelchen abgefahrenen Namen im Kopf, also beziehungsweise so gedacht. So wie Schabernack eben, ja. Ja, genau. ja. So, ich hatte das die ganze Zeit im Kopf, weil ich das gerade auch für ein Video so über ein bisschen mit reingebracht habe und da mal ein bisschen in diese Stäbe reingeguckt habe, weil die ja alle so lustige Namen haben. Oder zumindest Ja, ich hätte es auch nicht gewusst. Ich sag's ehrlich, ich hätte es auch nicht gewusst. Das war eine meiner Fragen sogar, aber ich hätte es auch nicht gewusst. Okay, sehr schön. Gut. Dann bist du dran, Jack. Und Hochkönig, Oh du Gott. übernimmst. Boah. Jack, was darf sein? Mach mal die Magier. Nimm die 200er. Das machen wir doch glatt. Na gut. Ach du Scheiße. Die Klaue Belias. Nenne 2 Zauber, die du aus der Klaue Belias erstellen kannst. Oh Gott, das war Wurzelschlingen, war dabei. Energiestellen, glaube ich. Ja, Du musst nur 2 wissen. Wir können gern weiter, wenn du sagst, du loggst ein, dann rein. also wenn du jetzt sagst, das sind die 2 Und- Zauber und die gibt es und die kann man aus der Klaue Belias machen, dann reicht das ja schon. Weil Wurzelschlingen, die kamen so unten hoch und die Energiestellen, fand alle Bilderzauber immer als nutzlos, aber ich glaube, das sind die 2. Ich sag einfach mal ja. Das sind nicht nur 2, aber du hast recht, das ist einer von den 2, die du machen kannst. Mhm. Also es sind Einer 2. von den Genau. 2. Energiestellen, Energieaussaugen hieß das Ding. Die sind vor allem alle mana-technisch teurer als so die meisten anderen. Also, Ja, Ja, und- Und sie machen nicht besonders viel Schaden. Also, Aber Es lohnt Zombie sich nicht beschwören war mal wirklich. ziemlich cool. Ich mochte den. Also tatsächlich Energie aussaugen ist auch ziemlich OP, weil das macht, glaube ich, Mhm. 7 oder 8 Sekunden lang jeweils 100 Damage pro Sekunde. Wenn du einen NPC umhauen willst, gibt es nichts Besseres. Und ignoriert auch Rüstungsschutz. Okay. okay. also lieber Hochkönig, geben ihm die Punkte, hat es ja im Prinzip nur anders ausgesprochen.
Was anderes Ja, gesagt. also- Überrascht mich. Ich dachte auch, dass das Energiestehlen heißt, ehrlich gesagt. Ja, also ich würde mal Ja, sagen, das das kann heißt, man machen. heißt es auch. Also, das passt Eine völlig. Energieaussaugen wäre mir tatsächlich neu. Alles gut, ich habe Also das von Almanach oder so, ich habe es direkt ausgespielt. Das kann sein, aber wie gesagt, ich hätte eh die Punkte wieder gegeben. So oder so. Alles klar. Dankeschön. So. Okay. Lieber Tim, jetzt bist du dran. Oh je, also ich glaube, ich hätte auch lieber erstmal eine leichtere Frage zum Einstieg. Ich würde mal Diego 200 nehmen. Diego 200 soll es sein. Diegos Schürftrupp. Welchen Paladin-Schürftrupp gehörte Diego an? Oh mein Gott, jetzt kann ich mich nur blamieren. Müsste Silvestro gewesen sein. Und es ist Silvestro. Gott sei Dank. Kurz Panik gehabt. Ja, easy, easy. Hast dich nicht blamiert, siehst du? Easy peasy. So. Hochkönig, du kannst direkt übernehmen, wenn Ja. ich fertig war. Dann bin ich ja wieder dran, beziehungsweise der Nostalgiker ist wieder dran. Was möchtest du denn haben, mein Guter? Hast du nicht Zardas Nee. vergessen? Ja, Achso, eben. genau. sorry. Moment. Da würde ich jetzt Leute, Belias Leute, das ist treffen ein bei Das ist ein Xara. faules Spiel. Es ist spät. Okay, Xardas LP, meine Güte. Okay, gut, ich wage mal Magier 300. Ui. Magier Ja, ist die zweite 300. 300er Frage, mal schauen. Brief an die Feuermagier. Was verlangt der Held von Pyrokar im Gegenzug dafür, dass er den Brief an die Feuermagier in die Barriere mitnimmt? Und welche Belohnungen kann man für das Ausliefern des Briefes bekommen? Das ist ja eine Doppelfrage. Ist das eine Doppelfrage jetzt? Ja, Oder? ja. Ja, du musst beides beantworten ja. können. Ach du Scheiße. Okay, also das erste ist, er spart mir den Rest von seinem Gefasel, bezieht sich auf den Richter. Und Belohnung, also auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Und man darf zu Torres gehen und sich ein Item auswählen. Muss ich die jetzt auch noch nennen? Ja. Irgendeins? Nein, alle. Du kannst einen Trank kriegen, der deine Mana erhöht. Permanent. Weiter. Weiter? Ach so, alle nennen. Mhm. Ach du, das ist ja fast eine 500er Frage. Das ist schon hart. Du kannst Verwandlungsspruchrollen auswählen. Reicht euch das? Und dann noch ein Ring. Einen Ring? Oder 2 Ringe. Stimmt. Ein Mana-Ring, glaube ich. Und was macht der andere Ring? Ich dachte, der Das ist ja Trank wirklich, war das ein ist Ma- ja ich wirklich, dachte, der also Trank wenn war ein das Mana-Trill. 300 ist, was ist denn dann 500? Was ist denn der andere? Das willst du nicht Leben wissen, doch. vielleicht. Ich dachte, der Vierfachfrage. Trank war ein Leben. Mana-Trank. Macht eigentlich nicht so viel Sinn, dass man einen Mana-Trank und einen Mana-Ring bekommt, oder? Stimmt. Okay, die Tipps sind nicht schlecht, ja. Na, dann sage ich, es ist ein Lebensring, ein Mana-Trank und Verwandlungsspruchrollen. Hast du nicht gerade 2 Ringe gesagt? Ja. Nein, ich habe jetzt korrigiert auf einen Trank, einen Ring und Verwandlungsspruchrollen. Oder Spruchrollen generell. Also Spruchrollen generell hätte ich zählen lassen, weil ich Mhm. finde es echt harter Tobak zu sagen, okay, Verwandlungsscavenger, Feuerball und was weiß ich, was da gibt. Mhm. Der Ring ist leider nicht richtig. Und Okay. deshalb können wir hier jetzt auch keine Punkte geben. Da müssen wir jetzt wirklich ein bisschen streng sein. Also es Ja. ist der Ring der Stärke und es ist der Ring des Geschicks. Diese beiden Ringe hat Okay. man zur Auswahl. Ist ein bisschen schade, weil du wirklich viel hattest. Ach stimmt, einen Trank der Heilung gibt es auch noch. Den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. be- Den bekommt man ja, wenn man den vorher geöffnet hat, Ja. den Brief. Ach Der ja, stimmt. Quizmaster jetzt Punkt Als dazu. Strafe so gesehen. Okay, ja. Das ist für den Hochkönig Minuspunkt, sein Spaß.
Ey, Ja. auf den Trank der Heilung wäre ich gar nicht mehr gekommen. Ja, ich auch Also nicht. so- Ich habe mich auch vergessen, als ich die Fragen gemacht habe. Okay. Sehr schön. Gut. Dann geht's jetzt zur nächsten Frage. Also, Nostalgiker, du bist wieder dran. Ja, nach der ersten Frage bin ich jetzt nicht mehr so zuversichtlich. Oder nach der Magierfrage. Marschroute für den Abend, ist klar. Komm, bleiben wir mal beim Held. Nehme ich Held 200. Bitte eine Okay. Gothic 1 Frage. L 200 soll es sein. Wie kann man Cavalons Geldbeutel finden? Nenne Bedingungen und Fundort. War das Bedingung für den Fundort? Das habe ich dir eigentlich erzählt bei unserem Podcast. Junge. Also ich weiß noch, dass es da die Banditen gibt. War da nicht bei den Banditen der Geldbeutel? Den zweiten Teil. Banditen? Ich weiß nicht im ersten Teil oder so. Also ich hätte jetzt gesagt bei den Banditen oder unten bei Lester. Oder? Versuch mal nachzudenken, wenn du am Anfang mit Cavalon sprichst. Ja. Was erzählt er dir? Ja, das ist eine gute Frage. Junge, ich weiß nur noch, dass er da, ich kann mich echt nur noch an den Teil erinnern, wo er sagt, du hast mich immer nach Pfeilen angebettelt. Alles andere ist weg. Gottchen. Nee, keine Ahnung. Also das sind meine zwei Gäste mehr. Auf was anderes komme ich nicht mehr. Alles gut, ist doch kein Problem. Sagen, dass man zurück ins Minental geht. Ach, da, oh, das hätte ich sogar gewusst. Wie dumm. Okay, ja. Aber ist das nicht ein Beutel mit einem Erzbrocken und kein Geldbeutel? Das ist auch gerade so. Ja. Das ist ja relativ, ist ja trotzdem, also Cavalons Geld, es geht um Cavalons Lederbeutel, mehr nicht. Also Okay. alles gut. Also Weil er hätte bei so die Gold oder Punkte bekommen, ob Geldbeutel hat mich Lederbeutel halt oder. sehr irritiert gerade, muss ich sagen. Ach so, ja, natürlich. Das ist aber damit gemeint. Natürlich hätte ich das verbessert. Okay. Aber ich glaube, ihr hättet eh Das dann Nein, gesagt, nur dass deshalb das nicht gewusst, ja. Ja. Ach so. Okay, warte, kriegt er Punkte. Ne? Was? Alles gut. Okay. Gut, dann gibt es jetzt die zweite Frage für den Gothic-Guru. Ja, ich bin ja jemand, ich sehe ja die Welt auch gerne mal brennen. Deswegen reite ich uns jetzt alle in die Scheiße, indem wir gemischt 500. Ja. Okay, also will jemand einen Gutschein benutzen oder wer will alles einen Gutschein benutzen, ist die Frage jetzt dafür. Ich glaube, es ist noch zu früh. Kriegen wir alle Minuspunkte oder nur er? Ja, weil er alle, gewählt hat? natürlich, natürlich. Ah, Das okay. ist nur die Das ist ja 500. frech. Ihr müsst ja alle beantworten. Alle, sogar die Also Drachen. 2 Leute haben schon mal Rücklagen von uns. Ja, minus 300 klingt besser als minus 500. Ja, auf jeden Fall. Ja, also Halt die möchte Wunde. jemand oder denkt ihr Ja, euch, jetzt okay, es kommt's. gibt noch 5 andere 500er Fragen? Nein, weil hier keine Feiglinge. Andere. Ja, dann geht's los. Gemischt 500 war es, richtig? Ja. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ja. Wer suchet, der findet. Und nochmal zur Erinnerung, ihr schickt eure Antworten über Discord, weil ihr ja alle hier antworten müsst. Was für Stats haben Suchende? Gesucht werden Stärke, Geschick, Mana, Lebensenergie, Einhänder, Zweihänder, Armbrust und Bogen. Boah. Wie viele Goldstücke ist der Inventarinhalt eines Suchenden wert? Ich muss noch was dazu sagen, kurz. Nicht nur die Runen, das sind die Runen, die er dabei hat. Das sind alle Runen, die er dabei hat. Denn das restliche Inventar zeige ich euch nicht. Aber das sind alle Runen, die er dabei hat, dass man ein bisschen den Preis abschätzen könnte, vielleicht. Ach so, also der Wert der Runen da zusammen. Nein, der Wert der Runen plus auch die Robe und alles. Also alles, was er dabei hat. Aber die Runen werde ich niemandem antun, selber zu wissen, auswendig zu wissen. Sozusagen. Aber es gibt doch einen variablen Anteil, dachte ich auch. Mal einen Mana-Trank, mal. Also es ist nicht immer gleich. Dachte ich nämlich auch gerade. Ja, ich dachte Es geht nämlich nur auch. um die Robe und die ganzen Runen. Achso, okay. Runen, okay, Robe und Runen, ja. Und wie wollt ihr das machen? Weil ich glaube nicht, dass das einer. Nein, bei der so Strafe, 100% die richtig Strafe hat. werden
Die werden da werde ich jetzt einfach nur 2 Stück random auslosen, die das dann machen müssen miteinander. Wenn sie falsch beantworten. Also von den Leuten, die falsch beantworten. Also quasi alle. Lol. Ja, Digga, ich habe halt absolut keine Ahnung. Wie viel Zeit haben wir zum Googeln? so in der Schule, oder? Ist aber keine Schätzfrage, ne? Das muss genau sein, oder? Der mit dem höchsten, der am nächsten kommt, bekommt die volle Punktzahl und keine Strafe auf jeden Fall. Und dann plus 50, plus minus 50 ist auch dann die volle Punktzahl. Vom höchsten Ergebnis, also vom besten Ergebnis. Wir schreiben das jetzt quasi an den Hochkönig. Hochkönig oder Großexkörper? Aber bei sowas bietet es sich schon Aber mal den an, wenn man Hochkönig, zum oh. Beispiel die Lebenspunkte bei den Gegnern sieht, die genaue Zahl immer. Stimmt, da gibt es ja Mods für, ne? Ja, habe ich aber jetzt nicht im Blick. Hm. Alex, Ach so, was soll ich denn bist du sagen? auf bist du darauf gekommen? Oder wer Ja, hat sich das eine ausgedacht? gute Das Frage. war nicht ich, das war einer meiner Zuschauer. Deswegen ist es auch eine 500er-Frage. Boah, das ist ja, du kannst uns ja mal den Namen später da lassen. Ja, gib mir mal die Adresse. Also ich kenne Lassen wir mal seinen diese Satz Frage austesten. von Umut seinen Quizzes schon, aber da ist zumindest sind die Stats einfach als Bild beigefügt und du sollst sagen, welches Monster oder Tier das ist. Mhm. Also ihr müsst es nicht genau wissen. Ich sag mal so, wir machen jetzt so bei Stärke, Geschick, machen wir plus 20, minus 20. Bei Mana machen wir minus 200, plus 200. Ist okay. Und bei Einhänder, Zweihänder, Armbrust 10, minus 10 plus. Das sollte eigentlich eine gute Range sein. Digga, dieser. Boah. Keine Ahnung. Ich seh bei Discord nur die ganze Zeit diese 3 Punkte laufen. Ja, ist ja auch. Boah. Ja, aber ich meine, was ist das denn für eine Frage? Ganz im Ernst. Also. Oh. Ich bin mal gespannt, ob Ich die einer meine, richtig hat. ich finde es ja auch gut, wenn mal so von Zuschauern Fragen eingeschickt werden und man versucht die einfach mal, aber da musst du schon echt krass drauf sein, oder? Da Schon, musst du ja. dir 24/7 das alles angucken. Sowohl Items als auch Monster und alles. Vor allen Wie Dingen gesagt, auch diese. Wahrscheinlich irgendein Modder gewesen, der sich ständig in den Daten rumtreibt. Ja. Wie gesagt, wenn jemand die nächste Zahl hat und ihr im Prinzip in der Nähe seid genug, also es geht nicht um das Ergebnis, sondern das nächste Ergebnis, sagen wir mal, RPG Kuga ist am nächsten zum Beispiel, und jemand ist da plus 50, plus minus 50 auch dort, kriegt er auch natürlich dieselbe Punktzahl. Das ist jetzt, also, wie ich es gesagt habe, plus 200, minus 200 Mana leben und solche Sachen halt. Alles. Wer hat denn schon alles eine Antwort abgegeben? Also bei Einhänder, Zweihänder und so weiter, wollt ihr da irgendwie was wissen, ob Kämpfer oder Schütze oder so, oder wollt ihr Nein, eine Zahl haben? Prozent. Die Prozentzahl wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, du heilige Okay, ja, Scheiße. das habe ich ganz vergessen. Oh Gott, das habe ich ganz vergessen, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja auch Weil nicht die Suchenden ja auch so oft eine Armbrust so. zücken. Ja, eben. Ich hab die noch nie mit einer Armbrust oder einem Bogen Kannst du eigentlich gesehen. nur wissen, wenn du dich mal in die reingecheatet hast, du dir die Werte mal angeguckt hast. Also, wenn du das Ja, nicht ja, weißt, klar. bist du halt jetzt echt am Arsch. So. Ich habe letzte Woche ein Video über den Sonnenkreis gemacht und habe da auch die Szene mit den ganzen Suchenden drin gehabt. Hätte ich mich einmal in einen reingesetzt und mir jetzt Ja, okay, ich gebe ab. Ich habe keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich katastrophal falsch sein. Es ist eigentlich am Ende ist es eine Schätzfrage, wer nicht nachgeguckt hat. Wirklich. Ja, ist es auch so. Auch die Robe, die könnte jetzt ultra teuer sein oder total cheap. Also weiß nicht, ob das passt immer vom So eine Verhältnis her. Münze wahrscheinlich. So, Ja. Ja, komm, die haben ja keine Waffen, die zaubern ja nur. Ja, komm. So, 1, 2, 3, 4, 5.
Ich habe von allen eine Antwort bekommen. Jeder kriegt eine Strafe. Und dann können wir das eigentlich auflösen, Alex. Okay. So, Videoantwort ist das. So, Sekunde. Ah, Wie gemischt. 500, achso. Ja, alles gut, das werde ich jetzt öffnen. Alles gut, so. So. Was werdet ihr? Ich muss euch das übertragen. Okay, warte mal, ich schicke. Nee, warte mal, wie mache ich das denn? Das habe ich jetzt nicht wieder. Würde es euch stören, wenn ich euch den Discord übertrage, den OBS übertrage statt das Programm? Wäre das okay für euch? Wie, Du kannst es ja auch im Twitch einfach laufen lassen. Wir gucken mal schnell in den Twitch-Stream rein. Ja, da können wir mal kurz rüber. Können Oder wir ich auch lasse machen, einfach nur ja. das Video laufen lassen. Stimmt, das ist eine gute Idee. Eigentlich nur das Video einfach laufen lassen. Ja. Dann mache ich es einfach ganz nach oben. Sekunde. So. Also ihr guckt euch den Twitch an, dann ist es einfach. So, Ich habe jetzt gerade Ja, angemacht. mach mal. so Da sagt muss ich Bescheid, ja wenn auch ihr es noch offen drüber. habt. Ja, Jo. noch vergrößern hier den Scheiß. Ja, ich habe. Achso, warte mal. Das sollte natürlich nicht laufen weiter. Wir gucken uns erstmal die Stats hier an erstmal. Junge. Oh, scheiße. Fuck. Krass. Als sind ob die ganz schön stark. schmieden können, Alter. Die sind Waffenmeister? Was? Ich habe ja echt schon gedacht, dass die alles gemeistert haben. Ja, Das, ja, das bald hatte ich hat- mir aber auch irgendwie gedacht, dass die in jedem Bereich ziemlich krass sind eigentlich. Aber 1000 Mana, das war. Ja. Alter, das ist okay. Aber es ist auch irgendwie so random, dass die Taschendiebstahl und Tiere ausweiten Ja. da nicht haben, wenn die sonst Ja. schon alles haben. Wenigstens lassen sie dir dein Gold. Alter, okay. Die sind nicht ehrenlos sozusagen. Die sind nicht ehrenlos. Ausweiten tun sie dich auch nicht. Da war ich tatsächlich weit entfernt von. Scheiße. Ich muss mir gerade vorstellen, wie so ein Suchender einen Taschendieb ausführen will. Okay, Herr Hochkönig, wer ist denn da überhaupt am nächsten und so? Oder gucken wir jetzt erstmal fertig? Ja, also von den Antworten, die ich bekommen habe, ist Kurga am nächsten an der Lösung. Nicht schlecht. Da ist einiges richtig, also zum Beispiel der Mana-Wert oder die Werte von Stärke und Geschick sind relativ dicht dran mit 120 und 120. Mhm. Lebensenergie hat er mir für 500 verkaufen wollen. Das ist ja auch relativ dicht dran. Wir haben ja gesagt, minus plus 200, also hat er damit eigentlich komplett richtig bisher alles. Und Einhänder, Zweihänder, Armbrust und Bogen hat er 80 geschrieben. Okay, krass. Ich hatte zuerst 60 stehen, aber dann dachte ich mir so, es gibt so viele andere NPCs, die überkrass sind, wo eigentlich auch die Suchenden dazu zählen müssten, die alle immer 80 haben. Also das war anscheinend immer so ein Ding bei PB, dass die immer auf 80 gesetzt haben alles. Und da dachte ich mir so, warum soll es bei den Suchenden nicht auch so gewesen sein? Das war einfach nur ein reiner Glücksgriff, muss ich sagen. Okay. So, und, kommt jemand an die Zahlen sonst dran jetzt? Nein. Dann machen wir es so. Alles verkackt. Sagen wir so, diese Teil der Frage gibt jetzt 500 und wenn jemand alles, also beides jetzt hat, machen wir einfach 1000. Weil das eine sehr brutale Frage war jetzt. Aber ich glaube nicht, dass Kurga beim Rest wahrscheinlich recht hat. Das ist ein bisschen sehr random da. Aber wir gucken mal. Gut. Also wenn der Das ist immer- stimmt, den ich da geschrieben habe, also dann Da hast du ja 6er im Lotto mit das Zusatzzahlen. ist ein absoluter Sechser. Sollte ich anfangen mit Lotto spielen wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. Das ist immer interessant, dass er sich die Regeln während der Frage ausdenkt. Nein, das habe ich jetzt gemacht, weil das wirklich eine krasse Frage war. Ja. Da haben sie ein bisschen viel, dass ihr vielleicht noch Punkte hier kriegt, möglicherweise jemand anderes noch. Auch der Ton wurde nicht abgespielt, aber ist jetzt egal. Aus wie ein So, jetzt bin ich gespannt. Dass er die Hast du Robe auch auch noch ganz schön verkaufen spannend muss. gemacht.
1700 sollte dann die Antwort sein im Prinzip. Alter, was? War ich weit weg. Ganz schön viel Geld sind die wert, die Jungs. Ja, und was soll ich sagen? Da ist Kurga mit 2000 auch relativ nah dran. Alter. Sagst du mir jetzt, dass Kurga das richtig hat? Im Prinzip hat er beides jetzt richtig schon mal. Alter. Krass. Ich habe halt einfach nur random ins Blaue getippt. Also 1700 hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also die anderen sind auch beim Goldwert relativ dicht weg. Dicht Ja. weg. Das war das Einzige, wo ich gedacht hätte, ich wüsste es, weil ich dachte, ich hätte da irgendwann mal ein Video gesehen, dachte, das sind irgendwie so bei 350 oder 400 gewesen und das war offensichtlich komplett falsch. Naja, es Okay. hieß ja, das sind ja noch die Runen, die damit verkauft werden. Ja. Da hatte ich auch Ja. gar keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie viel so eine Robe wert ist oder wie viel so eine Rune. Und da habe ich einfach Mhm. grob gesagt, okay, Aber komm. diese zwei speziellen Runen, dieser Death Ball und dieses, keine Ahnung, dieser Conclusion Ball, haben die überhaupt einen Wert gehabt? Ja, haben die. Oder waren die 0? Doch, haben Okay. wir, haben die. Wir haben es gerade verkauft und haben sehr, sehr Gold für jeden bekommen. Alles klar. Okay, also jeder ist seine andere Gut, Zahl und kriegt machen jeder wir einfache weiter. Punkte nochmal. Dann. Lieber Nein, Hochkönig. jeder außer Kurga ist weit weg. Also, Oh. ich muss dazu sagen, ich hätte auch 0 Ahnung gehabt. Und ich wäre auch entweder auf die Schiene gegangen, dass ich sehr viel geboten hätte, weil ich sage, okay, Runen und so, das ist eine Menge wert. Mhm. Oder ich hätte tatsächlich auch sehr wenig geboten und so haben es die anderen Teilnehmer auch gehandhabt. Also die anderen Antwortmöglichkeiten, die ihr mir geschickt habt, also die anderen Antworten, die ihr mir geschickt habt, die sind alle entweder sehr hoch mit 7000 oder 16.000 oder sehr niedrig mit 300 oder 350 oder so. Also Wobei ja, man das ist also relativ weit weg. die hohe Zahl ist von mir, da muss man dazu sagen, mir ist dann erst so gefühlt, wo ich es abgeschickt habe, eingefallen, dass es um Verkaufspreis geht und nicht um den Wert. Preis tatsächlich, Mhm. genau. Den Fehler habe ich auch gemacht, ja. Ja, Okay. also bekommt Kurga die Punkte, die anderen bekommen dann leider Minuspunkte. Ja, also ich sag mal so, Koga, gern geschehen und alle anderen auch, gern geschehen. Danke dir. Hallo. Das überweise ich dir dann später. Okay. So Leute, aber wir sind doch noch ganz am Start. Ja, jeder kann noch gewinnen, so oder so. So. Wer hat jetzt wer hat alle jetzt ins Feuer geworfen eigentlich gerade eben? Na, ich natürlich. Als Ah, Guru habe der ich meine Guru. kleinen Menschenopfer gebracht. Ah, okay, sehr schön. Okay, Jay. Achso, warte mal. Ihr habt ja alle. Achso, ich muss jetzt noch 2 random auslosen. Also Hochkönig, du hast noch was zu tun. Ich lose jetzt kurz 2 Stück aus. Sekunde. Jetzt Lost müssen ja du noch 2 das gegeneinander aus? spielen. Ich kann es euch noch mal zeigen. Hier, die Strafe war ja, 2-stufige Spieler und der Hochkönig muss ein Thema wählen. Jeder sagt ein Wort. Also, ihr könnt es euch durchlesen. Ich werde kurz würfeln, wer jetzt gleich gegen wen spielt. Also, es ist Xardas gegen den Guru. Okay. Okay, also Und die Wörter sind Gothic-Kontext, einfach irgendwelche Wörter, die im Spiel Nicht vorkommen. Gothic, nicht Ein Wort immer. Gothic-Kontext. Ach Hochkönig so. holt jetzt irgendwas aus. Keine Ahnung, Magier oder Bestiarium oder irgendwas. Und dann müsst ihr dann so lange sagen, bis einem nichts mehr einfällt. Und dann hat der eine gewonnen, der das letzte gesagt hat. Im Prinzip. Naja. Okay? Okay. Ich glaube, ich hab's Seid ihr verstanden. bereit? Muss ja, ne? Okay, dann sage ich den Oberbegriff Schmiede. Also Mehrzahl von Schmied. Wer fängt an? Wer fängt Wer an? fängt- Gothic Guru fängt an. Okay, also alles, was mit Schmieden zu tun hat. Dann sage Nein, ich. ich möchte Namen. Ich möchte Ach so, Schmiede aus Gothic. Mehrzahl von Schmied. Ja, Harald. Jetzt habe ich es verstanden. Ey, ich bin so dumm. Kenneth, Stone. Uno, Wen gibt's denn? Warte mal, wen gibt's denn noch?
Wie heißt denn sein Scheiß? Wie heißt denn sein Gehilfe? Verdammt nochmal. Also Gehilfe lasse ich nicht zählen. Ach, Gehilfe lässt du nicht zählen. Nee. Also komm hier nicht mit Brian oder so um die Ecke. Wir sollen dann auch entsprechend Gothic 3 mit einbeziehen. Könnt ihr machen, ist kein Problem. Ach, das ist okay, das geht auch. Aber gut, aber dann sage ich erstmal Jan. Mhm. Ja. Ingvar. Mhm. Oder Ingmar, ja. Ingvar war richtig. Das heißt, hast du als Ingvar, erstes okay. gesagt? Ja, okay. Okay, Gothic 3 geht auch. Kann ich auch der namenlose Held sagen? Das schmiedet ja auch. Nein. Das ist ja Verdammt. kein Name. Das ist ja kein Das ist Name. gemein. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist gemein. Aber es gibt sowohl in Gothic 1 als auch in Gothic 2 noch Schmiede. Ja? Mhm. Boah, die ganzen scheiß Namen, mein Gott. Muss ich gerade mal Nicht googeln. Ja, ist ja richtig. Mach ja nicht. Wir müssen unsere Hände so hier machen. Tut mir leid. Die ganze Zeit, nicht eine Sekunde weg davon. Dann halt so. Am Ende so Papphände. Puppenhände. Kurga ist smart, Kurga mach- ist smart. Ja, obwohl er gar nicht dran ist. Ja, fällt mir jetzt gerade keiner mehr ein. Ach, Also- ich bin schlecht. Bin Auch so nicht in Gothic schlecht. 3? Nee, Gothic 3, das weiß wie lange es her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe, Alter. Es geht mir aber auch so. Also Gothic 3 hast du zwar tausende NPCs, die da in Ja, Frage kommen, da hast aber du so viele Namen drin. So Ingvar hätte ich vielleicht noch so gekonnt. Das ist so der eine, der Nordmal, einer der wichtigen. Aber so die anderen, ich weiß noch, dass du noch einen Spiel irgendwie für Red Hawk finden musst. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Okay. Also Ja, Xardas, ist in du hast Ordnung. 1000 Punkte. Ja, schön. Okay, und der Gothic-Guru, welchen Spieler möchtest du 250 Punkte geben, die du dann verlierst? Ach komm, ich mache jetzt hier mal Teamspiel, damit ich mich als den Kingmaker zeigen kann Ach und sagen so. kann, gebt deswegen Kurga. Wirklich? Geil, Also, um es fair zu machen, mir fallen noch 3 Schmiede ein aus Gothic 1 und 2. Der Darion aus dem Sumpflager, der Goldschmied, Ah, ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, wie der hieß, aus Jakenda, da suche ich gerade noch den Namen. Und Crimson. Crimson, Crimson, und ja, Karl genau. in der Stadt. Stimmt, der Karl. ach ja, im Hafenviertel. Ja, Genau. ja, stimmt. Die 3 sind mir noch also eingefallen. Darion hätte ich auch fast gesagt, aber es war so, heißt er jetzt so Ja. oder heißt er nicht so? Ich wusste auf jeden Fall, dass irgendwas mit D ist, aber Gut, damit mir niemand nachsagen kann, dass ich mir die 250 extra Punkte jetzt nicht verdient hätte. Okay, das Problem ist, wir können nur zwei. Ah, doch, 50 hat er gemacht. Ah, sehr geil, das ist doch Rennprogramm. Ich wollte gerade, das geht nicht. Perfekt, es geht. Also 250, so. Und du verlierst 250, mein lieber Gothic-Guru, es tut mir leid. Ja, ich weiß. Also, ohne mich wäre Kurga nie so weit vorne gegangen. Ah, ja, wer kennt's nicht? Das stimmt allerdings. Ich hätte eigentlich erwartet, dass du es dem Nostalgiker gibst, ehrlich gesagt, aber. Ja, so Ein Mitleidspunkte. abgekartetes Spiel. Ja. Okay. Okay, also. So, lieber Jack. Oh Gott. Was machst du? Nochmal Geschichte 200. Geschichte 200, okay. Ja. Sumpfspinne der Magie. Wer im Sumpflager lehrt die verschiedenen Kreise der Magie? Oh Gott. Das ist Geschichte? Ja, hat was mit Geschichte zu tun. Ja, das war noch die. Das war das. Wir haben so viele verschiedene Kreise der Magie. Eigentlich niemand. Du kannst ja gar kein Guru werden. Wer im Also Sumpflager Fangfrage. steht, da steht, wer im Sumpflager lehrt die verschiedenen Kreise der Magie. Nicht, Ja,
Es gibt Du einen. kannst doch gar kein natürlich. Guru werden. Du Hä? musst ja auch kein Guru werden, um Kreise zu lernen als Sumpflagermensch. Als Ach Sumpfspieler. so. Das heißt, die Kreise, wann kann man Kreise lernen? Wenn man Magier als ist, kann man. Novize. Ich sehe schon, Fraktion Sumpflager bist du nicht. Das ist Nee, ja nicht, das nicht. Sumpflager meide ich immer so ein bisschen. Das sind ja auch irgendwelche Sektenspinner. Na, eigentlich würde ich sagen, die Gurus allgemein, aber Es ist einer von denen, Ja, ja, ich überlege gerade welcher. weil wir Und alle die Balma- Guru-Namen so Balma- verwandt haben. Ich bilde mir ein, es war Balnamib. Kann du mir auch hast, sein, dass vergiss, ich mich mit der, ja, alles gut. kann auch sein, dass ich mich gerade mit der Mod hier wieder verhaspel. Ich würde mal sagen, Balnamib. Okay. Es ist Balkada. Fast richtig. Scheiße. Den hätte ich jetzt aber tatsächlich auch schwer getippt. Das ist Muss schon einfach eine nur harte 5 Frage. Buchstaben austauschen und dann. Okay, also ich hätte es tatsächlich gewusst. Lieber Hochkönig, wir hatten vorhin die Geschwindigkeitstränke noch besprochen. Was haben wir da nochmal gesagt? Wie die Regel ist, vor oder danach? Was fragt jetzt jemand im Chat? Vor. Vor. Okay, danke. Vor, ja. Das wollte ich nur wissen. So. Es gibt, also sagen wir es so, in den Bonusfragen ist die Hälfte im Prinzip einfacher als alles und die andere Hälfte schwerer als alles. Also nicht schwerer als alles, sondern so mittel bis schwer, aber nicht so schwer wie die 500 Fragen. Einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr Bock habt und sagt, ich will lieber in eine Ausweichfrage dann direkt gehen. Ja. Bis Okay. nächstes. So. Gut. Okay. Gut. Okay, dann übernehme ich mal wieder. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung, was das mit Geschichte zu tun hat. Baal-Kadar unterrichtet die Kreise der Magie und erzählt dann gleichzeitig die Geschichte des Sumpflagers. Deswegen ist das mit Geschichte verknüpft. Achso. Er erzählt dann, wie Iberion das Lager gegründet hat und so. Und deswegen gehört das halt in diese Kategorie. Achso, okay. So, Ich kann ihn mal kurz empfehlen. dann Kurga, ne? Das war jetzt. Jo. Ich war nehme jetzt mal Action, ja. Spezial 400, was auch immer Spezial bedeutet. Also es kann in alle Richtungen gehen im Prinzip. Ah, okay. Und es sind komische Fragen manchmal dabei. Okay. Okay. Oh! Oh. Beantwortet mal Quarhodrons Fragen. Tja, das Ach so, tut mir müsste ich leid. eigentlich hinkriegen. Ja, muss ich die jetzt auswendig wissen? Nein, ich werde die jetzt Alex? abspielen. Im Ach so, das Video, wird- da spielt das Video ab. Das Ja. heißt, ich muss den Stream jetzt wieder gucken, ne? Jo. Okay. Und danach werden die Antworten nochmal als Video gezeigt. Es gab doch eine Möglichkeit, dass man die Punkte verdoppeln jetzt kann, oder? Wenn ich jetzt einen Perk da benutze, oder? Wenn du einen Perk benutzt, Genau, dann- Lemas. aber es musst du Geld- vorher benutzen, bevor Geldverleih. du die Steuer startest. Ja, dann würde ich das jetzt machen. Ich würde jetzt Lemas Geldbeutel benutzen, damit ich jetzt statt, wenn ich es richtig habe, nicht 400, sondern 800 bekomme. Nee, das musst du sagen, bevor die Frage kommt. Ja. Ach so. Bevor du sie auswählst. Ach so. Na gut, ja, okay. Wenn du Sonst jetzt zum wär's Beispiel zu gesagt einfach, hättest, wenn du jetzt zum Okay. Beispiel gesagt hättest, okay, ich nehme Special 400 und ich nehme Lemas Okay. Geldbeutel, weil ich sage, ich bin ein Zocker und so. Verstehe. Okay, Ja. nee, dann normal, ja. So, bist du im Stream? Ich sehe jetzt den Stream, ich sehe jetzt das Video und ich sehe da oben die Line, wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Okay, es ist an. Ui. Bis auf eine. Stell deine Fragen. Welche Kaste von Jakenda ist es, der du angehörst? So, Die Kaste, der Held angehört in dieser Situation, ist die Totenwächter. Schützte einst das Volk von Jakenda. Muss ich das jetzt alles hintereinander beantworten oder? Ja. Okay. Ja. Wer schützte einst das Volk von Jakenda vor feindlichen Angriffen? War die Kriegerkaste. Mir einen Ja. direkten Befehl erteilen. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Sind die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über Wer ist schuld am Übel, das über uns gekommen ist? Die Kriegerkaste. uns gekommen ist? Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf?
Wer hat das letzte Wort im Rat der 5? Sind die Priester? Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Sind die Heiler? Wer hat das Portal verschlossen? Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen, kann der Held nicht wissen. Okay, du hast aber trotzdem eine Frage. Also, das macht der Herr Hochkönig. Ja, es ist leider eine Frage falsch gewesen. Ah, es sind die Gelehrten. Ah, die Scheiße. Das Spiel Ja, ist doch fuck. mal gerne abnehmen bei. Alles gut, du Das kannst waren die ja- Gelehrten. Oh, ich bin so dumm. Passiert. Fuck. So, Sekunde. Ich muss ganz kurz, damit man das trotzdem die anderen Fragen nicht schon sieht, kurz das Video wieder in OBS rausbringen. So. Scheiße. Also sieht man doch noch die anderen Videofragen. Ja. Ist ja nicht schlimm. Wieder kommt Doch jeder schon. machen. Ist ja nicht Ach so. müssen. So, und jetzt mache ich es nochmal an. Gut, dass ich jetzt nicht doppelte Punkte gewählt habe. Konntest du ja nicht. Siehst du? Musst du vom Glück reden, dass du es nicht gehabt hast, dass das nicht ging. Mhm. Die Totenwächter. Die Fähigkeiten eines Totenwächters hätten es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Das ist wahr. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Bis auf eine. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der 5? Die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Naja, es waren die Gelehrten im Rat der 5 Mann, ey. Passiert. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir und werde dir meine Hilfe So. gewähren. Es ist geschafft. Sehr schön. Okay. So. Dann geht's weiter, würde ich sagen. So. Und jetzt bist du wieder dran, Xardas. Der zweite Platz ist Alles dran. klar. Okay, was nehme ich? Machen wir mal gemischt 200. Gemischt 200. So. Nein, nicht nochmal dieselbe Frage. So. Ah, Was was kostet die kostet schwere die schwere Milizrüstung? Milizrüstung? Ja. Gute Frage. Miliz spiele ich auch nicht so oft. Können jetzt einfach mal sagen, also bei den Drachenjägern muss man ja viel mehr bezahlen, da kostet es 12.000 und 20.000, aber ich muss es ja eh 100% richtig wissen. Schätzen hilft da ja nicht. Ist relativ am Drachenjäger ist Anfang, natürlich auch Kapitel schon 2. die zweite Fraktion. Ah ja, natürlich. Ich Ja, wollte nur Miliz. so eine gewisse Referenz haben. Was könnte die kosten? Ja, Ich um sag Engor jetzt zu zitieren, mal, kostet natürlich eine Menge. ja, ich weiß, dass es Engor ist in der Burg, das macht es auch nicht besser. Ich sage jetzt mal 2.500 Gold. Du hast es richtig beantwortet. Boah, krass. Ich hätte viel weniger gesagt. Ich hätte irgendwie nur 750 gesagt oder so. Na, Sehr- 750 ist, glaube ich, die erste. Aber die Echt? kriegt man ja kostenlos. Eben, Naja. deshalb ja. Ah, 2500, ja, okay. Ja, aber der Wert davon wäre so. Ja. Ja, krass, ich wollte erst 2000 sagen, aber zum Glück. Ja, du hast richtig beantwortet. 200 Punkte für dich. Vergesst nicht, ihr könnt Gutscheine nutzen, immer noch so. Okay. Also Hochkönig, let's go.
Ja, dann ist der Nostalgiker wieder am Zug. Mhm. Mm, Nehmen wir mal Geschichte 400. Okay. Okay. Geschichte 400. Ja, ich muss irgendwie versuchen aufzuholen. Vielleicht habe ich einen Glücksgriff. Wieso nicht lieber das Geldbeutel Geld verleihen? Ja. Nee. Jetzt wird durchgezogen. Boah. Die Spinner beim Junge. Schläfer. Boah. Das ist auch eine harte Frage, ey. Ja. Das ist Wie wirklich viele hart. Novizen knien vorm Schläfer? Ich ignoriere die immer, wenn ich beim Schläfer bin. Aber es könnten so um die 20 rum sein. 20. Oder sind sogar mehr. Vielleicht so als Hinweis noch nicht verwirren lassen, das ist in Mods manchmal anders. Ich habe noch keine einzige Mod gespielt. Also. Dann bist du ja prädestiniert für diese Frage. Du bist nicht irgendwie auf einem falschen Dampfer unterwegs. Du bist nicht verdorben durch die Mods. Das sind schon viele. 20, 30. Muss ich echt die genaue Zahl oder habt ihr irgendwie so ein Plus, Machen wir Minus plus 5? minus 2 einfach, scheiß drauf. Plus minus 2. Plus, Minus 2. 2, okay. Dann sage ich mal. Sagen wir mal 30. Ist das die Okay. Das ist zu viel, aber gut. Ja, sind es zu viel? Ich habe es so massiv im Kopf. Ja, auf jeden Fall. Bisschen viel Ich hätte zu viel. jetzt, also, ist ja vielleicht Ja, auch ganz aber- interessant, also, ja, 30, ja, dann vielleicht 12 oder so. 20 war ja mein erstes Gefühl. Echt? Nur 12? Na, du Das hast ja sind schon. 12, Echt richtig. so wenig sind es nur. Oh Ja, nein. ja, das sind wirklich so. Okay. Ah, ja, aber es hat doch Ich niemand. viel mehr im Kopf gehabt. Ich muss ey. sagen, es hat auch niemand im Chat gewusst. Nicht mal jemand im Chat hat es gewusst. Also, weiß eigentlich gefühlt niemand anscheinend. Aber Um das ehrlich ist zu jetzt schon wieder krass, das ist einfach jetzt 12. Also ich war so bei 14 oder 10 so. Und jetzt Ja, hab ich hätte halt auch mach's irgendwie einfach mal 15 12. gesagt. So plus 15 so minus ungefähr. 2. Ich hätte auch 15 gesagt, wahrscheinlich, ja. Also es sind genug viele, dass sie einen auf den Sack gehen können. Vor allem machen sie ja trotzdem Damage im Nahkampf. Ja, ihr müsst mal Im sehen, Chat wie ich auch, in den das Mods gibt's Kampf viel immer mehr. mache. Also, Ich finde es ja schlimm, dass da Spinner stehen. Das sind Novizen. Das sind Ja, keine das ist Spinner. doch nur ein kleiner Witz. Alles gut. Es gibt noch viel mehr Witze da drin. Also. Easter Eggs. Es ist Gothic Easter Eggs. Gibt's gleich Ich noch mochte auch mehr. dieses Bild gerade Easter Eggs im von Quiz. Kalom und dem Schläfer, mochte ich das Bild einfach gerade, wie als ob das so eine Ausstellung wäre und er macht so ein Selfie von der Ausstellung. Ja. Ja, das ist so witzig. Ja, hab ich Ja. auch gedacht. Wie bei diesen British Guards in ihren roten Klamotten, die vom Buckingham Palace stehen, wo man sich dazustellt, immer ein Foto zu machen. So. Ja. Das ist wirklich Das lustig. ist die Postkarte für seine Tante. Ja, genau. Ich war im Wiental, meine liebe Tante. Ja, sehr cool. Ja. Okay, gut. Dann bist du wieder an der Reihe, lieber Gothic-Guru. Dann nehme ich mal Diego 300 und meinen Geldbeutel, mein Lemas-Geld, mein Geldverleih. Diego 300 und Geldbeutel. Okay, warte. Jetzt wieder so eine. Ich sehe es doch schon wieder. Das ist wieder so eine komische Frage. So, ist aktiviert. I hate you so much. Also diese ganzen Stats-Fragen, die machen mich fertig. Plus minus 200 passt. Alter, das ist echt hardcore. Wie viel Gold hat Diego, wenn er sein ganzes Inventar verkauft? Warte. Diego hat die Bürgerkleidung und seinen Geldbeutel. So hat er seinen Geldbeutel geöffnet? Das ist ja die Frage. Natürlich. Okay. Boah, okay. Also es ist eigentlich, nee, das ist kein Plus minus 200. Du musst genau wissen, welche Sachen er sich klar kaufen kann jetzt bei dem. Von den Waffen. Das macht Vom doch teuersten Sinn. zum billigsten. Ich weiß nicht. Ich dachte, ich hätte es da drauf geschrieben, aber deswegen sage ich es jetzt nochmal. Das war die Frage. Welche Waffen? Ach so, welche Waffen kann er sich beachten? Dann muss ich auch das noch wissen. Du musst den Namen wissen, wenn du mir sagst, welche die Wieder dritte so oder eine erste Waffe ist okay. Kombi-Geschichte, oh je. Bist du Das ist komplett keine irre, komplette Alter. Irre, Das Du ist musst ja. auch die Namen der Waffen richtig aufsagen. Nein, das ist Und den okay. Wert Ja, vor allem muss Also- ich den Goldwert der Waffen wissen. Und dann musst du an der Tafel den Rechenweg noch draufschreiben.
Ja. Hast du die 200er mit den 500er Fragen verwechselt? Teilweise. Junge. Ich kann nicht mehr. Boah. Das wäre so geil, wenn du jetzt so ein Whiteboard hinter dir stehen hättest, wo du das hättest wirklich machen können. Ja, ich bin dieses Meme, wo der Typ an einem Whiteboard steht und sagt, so ist es. Ja, genau. Das wäre lustig, muss ich mir besorgen, dann mache ich das so voll an der Tafel für die ganzen Schüler. Er hatte einiges dabei. Warte mal. Also noch genau wissen, Alter. Also bei Gold minus plus 200 und bei den Waffen musst du wissen, was er für Waffen holen kann von. Achso, okay, also ich kann jetzt nicht mal Genau. mit den. Okay, also ich muss einmal sagen, wie viel Gold er hat und dann welche Waffen er sich damit kaufen kann. Okay. Ja. Und die Er Frage hat- zählt nur als falsch. Die Frage zählt nur als falsch, wenn du die, also jetzt im Prinzip, wenn du nicht eine von beiden Mhm. weißt. Du musst eine von beiden mindestens wissen. Kriegst aber die halbe Punktzahl dann. Ja. Einer hat gerade geschrieben, das ist kein Quiz, sondern ein zweites Staatsexamen. Ja, echt mal. Ich kann danach, Staatsexamen. ich kann danach als Richter auftreten und mich dann vom namenlosen Helden zum Schweigen bringen lassen. Ich glaube, diese goldene Robe würde dir gut stehen. Das finde ich auch. Der eine Zuschauer hat geschrieben, eine minus 300 Frage wohl eher. Ja, allerdings. Ich bin hier vor allen Dingen mit minus 250, weil ich krieg ja auch immer die Scheißfragen. Ja, also ich will dir mal ein bisschen Zuspruch machen. Ich habe ein zweites Staatsexamen und das war einfacher. Sehr gut. Sehr gut. Okay, also ich sage beim Goldwert, er hat den Geldbeutel, er hat nur seine Bürger. Er hat nicht seine Diego-Rüstung, also nicht seine Rüstung. Die hat er nicht im Inventar, okay, gut. Nee, die hat er nicht. Das wollte ich sagen, das ist schon fair, dass ich das euch sage. Ja. Dann Auch würde sowas ich wie sagen- Rüstungen verkaufen, die du ja erst ablegen musst. Ja. Boah, Ja. Naja, die Bürgerkleidung gekriegt hat man ja, glaube ich, auch so irgendwie, findet man die hin und wieder mal. Die wird auch nicht viel kosten. Nee, ich glaube, er hat. Aber du, Carlo, du kannst doch noch deinen Speedtrank benutzen und eine nächste Frage dir geben lassen. Das ist ein guter Punkt. das muss er vorher machen. Das muss ich vorher machen, aber wenn ich die Frage nicht weiß, ist ja hab mega. ich auch Frage nicht, vorher weil gedacht, die doch nicht Es geht bei diesem Speedtrank darum, es sind nur noch Fragen mit Magier übrig und man kennt sich mit Magier gar nicht aus, da müssen wir das skippen können. Ja. Okay. Man hat immer, Ja. genau. Pass auf, ich sage jetzt einfach mal grob ins Blaue geschossen, er hat 2800 Goldstücke dabei. Okay, gut. Wird zu viel gewesen sein. Und welche Waffen davon kann er sich Zumindest leisten? wenn er fühlen hier wir alle erzählt? mit dir. Wir fühlen alle mit dir. Welche Waffen kann er sich jetzt kaufen, von teuersten bis zum niedrigsten? Und nur Waffen. Ich überlege gerade, ist das die Bartaxt? Ich kann es gar nicht richtig erkennen. Richtig crazy, du. Die Axt, zweimal Orkschlechter, ein Steinbrecher. Sagen wir mal 2 Steinbrecher und das war's. Du musst immer als erstes das teuerste kaufen. Also überlegst du nochmal lieber gut. Bitte? Du musst immer das teuerste zuerst kaufen und dann runter. Also in die niedrigeren. Weil links ist immer das teuerste in Gothic. Yeah. Von links nach deswegen, rechts. Ja, deswegen bedenk mal. Deswegen würde ich. 2 Steinbrecher. Das ist ein Tipp. Also bedenk mal, ob das wirklich 2 Steinbrecher sind. Das sind jetzt nicht 2 Steinbrecher? Ob du nicht anders auch einkaufen kannst hier. Naja, aber das ist einmal die Axt links, dann die 2 Orkschlechter und es sind noch 2 Steinbrecher, oder? Der Steinbrecher ist doch diese Keule zweimal, oder nicht? Ja, naja, diese. Ja, genau, aber ich kann dir also jetzt, ich will, das beantwortet dir Nee, ist alles gut. Genau. Ja gut, okay, die dann halt, sage ich halt, wie gesagt, die von links nach rechts, die 3 Items, ich nenne sie jetzt einfach mal 3 Items, mein Gott, und dann war's das. Mehr kann Okay. man, glaube ich, damit nicht kaufen.
Versuchen wir es. So. Also Videoantwort Diego 300 Was? im Stream. Nein, das ist der Ach so. Wert der Frage. Achso. Achso, okay. nein. Oh Gott. Und zum zweiten Mal, dass jemand das denkt. Ja. So, So. ihr trollt doch nur. So, es kommt das warte so. Das ist die Diego 300. Genau. Okay, dann Drücke ich schieß einmal los. drauf. Shoot. So. Dann drücke ich jetzt auf. Oh, Diego. Ui. So, jetzt. Mhm. Okay. Steht da in dem Stand drin? Erstmal die Ware begutachten. Ja. Alles einfach anfassen, Ja, okay. verstehst? Er hat nur die. Ja. Und Okay. mehr geht nicht, das sind alle Waffen jetzt, ja. Die zwei Mhm. Waffen sind's. Ich habe mich beim Gold halt mega verschätzt, weil ich. Ja, ich hab ja. Aber wenn du mehr Gold hättest, hättest du ja trotzdem die erste Waffe eigentlich auch nehmen können, oder? Der Goldbeutel erste hatte der Woche nicht waren, 600 glaub ich, oder so drin? 2000. Nein, 2000. Doch 2000. Der Geldbeutel hat 2042 2000 drin, deswegen dachte ich so, na, das Schwert. Ich dachte, er hatte auch ein besseres Schwert dabei. Nee, das ist nur ein grobes Schwert, was er eigentlich dabei gehabt hat. Ja. Bloß. Okay. Das Und weiß die ich deswegen, weil Bürger- das meine Lieblingswaffe in Gothic Die ist. Bürgerkleidung hatte ich halt auch irgendwo bei 250 oder so angesiedelt, aber. Ja, gut, ja. 18 kostet die, glaube ich, wenn Das du ist sie ja- verkaufst. Ne? Ja, das kommt ja auch noch mit dazu. Das ist ja nicht der Warenwert, das ist ja der Ja, Verkaufspreis. richtig. Wie trocken er das jetzt gesagt hat. 18 kostet die. Ja, Was vor allen Dingen weiß- für ein scheiß Wucher? Was ist das? Also. Er wird ja kein echter Mensch verkaufen, so ganz ehrlich. Ja. Ja, die Einkaufs-Verkaufsgeschichte ist sowieso das Verhältnis. Also, ist ich wollte gerade bodenlos. sagen, die Margen, die die Händler in Gothic machen, das ist ja irre. Deswegen haben die unbegrenzt Gold. Deswegen haben Ja. die kein Gold, das angezeigt wird. Und bei Ja. Rissen sind sie ganz arm gewesen in Rissen 1. Ja, ey, ich halte mal die rote Laterne weiter hoch. Ja. Weil ich Okay, habe nämlich die rote Laterne hier. Also Guru, Gothic Guru, du bist jetzt Punkteführer bei Minus bei uns schon mal. Ja, das ist doch schon mal auch ein Sieg, würde ich sagen. Ja. Okay, weiter geht's. Jack. Ui, nimm mal Held 300. Gut. Held Da bin ich mal 300. gespannt. Welt 300, ja. Wie viel sowas für eine Schuhgröße hat er? Nein, ja, das ist erst bei 500 Held, nicht Spaß. Ach so. Oder eine Bonusfrage. Nee, Spaß, alles gut. So. Gilbert. Was passiert mit Gilbert in Gothic 2? Beschreibe Gothic möglichst 2? genau für die volle Punktzahl. Gothic 2? Mhm. Mhm. Ach Gott. Hat man da nicht was gefunden bei ihm in der Höhle? Da irgendein Zettel oder was? Bilde ich mir gerade ein. Was stand da drauf? Gab's da einen Zettel? Keine Ahnung. Du hast ja schon was gesagt. Ja, ich habe gesagt, dass der, glaube ich, einen Zettel hinterlassen hat in der Höhle. Aber was da drauf stand, wenn er einen Zettel hatte, wüsste ich nicht. Okay, schließen wir die Frage. Dass er, ich glaube, dass der geflohen ist aus dem Minental. Das muss ja nicht ganz genau sein. Wie gesagt, du sagst Zettel und sagst in etwa, was da steht jetzt. Weil du. Ist ja klar, Ja, dass du es weißt. ich würd sagen, er hat einen Zettel hinterlassen und dass der da geflohen ist, dass er da drauf steht. Ja, siehst du. So. Also, Hochkönig entscheide du. Tja, also. Pause kommt. Nee. Können wir nicht die Punkte für geben, finde ich, weil Okay. da doch viele Informationen drinstehen und wir sind bei anderen so pingelig. Ja, das stimmt. Wie gesagt, deswegen frage ich ja. Lieber einmal Ich meine, mit zusammen. dann müssen sie 5 Sachen aufzählen und Mhm. haben 4 und das andere nicht richtig benannt. Weil wir haben ja doch schon ein bisschen Informationen.
wie dass er darüber nachdenkt, dass keiner ihn suchen wird, Mhm. dass er jetzt nach Hause kommen will. Nee, sorry, Jack. Wie gesagt, den ganzen Text wusste ich nicht mehr, bloß dass er irgendwie, wie gesagt, abgehauen ist oder wohin, keine Ahnung. Dass er halt Ja. nach Hause gekommen ist. Ja, und Okay. dass er auch über die Barriere spricht, das Hm. sind ja schon einige Also wenn er Punkte, wenigstens die ja. Hälfte gewusst hätte, wäre ja fein eigentlich, aber eine Sache ist nicht genug sozusagen. Ja. Na gut. Okay. Bei der nächsten Frage. So. Okay, lieber Kurga, du bist wieder an der Reihe. Kurga. Kurga! Ja, macht mir jetzt mal keinen Druck hier. Ich nehme jetzt mal Lemas Geldbeutel und nehme Oh. Spezial 200. Okay, Spezial 200. Spezial 200 soll es sein. Boah, Warte. Alter. Oh Gott. Tiger. Also. Es sind ja 6 Kapitel. Mhm. Das erste Kapitel heißt. Das zweite Kapitel heißt. Das zweite Kapitel heißt Rückkehr in die Kolonie. Mhm. Das dritte Kapitel, also ich mache erstmal das, was mir gerade einfällt. Das dritte Kapitel heißt das Auge Innos. Nee. Das. Boah, Alter. Das 6. Kapitel heißt Irdorat. So, da müssten wir schon mal 3 haben. Ich muss alle nennen, ne? Um die Frage richtig zu Du kriegst die beantworten. Hälfte der Punkte, wenn du nicht alle nennst. Die Hälfte nennst. Wenn du wirklich die Hälfte richtig hättest. Okay. Okay, da haben wir ja schon mal 3. Probier's mal mit dem 4. Ja, ich überlege gerade. Nicht nur die Möglichkeit. Ich sag erstmal das erste. Das erste hieß irgendwie sowas wie auf Anfang oder irgendwas mit Anfang, dachte ich. Aber macht eigentlich auch keinen Sinn. Du hast deine Zeit. Alles gut. Nee, niemand stresst Gothic, dich. also das erste Kapitel ist die Bedrohung oder neue Bedrohung oder sowas. Das zweite war Rückkehr in die Kolonie. Das dritte war das Auge Innos. Das vierte, was vierte und fünfte? Ich habe keine Ahnung gerade, ey. Ich stehe gerade so hart auf dem Schlauch. Das vierte war Drachenjagd. Das Das 6. ist fünfte- eigentlich auch einfach. Ja, das 6 habe ich schon gesagt, ist Irdorat müsste Ah, das hab ich nicht heißen. verstanden, okay. Genau, aber jetzt noch das 5. Boah, wann triggert denn das 5.? Nee, Moment. Das 5. ist Drachenjagd und das 4. ist das Auge in das. Ja, kein Kopf, scheiß drauf. Das 5. lasse ich einfach aus, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ah, ja, okay, 5 macht Sinn, ja, Aufbruch. stimmt. Aufbruch, ja. Dann verlierst du keine Punkte und kriegst aber auch keine Punkte jetzt für die Frage. Aber Im wieso? Prinzip. Ihr habt doch mehr Was als die geil Hälfte gewesen gesagt. wäre, wenn die das Ja, Weil du hast bei- doch bei- Lemas Part Geldbeutel genannt gewählt. hätten. Warte, was? Wenn alle durcheinander reden, verstehe ich nicht. Du hast Lemas Geldbeutel genommen. Das heißt, wenn du es falsch gehabt hättest, hättest du die 200 verloren. Und wenn du es richtig gehabt hättest, hättest du plus 200 bekommen. Aber hast du nicht gerade gesagt, dass wenn ich mindestens die Hälfte richtig sage, kriege ich Ja, wenn du die Hälfte hast, nein, mit der Hälfte kriegst du die Hälfte der Punkte für die Frage. Das habe ich bei den Kapiteln, bei allen Kapitelfragen gehabt. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also, Wird es nicht trotzdem verdoppelt? wenn es verdoppelt werden würde, plus, na gut, eigentlich kann. Wie legen wir es aus? Ich frage lieber lieben Hochkönig. Gib dem Kurga die Punkte, der hat's nötig. Nee, ich kann auch damit leben, wenn ich jetzt nicht die doppelten Punkte bekomme, aber ich dachte, weil du gesagt hast, Nee, wenn das ist ja ich fein, deswegen mindestens die frage ich jetzt Hälfte den sage, Hochkönig. dann kriege ich die Hälfte Deswegen- der Punkte. Dann frage ich jetzt den Hochkönig. Machen wir einfach dann, dass er 200 jetzt kriegt dafür. Ja, du hast einfach die Regeln abgewandelt mittendrin, deswegen ist das schwierig. Aber also von der Idee ist es ja so, wenn er den Geldbeutel setzt, dann riskiert er sein Geld Mhm. und hat die Chance, doppelte Punktzahl zu bekommen. Ja? Mhm. Ja. Jetzt hat er den Geldbeutel gesetzt, jetzt hat er die Hälfte gewusst. Und ich würde sagen, wir treffen uns in der Mitte und Kurga bekommt 100 Punkte. Okay. Weil das Risiko ja trotzdem da war Mhm. und er jetzt nur die Hälfte richtig benannt hat. Mhm. Okay.
Dann machen wir das Junge, so. da muss man ja echt studiert haben, Mensch. So, Ja, dann ich mach meine, wenn das. wir ganz. Ja. Ich So. meine, man merkt, das ist ja auch das erste Quiz, ne? Da sind jetzt vielleicht noch so Ja. ein paar Punkte noch nicht so ganz 100% klar. Das wird dann vielleicht bei einem zweiten besser werden. Das wird sich auch ändern. Es ist ja auch nicht so, dass Und wieder, plötzlich- wenn du mehr Erfahrung hast. Nein, sagen wir es ganz ja, genau. Ich hatte gestern nicht mehr genug Zeit, Snapper zu farmen für mehr Level-Ups, ja. Weil ich gestern sehr, sehr Probleme hatte. Habe ich euch allen geschrieben. Also, ihr wisst Bescheid. Ganz einfach. Gut. Okay. Ich meine, letzten Endes ist das doch hier auch eine Fun-Veranstaltung für Ja. uns, ne? Ja, eben. Ja. Was? Wer hat denn hier Spaß? Also ich habe Spaß. Punktabzug. Ich auch. Wie so die Gesichtszüge entgleisen bei den Fragen. Ja, wie ist die Stats von der Oma von Diego? Nein, das ist eine Die schon seit Bonusfrage. Das ist 500 eine Jahren tot ist. Bonusfrage. Ja. Das ist eine Bonusfrage, ja. Aber ich sag's euch ehrlich, also gerade diese Fragen, die irgendwie nur zu beantworten sind, wenn man sich in irgendwelche NPCs reingecheatet hat oder wenn man Sachen verkauft und genau darauf achtet, wie viel Gold man bekommt, was ich persönlich nie tue. Ich verkaufe, was ich nicht brauche und dann sehe ich ja, wie viel Gold ich so habe, aber ich achte nie darauf, was bringt. Ich auch nicht. Ich glaube, Also- das macht echt so gut wie niemand. Wer cheatet denn bei Gothic also wirklich? Also, das macht man nicht. Nee. So, alles klar, dann. Mann, ihr bringt mich komplett aus dem Konzept. Xardas Bin ich jetzt existiert dran? noch. Ja, Ach ich klar, glaub, das ja. LP. Du bist dran und ich stelle die Frage? Ja. Ja, ich glaube schon. Gut. Okay, ich mache jetzt auch mal den Lemas Geldverleih und gehe mit Special 300. Mhm. Okay, machen wir. Special 3. Fortuno. Nachdem man Fortuno den grünen Novizen gegeben hat, gibt Miguel dir ein Rezept für ein Elixier der Geistesveränderung. Was benötigt man für dieses? Und welche Voraussetzungen hat dieses, um die Quest erfolgreich zu beenden? Also du brauchst auf jeden Fall einen Blutfliegenstachel. Da musst du gelernt haben bei einem NPC, wie man das Gift da rausnimmt. Ansonsten würde der Fortuno sterben von dem Trank. Dann brauchst du noch diesen roten Tränenpfeffer. Ich gehe mal davon aus, eine Laborwasserflasche, wie bei allem, was man da so macht. Gerade in Trankrichtung. Jetzt die Frage, braucht man noch irgendwas? Wäre schon sinnvoll, wenn man noch irgendwas braucht, als nur Pfeffer und 'n Blutfliegenstachel. Guten Appetit. Sumpfkraut eventuell. Puh. Elixier der Geistesveränderung. Hm. Ja, es ist auch immer schwierig, weil man hat also wir haben alle heute schon gemerkt, wir haben alle schon Wissen da, aber das alles zu 100% zu wissen, ist halt echt schwierig. Jesus machen wir auch wieder die Hälfte, würde ich sagen, Hochkönig, oder? Ja, dann Okay. genau, dann würde ich sagen, habe ich genug gesagt. Mehr würde Okay. ich da gar nicht weiter hinzufügen. also ich würde mal sagen, die Voraussetzungen hast du ja genannt, nämlich dass man lernen muss, das Gift dem Stachel zu entziehen oder sowas. Du hast auch den Tränenpfeffer genannt, du hast einen Blutfliegenstachel genannt und dann braucht man halt die 2 Tränke. Ich denke, es ist auch fair, wenn wir das mit der Hälfte bedenken, also wären es in diesem Fall 150 Okay. Punkte. Ja. 150. Ja. Aber die werden doch Minus gemacht wegen dem Beutel, weil es ja eigentlich nur geht, Punkte kriegen oder Punkte verlieren, aber wir haben ja ein bisschen die Regeln abgeändert. Deswegen muss ich die wieder auf 1200 hoch machen und dann plus 150 machen. Okay. Also er hatte 1200 gerade eben gehabt, die wurden dann Minus gemacht. Ach so, Ja, verstehe. Ja, ja. Also ich Okay. habe ihm nichts geschenkt, keine Sorge. Okay, jetzt bin ich dabei. Okay. Sehr schön. Also, lieber Nostalgiker, was ist deine nächste Frage? Jetzt wird verdoppelt. Ja,
Ja, also die Ansprüche sind ja ein bisschen runtergegangen. Ich wollte einfach, inzwischen will ich einfach nur irgendwas wissen, aber okay. Oh, jetzt sind übrigens wir sind die Hälfte der Fragen durch. Alles bringt jetzt doppelt Ja, so viele genau. Punkte. Also auch Lemas Geldbeutel, ja? Nochmal extra doppelt Ach, so geh viele einfach Punkte. all in, 1000 Diego und Geldbeutel. Ich glaube nicht, dass er minus 1000 haben will im schlimmsten Fall, ja. Ja, aber da Ist hat ja er eine bloß Spaßveranstaltung. Er kann ja den Lemas Goldbeutel noch nehmen und eine 1000er. Da könnte er im Zweifelsfall bei einer richtigen Antwort auf 2000 Punkte hochkommen. Im Traum. Ist noch alles drin. Was macht nochmal dieses Erzbrocken-Item? Was das Erzbrocken-Item macht. Ja, habe ich Schutzgeld. schon wieder vergessen. Das Dass du Schutzgeld, keine genau. Punkte Was war das? verlierst. Also, dass du keine Strafe hast bei einer 1000er-Frage. Also das heißt, man könnte das eigentlich kombinieren oder darf man nur ein Item setzen? Ich bespreche das mit dem Hochkönig. Was sagst du? Ja, wir haben gesagt, man darf kombinieren. Dann Ach, machen wir das auch so, okay. ja. Okay, aber das spare ich mir noch. Mhm. Ich mache mal Geschichte 200 erstmal. Ohne irgendwas? Ja, ohne irgendwas. Einfach rein. Ja gut, du bist ja auch noch du bist ja im Moment auf dem vierten Ich muss Platz. überhaupt mal letzten. Punkte sammeln jetzt. Also Ja. irgendwas muss. Schon langsam peinlich. Ich fühle mich wie in der Schule, ey. Alles gut. Das ist ja eigentlich eine 100er-Frage, aber es ist jetzt 200. So. Ja, genau. Plus 2, minus plus 2 Level. Also welches Level ist Xardas in Gothic 2 Junge, Classic? das. Es ist ja schon wieder so eine, wir cheaten uns in einen Charakter rein. Das ist so bodenlos, Alter. Und diese Frage. Nein. Warte, ich muss kurz gucken, wer das war. Das kann keine Sau wissen. Überleg dir so lange, ich sag dir kurz, wer diese Frage gestellt hat. Sekunde. Warte, Jungs, ich fahre hier mal schnell Gothic hoch und guck das selber nach. Es ist ganz einfach, es ist ganz einfach. Das ist ganz einfach, sagt der Mann. Nein, alles gut. Ja, es ist wahrscheinlich Ich irgendeine meine, es ist auch- Zahl, aber welche? es ist Ich wahrscheinlich hab- auch- hast du so einen Game Sound im Hintergrund. Ich habe Gothic immer nur auf normalem Weg gespielt. Also, das heißt, du siehst diesen Level ja nie. Das ist mega schwer. Ja, wie Aber ich viel sag mal- Plus-Minus-Level wollt ihr ihm denn gönnen? 100. Plus minus 2 habe ich Das gesagt. nicht, aber. Also ich sag's Wie mal viel so. war denn der Dings vorhin? Der andere Typ? 28 oder so? Also übrigens, es war PK Charmant, der die Frage gestellt hat. Überleg dir noch mal ganz Yay! kurz. Na, warte, Freundchen. Xardas ist ein ganz krasser. Überleg dir mal Nee, ganz der- kurz, der- ein ganz krasser Typ. Ja. Der Suchende müsste 30 gewesen sein, weil 300 XP. Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber ich denke schon, wenn er 300 XP bringt, sind es Ja, 300. weil er aber- 300 XP gibt. Ja. Naja. Ja, was dir aber nichts hilft, weil du Xardas nicht umhauen kannst. Ja. Stimmt, der zieht einfach eine Schlafrune und Das dann. macht von den Werten gar Und er ist keinen. zu Recht nicht der im ist ja Klassik. schwächer Also- als der andere. Naja, du könntest schon, aber da musst du ja auch cheaten. Da musst du die Unsterblichkeit von ihm aufheben. Ja, klar. Dann. Sag mal, Alex, hast du eigentlich auch irgendwelche von meinen Fragen damit reingebaut? Die sind auch alle drin. Alle deine Fragen sind drin. Wir sind halt noch nicht auf deine gekommen, zufällig. Das sind alles Bonusfragen. Die Gothic 3 Fragen sind wirklich Bonusfragen, alles. Ey, aber wenn der andere Level 30 war und Xardas ist ja in fast jedem Wert schlechter, der ist in jedem Wert schlechter. Ja, außer aber darum geht's Lebensenergie. nicht. Das ist das Klassik. Du hast die Nacht des Rahmen gespielt. Das Wollen macht wir ja gar Nacht des keinen Rahmen? Sinn. Oh Gib Gott. ihm doch plus minus 5 Level, damit es ein bisschen. Okay, machen wir mehr so. Machen wir so. Also der Und andere merkt ihr war 30. eins? Das ist Classic. Classic sind alle Figuren schwächer. Das, in ach, Classic- Stimmt, das ist Classic. Ach so, Und stimmt. in Classic Danke, kannst du zum dass Beispiel mal namenlosen Helden, normalerweise hat man am Ende des Spiels 100 Stärke erst mit den namenlosen Helden, also ist das ein krasser. Aber das Level, Okay, das gut. Höchstlevel ist auch kleiner im zweiten Teil. Während der Nostalgiker nachdenkt, muss ich die Frage stellen, wer hat von euch das letzte Mal Gothic 2 Classic gespielt? Boah, das Also dürfte ich jetzt auch fand's- schon 5 Jahre her sein. Ich vor 10 Jahren oder so. Aha. Das Ja. ist noch gar nicht so lange her. Also aber ich hab habe das als- auch nur einmal gespielt und das ist ultra lang her. Und Ja, es gibt auch Leute, die hab haben es noch noch nie nie gespielt. Das muss man auch Ja, bedenken. Stimmt, ja. Ich habe Ja. nur die Nacht des Raben gespielt. Mhm. Und das ist auch schon wieder ewig her. Oh Gott. Ja, ich sag, der andere war 30. Ja, das ist jetzt Klassik. Ja, dann ist er auch irgendwas 25, 30 wahrscheinlich oder so. Ja, sage ich auch 30. Ich hoffe, dass es irgendwie so ein Standardwert ist, keine Ahnung. Wie viel Plus-Minus geben wir ihm nochmal, bitte? Also wir wirklich sicher 5 gehen. Level habe ich vorgeschlagen, aber.
Also Hochkönig machen wir 6, 7 Level vielleicht daraus? Jetzt die Frage, geht's 5 nach oben oder 5 nach unten? Das ist egal, das ist egal. Das ist ja sowieso sagen. Ah, Hat das einen Grund, warum du jetzt nach 6 oder 7 Leveln fragst? Möglicherweise, aber Damit er das ist jetzt nicht gewinnt. wichtig. hat er auch noch eine krumme Zahl, oder was? Alles gut, ich will nur wissen vom Hochkönig. Ich meine, Kurga sagt 5 und du sagst 6 oder 7. Also, ey, mein lieber Freund, wenn man verdächtig fragen kann, ja, darfst du. Okay, wir machen 6. Okay, dann machen wir 6, passt. Nee. Also, jetzt so viel Mitleid brauche ich nicht. Wir haben kein Mitleid, das ist leider passiert, wir können nichts mehr daran ändern, es tut mir leid. 36. Ja. Es sei ihm gegönnt. Ja, komm, er hat es fast gehabt mit. Also ganz ehrlich, deswegen wollte ich das, weil ich finde es Das wirklich. ist mega random, wirklich. Das ist unglaublich. Kann man nicht Ich glaube, wissen, in Nacht des Raben ist es vielleicht 50 oder so. Ja, schätze genau, ich dann mal. glaube ich, war es 50 oder Keine so. Ahnung. Aber genau. Okay, also du hast deine erste Frage beantwortet, hast teilgekauft. Mit Mitleid, oder? Das nennt sich nicht Mitleid, das nennt sich Variation. Okay, weiter geht's mit dem Gothic-Guru. Komm, Carlo, ey, Ja. hau mal rein jetzt hier. Ja, ich fühle mich auch schon ganz schlecht. Ich nehme einfach mal jetzt, einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen, wobei das ja nun tatsächlich auch nichts bringt, weil die Fragen alle irgendwie sehr schwer sind. Ich nehme Special 200. Ohne Gutschein oder so? Ohne Gutschein. Special Erstmal 200. alles safe, alles sicher spielen. Ah, Ah, er spart mir den Rest von seinem Gefassel. Nenne Ja. alle Kapitelnamen von Gothic 1. Und du darfst nicht Kurga anrufen. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich würde jetzt wahrscheinlich, da kriege ich sogar noch weniger zusammen als in Gothic 2, muss ich ehrlich sein. Also Okay, lass mich nach. Also Kapitel 1 ist die Welt der Verurteilten. hm. Ja. Ich weiß, Kapitel 4 müsste Xardas sein. Also ist es jetzt schlimm, wenn ich sie durchgehe? na, denk nicht. Nee, ist wohl kein Nein, Problem. nein. Ist alles okay. Dann müsste das letzte, in Anlehnung an Irdorat, müsste das 6. Kapitel auch was mit dem Schläfer sein. Ich glaube, die Hallen des Schläfers, die Räume, die Säulen des Schläfers, ja, die Hallen, glaube ich. Die Räume. Die Klingt Einrichtungen. besser. Die Einrichtung. Das Ferienhaus des Schläfers, ja? Wir haben doch vorhin die Postkarte gesehen mit dem Schläfer. Das Domizil des Schläfers. Im zweiten geht es gegen die Minecrawler. Da müsste es irgendwas mit die Minecrawler-Königin sein oder das Nest der Minecrawler oder so. Wie viel habe ich? Klingt besser als die Königin. Vielleicht hilft es dir ja auch, wenn du dir so die Kapitelbilder in Erinnerung rufst. Ja. Also ich du weiß hast ja, jetzt- ich meine, ich weiß ungefähr, was man da alles macht. Ne? Also im zweiten Kapitel haben wir die Minecrawler. Dann haben wir im dritten die Fokussuche. Das ist aber nicht die Fokussuche, das heißt anders. Das heißt Artefakte, ich glaube Artefakte von uralter Macht. Dann hättest du jetzt 5 Kapitelnamen fertig. Es würde nur noch Kapitel 5 fehlen. Okay, also im 5. ist man ja aber auch schon im Schläfertempel. Aber die Hallen, die Räume, die IKEA-Einrichtung des Schläfers ist aber schon das vom 6. Wann startet denn Kapitel 5? Ein guter Punkt. Ich glaube, nachdem man. Nee, wann startet denn Kapitel 5? Das weiß ich nicht, wann Kapitel 5 genau startet. Ist es nicht nach Urschak kann es nicht gewesen sein, das ist zu kurz. Dann wäre Kapitel 4 übelst kurz. Ach nee, nachdem man das Udemudo fertig hat und dann in den Tempel geht. Also Boris schreibt nach 4 und vor 6 ist das Kapitel. Ach so. Ja, das ist sehr hilfreich.
Okay, also man ist dann im Schläfertempel, man knallt da die Schamanen weg. Heißt es vielleicht irgendwie die Schamanen oder so? Oder die Wächter? Ich Also würde gerne einen Tipp geben. du sagst ja selbst schon, du kriegst also du erreichst Kapitel 5, nachdem du das Ulumulu hast und Mhm. die freie Mine verlassen hast. Mhm. Ja, genau, wie gesagt, du gehst ja dann in den Schläfertempel und wenn du. Aber du bist dann ja noch nicht im Schläfertempel, wenn du die Das freie ist Mine richtig. verlassen hast. Das ist richtig. Aber halt, okay. Aber okay, dann gehst du in die Orkstadt. Danach. Wenn du es zusammengebaut hast. Auf dem Kapitelbild vielleicht auch die Orkstadt? Darf ich dich mal ein bisschen pushen? Die anderen Kapitelnamen waren alle richtig. Es geht um die Hälfte oder um die doppelte Punkte jetzt im Prinzip nur noch. Überlegst dir, gut. Ja, ich sag irgendwie die Hüter oder so. Ja, die bewachen ja den Schläfer, deswegen die Hüter. Oder so. Okay, Alex, decken wir auf. Mhm. Also Kapitel 5 ist die Oh. Hüter des Portals, aber ich denke, Das ist in okay. Anbetracht dieser Leistung gibt es die volle Punktzahl, ne? Weil alles andere hast du komplett gewusst. Du hast sogar Artefakte von uralter Macht gesagt. Hätte ich nicht Ja. gewusst, Alter. Alter. Ich meine, Artefakte von uralter Macht, das ist schon. Ja, das ist tatsächlich mein Lieblingskapitel, das dritte Kapitel. Ich mag diese Fokusjagd und dann dieses. Ist ein Höhepunkt in der Story auf jeden Fall. Und deswegen. es klingt halt auch mit am irgendwie epischsten. Das Mhm. stimmt. Mhm. Sehr cool, auf jeden Fall. Krass. Er will doch nicht im Ich hab Minus die Frage bleiben, wie es beantwortet. aussieht. Irre. Du bist einer der wenigen, die eine Frage beantwortet haben in diesem Ja, auch das ist schon ein Achievement. Sehr, sehr cool. Okay, Jack, mein Freund. Ach Gott, Also, was möchtest du? nehmen wir diese 600er hier, die das gemischt. Gemischt 600 rein. Jo. Was ist das denn? Nach der Verbannung des Schläfers. Was ist der Grund dafür, dass der Held mehrere Wochen im verschütteten Schläfertempel überlebt hat? Wie unterscheidet sich das vom geplanten Anfang des Boah. Comic Sequels? Erste Frage, Gott. kein Problem. Zweite Frage, what? Was Ist ist aber der sehr Grund einfach dafür, zu dass. beantworten eigentlich. Jetzt, Alter, mal, erspart mir mal den Rest von seinem Gefasel. Was ist der Grund dafür, dass der Held mehrere Wochen. Der Grund dafür. Mehrere Wochen. Überlebt hat. Das ist die Herzrüstung. Die Magie deiner Rüstung hat dich geschützt davor, nicht zu Mhm. sterben. Mhm. Hat er, glaube ich, gesagt. Mhm. Ja, was es unterscheidet sich vom Sequel. Boah. Nur der Start. Wie unterscheidet sich dies vom geplanten Anfang des Gothic Sequels? Was unterscheidet sich? Wie er überlebt hat oder? Nein, was passiert denn? Was passiert bei dem Anfang im Prinzip von. Du weißt, was im Gothic 2 am Anfang passiert? Ja, Was ja. passierte stattdessen im Gothic Sequel am Anfang? Was war der Plan dafür, wie es anfängt? Es ist übertrieben einfach eigentlich sogar. Ja, das ist im Prinzip, er holt ihn, glaube ich, auch aus dem Schläfertempel raus, weil das Bildmaterial vom Intro von Gothic 2 ist ja von Sequel. Ja, also er holt ihn auch aus dem Schläfer, aber er ist immer noch im Bienental. Und der Xardas teleportiert ihn dann vors alte Lager. Der Anfang ist richtig. Ja. Und I guess, den Rest kann man auch so sagen. Also soll ich es aufdecken? Aber er wird auch rausgeholt, wie gesagt, wegen dem Bildmaterial, das ist das gleiche. Aber nicht, dass er halt nach Korinnes kommt, sondern
die Orks, die umzingeln immer noch das Minental. Das ist nicht wichtig, es Und- geht wirklich nur um diesen einen Minifakt, was ist direkt danach passiert, nachdem er Schläfer verbannt hat. Mehr nicht. Du musst nichts anderes beantworten hier. Ja, Schläfer, die Barriere ist weg. Ja, das auch, aber es geht nur darum, was der Anfang im Prinzip, was anders ist. Es gibt nur eine Sache. Genau. Also, Ja, wie möchtest gesagt, du dass er einen- noch im Mintal ist, würde ich sagen. Dass er noch im Mintal ist und dann von vors alte Lager geportet wird vom Xardas. Okay, machen wir jetzt mal auf. Die Magie seiner Erzrüstung hat ihm am Leben erhalten. Im Sequel wurde man nicht verschüttet, sondern hat den Tempel einfach verlassen. Aber es ist also deine Antwort ist auch okay, würde ich mal sagen. Oder sag mal, Tim, sag mal, was du sagen möchtest. Also mein Gedanke war halt, ich glaube, ihr wolltet darauf hinaus, dass er ja, also Xardas holt ihn zwar raus per Teleport, aber nicht im Turm von Kurines, sondern im Turm im Minental, den er hat. Ja, So hat ist er, ja glaub ich, der Beginn gesagt. des Sequels. Hat er, glaub Aber ich, gesagt. hier steht ja, er hat den Tempel ja einfach verlassen, aber das stimmt ja gar nicht, dass diese Nee. Aussage, Ja, genau, dass er nein, den das Tempel ist einfach ja okay. Das ist eine kopierte Frage. Aber ja, das, was Liebe gesagt hat, ist richtig, auf jeden Fall. Er hat es mit Ja, dem aber Teleport verlassen, mit dem Ding. Das ist okay. genau, weil diese Weil Aussage, dass er den diese- Tempel einfach verlassen hat, das wird ja nur im Outro erzählt, so ganz nach den Credits so. Aber da Ja, wusste ja. man ja noch nicht, wie man nach Gothic 1 weitermacht, deswegen. Genau. Und deswegen kriegt er ja die Punkte. Ich habe auch viele Fragen einfach kopiert von den Leuten, die es mir geschickt haben. Aber wir nehmen natürlich was, was richtig ist. Also, du hast es geschafft, Jack. Du hast plus 600 Punkte. Oh. Juhu! Dankeschön. Gerne, gerne. Ja. Kurga. Ich nehme jetzt mal diesen Schutzerz Mhm. Perk und gehe mit Special 1000. Oh ja. nein, oh nein, das ist, glaube ich, meine Frage. Die werdet mich alle suchen, danach heimsuchen. Oh, Jesus Will Christ, noch jemand okay. ein Schutzherz oder irgendwas nehmen dafür? Ich muss nur Bescheid wissen. Wir müssen. Weil müsst Du ihr alle hast ja beantworten. überhaupt nicht darauf hingewiesen. Nein, ich habe nur auf mich hingewiesen, aber ihr müsst ja. Ihr dürft ja bei den 1000 müsst ja jeder beantworten. Deswegen überlegt, ob ihr Items nehmt. Und Hochkönig, du machst dann weiter. Ich meinte bloß, Ja. ihr werdet mich sowas von suchen. Will noch einer Schutzerz nehmen? Brauchen kein Ja, komm, das Schutzschild. ist witzig. Das ist richtig cool, ne? Ja, genau, so auf uns selbst aufpassen. Ja. Ihr seid uns in die Falle gegangen. Ich meine, der Nostalgiker könnte ja auch einen Geldbeutel und Schutzerz jetzt nehmen bei der 1000. Also, Kurga nimmt Schutz, Nee. Geld und sonst niemand? Ne. Wir haben ja Gut. noch 4 andere Tausender-Fragen, ne? Nostalgiker. Möchtest du kein Schutzerz nehmen? Ich möchte es nur Nein. wissen. Nein, okay. Es ist halt, wie der Gothic Guru sagt, da sind ja noch 4 andere, also ob ich jetzt hier Ja, verliere okay. oder danach. Aber wer weiß, wie schlimm die anderen auch sind oder wie schlimm die ist. Das weißt du. Na gut. Kommt wieder Die so sind eine alle Frage. schlimm. Okay, also wer hat Schutzerz genommen von euch? Also der Kurgan nur lieber, der liebe Tim. Ich hab. Ja. Ja. Okay, dann machen wir das Schutzerz rein. Bist du verrückt? Was passiert mit Garond und beim Verlassen des Minentals, sollten die Drachen in Kapitel 1 getötet worden sein? Ach du Scheiße, wer macht denn sowas? Erhalte doppelte Punkte für eine exakt richtige Antwort. Eine teilweise richtige Antwort gibt die Hälfte der Punkte. Boah, da kann man sich jetzt was schön aus den Fingern saugen. Ich wusste, es kommt die Cheater-Frage. Hä? Ei, ei. Ich check die Frage nicht. So, kann man das echt machen, oder was? Wir haben das mit Cheats gemacht, ja. Oder mit Okay, Bugs aber könntest du auch ins Minental. Du kannst nur die Drachen nicht töten mit Bugs. Okay, kurze Frage, weil es gibt ja Dinge, die man machen kann und das Spiel hat was dafür vorgesehen, wie zum Mhm. Beispiel, wenn man irgendwie nach Kurines schwimmt und Laras hat einen Dialog dafür. Oder ist das jetzt was das Spiel nicht vorgesehen hat und es geht kaputt dabei? Also das Spiel funktioniert trotzdem. Im Prinzip sollte es aber nicht so klappen. Das ist nicht so gedacht, aber es geht nicht kaputt. Du kannst das Spiel trotzdem durchspielen. Ich habe es ausprobiert. Achso, das mussten wir ja wieder schicken. Ja, Müssen wir wegen wieder, Hoch- wem schreiben wir das diesmal? Wieder Hochkönig oder? Ja, Hochkönig ist dran, Nein. richtig, also ja. Hochkönig. Ähm,
Ich überlege gerade, ob ich jetzt mal versuche, eine ernst gemeinte Antwort zu geben oder ob ich einfach von vornherein eine Scheiß-Antwort gebe. Das ist deine Entscheidung. Eine Gag-Antwort. Vergiss nicht eine 1:6 Chance, dass du sonst 500 Punkte verlierst, wenn du keine richtigen Sachen hast. Jeder von euch. 1:6, dass du. 500 Punkte verliert. Ach, weißt du. Also ich wollte zuerst eine Spaßantwort schreiben, aber dann dachte ich mir, ey komm, ich versuch's einfach mal mit dem Guess und mal gucken, ob das richtig ist. Weil so Ja. unwahrscheinlich ist es vielleicht Zumal gar ja echt an viel gedacht wurde, also von daher. Oder weil man das Spiel abschätzen kann, gewisserweise. Ja, weil man das Spiel abschätzen kann. Ich Mhm. glaube, Piano Rebels hat nicht darüber nachgedacht, dass man das machen kann. Ich glaube nicht, dass sie das so vorgesehen haben und dafür auch nichts Mhm. vorbereitet haben. Aber ich glaube, aus technischer Ebene könnte Mhm. es halt was passieren, was vielleicht naheliegend ist. Aber Mhm. weil es geht ja darum, was mit Garon passiert. So. Ja. Da gibt es jetzt Zumal ja eigentlich- Kapitel, Vergesst nicht noch zumal den ja zweiten Kapitel Teil der 2 bei Lord Antwort. Hagen ausgelöst wird. Ja. Und vergesst Gibt nicht noch noch einen zweiten Teil? zweite Frage. Beim Verlassen des Minentals, was da auch passiert, wenn du das Minental verlassen hast, was dann auch noch passiert. Hm? Danach. Da steht Ach doch, was so, passiert. ach so, Ja. ach so. So, das sind- ja, stimmt. Ich habe das Ach, es sind überlesen. zwei, okay, es sind Ja, zwei das Fragen. weil Ich dachte, überlesen. Ja, ich warte, dachte, warte. es passiert irgendwas mit Garond, wenn man Ja, das ja, okay. Minental verlassen hat. Okay. Mhm. Alle denken nur Ähm, an Garond. Ja, Ja, aber das die ist mag halt ja der niemand. Traum meiner schlaflosen Nächte. Ich finde es immer geil, wie man von Garond 300 Gold bekommt dafür, dass man einen Drachen getötet hat. Das ist richtig worth it. Ja, der hat. Das ist eine richtige Entlohnung für einen Drachentöter. Und Gorn kostet 1000. Tja, genau. Ja. Aber Garon kann ja auch nicht mehr durchfüttern. Er hat Gommes Ja, aber Rüstung Garond an, hat okay, auch wusste ich alles nicht. versucht. Also ich würde mal sagen, Charity hat gesagt, er hat Gommes Rüstung drin an. Also Leute, vergesst nicht, er hat euch den Tipp gegeben. Ja, schauen wir mal. Da bin ich jetzt echt gespannt, was da dann passiert und ob das schon mal irgendeiner getestet hat. Und also Man muss ja. Das ist ja. Ich baue schon mal eine Wahnsinn, Barriere ey. zu Hause bei mir jetzt auf, okay, Leute? Wahrscheinlich ist es was total Absurdes, ey. Ja, kriegt oder man was einfach komplett Banales. So. Ja, wahrscheinlich kriegt man einfach den Where's the Guru-Bug und das Spiel stürzt einfach ab oder sowas, keine Ahnung. Okay. Kann auch Ihr sein, habt, ja. ihr habt mir alle was geschickt und vielleicht sage ich das mal, die zweite Frage habt ihr alle gleich beantwortet. Ihr habt alle geschrieben, dass Kapitel 5 triggert. Das ist halt das, was man sich technisch herleiten kann. Genau, wie gesagt, wir werden eine Videoantwort danach haben. Also weiter, ja? Ja, und zu der ersten Frage gibt es ein paar sehr interessante, kreative Antwortmöglichkeiten. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach das Video an und danach kann ich ja mal erzählen, was man so geschrieben hat. Garond kannst du rein gar nichts sagen. Beim Verlassen des Minentals startet sofort Kapitel 5. Also den Teil habt ihr schon mal alle richtig. Aber Garond kannst du rein gar nichts sagen, hat mir niemand geschrieben. Aber Ich gut, verstehe die das Aussage vor allem gar nicht. werdet ihr gleich sehen, die Antwort werdet ihr gleich sehen. Was war das gemischte? Nee, Special war das, genau. Weil ich muss das Richtige abspielen. Also spielst du jetzt noch ein Video ab? Ja, werde ich jetzt abspielen eigentlich, wenn es gerade klappt. Sekunde. Es lädt gerade, es tut mir leid. Technische Probleme und so. Ja gut, dann ziehe ich Ja, kein eure Ding. Antwortmöglichkeiten mal vor. Also der Gothic-Guru hat geschrieben, Garond greift einen an. Jack hat geschrieben, dass Garond stirbt. Kurga hat geschrieben, dass Garond despawnt und als Leiche hinter dem Orkwall landet. Also da gibt es so eine Leichenhöhle, wo alle NPCs auftauchen, die so im Laufe von der Story Vorkapitel verschwinden. jeweils. Im Vorkapitel quasi da abgelegt werden. Also wenn man quasi Diego in Kapitel 2 Minental trifft und man kommt im 4. Kapitel aber ins Minental zurück, dann muss der Diego, der im 2. Kapitel da drin war, der despawnt dann quasi aus technischer Sicht und landet in dieser Leichenhöhle. Müsste mal gucken, liegt unter Bergkloster. Ja, und Ja, wir kennen das diese Schlucht da. Leichenhöhle. Okay, waren das jetzt alle Antworten oder fehlt noch eine? Wobei der sich, Nostal- wobei sich bei Garond ja nichts ändert.
Ja, ich dachte mir halt nur, okay, es gibt ja einen Garond aus Kapitel 2 und es gibt einen Garond in Kapitel 4 und es kann ja sein, dass der Garond aus Kapitel 2 halt vielleicht auch dann verschwindet oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Ach so, ja. Okay. Also und Xardas LP und der Nostalgiker haben geschrieben, dass die Dialoge ganz normal verlaufen, wie sonst auch bei der Drachenjagd. Also, das Video wird gerade von YouTube überprüft. Ich weiß nicht warum, das Special 500. Alles Aber ich klar. kann euch sagen, was das Ergebnis ist. Ganz einfach, du kannst ihm gar nicht, wenn du ihn ansprichst, gibt es nur Ende. Also es gibt nichts. Du kannst ihm nichts sagen, weil das Spiel die ganzen anderen If-Clauses nicht machen konnte. Und Das war der eine Video. Fangfrage. Ja, okay. Das Spiel geht, also das ist auch so ein Stück weit eine Fangfrage anscheinend, weil das Spiel einfach nicht davon ausgeht, dass du in Kapitel 1 mit Garond sprichst. Genau. Also Ja. es hat noch nicht mal was mit dem Drachentöten zu tun. Mhm. Auch wenn du so in Kapitel 1 bei Garond bist, kannst du ihm nichts sagen. Ja, der Gibt's halt Theorie einfach habe ich keine überlegt, Dialoge ganz kurz, für. ob ich es noch schlimmer mache, die Frage. Ich wollte machen, dass ich erst Söldner werde und dann da reingehe, weil dann redet er trotzdem mit einem und kann alles mit dir besprechen und Ach auch die so. Drachen. Ja, Und das krass. ist das Böse. Also, aber ich habe gesagt, nee, das ist schon schwer genug. Aber die zweite Mhm. Antwort was habt ihr die zweite Antwort? Alle Kapitel 5, habe ich verstanden. Kapitel Richtig? 5 startet, ja. Genau, das ist richtig, das hat jeder richtig. Also kriegt niemand die Strafe und jeder von euch kriegt jetzt die Hälfte der Punkte für diese Frage. Toll, Okay. dafür habe ich mein Ja. Schutzherz eingesetzt, verdammt. Ah, nee, das sind 500 Punkte. Nostalgiker. Das sind ja 500 Punkte sogar, stimmt. Das ist ja schon doppelt jetzt. Ja. Sehr gut, Leute. Also alle haben, Nostalgiker und ich hatten ja beide gesagt, dass der mal regulär das sagen kann. Ich habe da halt auch technisch gedacht, weil ich dachte, in dem Moment, wo du die Drachen tötest, triggert das irgendwie den Dialog, dass du sagen kannst, dass die tot sind. Aber das passiert halt erst, wenn die Kapitel im Prinzip passen auch noch. erst wenn du Ja, die Quest hast, die Drachenjagd und sowas, ja. Deswegen hast du ja nicht. Ja, Wahrscheinlich, genau. wenn du dann jetzt Ja. wieder, wenn du nach Korinth gehst, das Kapitel 5 ist getriggert und dann gehst du wieder zurück. Ich weiß gar nicht, hat er dann überhaupt noch was zu sagen? Nein, du bist ja noch immer noch kein Söldner und kein Nichts. Du bist ja nichts. Ja, stimmt. Du hast immer noch nichts. Stimmt. Du könntest aber Ja, du theoretisch bist- Söldner Bist ja werden. auch in an Kapitel die 5 Gilde oder gekoppelt, so. okay. Ach so, sogar so, okay. Na gut. Da müsste man noch mal bitte das Schutzerz-Symbol bei meinem Namen unten rauslöschen, weil das habe ich schon benutzt. Warum ist es nicht weg? Okay, Entschuldigung, da hab ich mich verklickt. Das passiert auch mal. So, Ich wollte nur sagen, nicht, dass man mir vorwirft, dass ich das dann zweimal einsetze oder so. Ich muss noch meine alte Frage nehmen, dass ich es einfach benutzen. So, Sekunde, wo bist du? Weil ich jetzt vorher benutzen müssen eigentlich. Oh Du hast nein. einfach noch viel Scheiße. Schutzgeld eingetrieben. Gut, okay, Okay, ist das egal, wird nicht merken wir- entfernt, ist ich egal. nutze es einfach Merken nicht wir es nochmal. einfach. Es ist gelb, also es wird als benutzt sowieso. Ist okay. Okay, also. Die Frage war, ich musste gerade ein bisschen Schutz aufbauen und so weiter und so fort. Wer hat jetzt die 500, die 1000er Frage gewählt nochmal? Gerade? Ich hatte die gewählt. Ah, Tim. Okay. Xardas, was möchtest du wählen? Ich gehe jetzt mal mit ein bisschen zur Entspannung mit Diego 200. Ohne Gutschein, ohne nix? Ja. Okay, rein. Wie viele Scavenger sind bei Nix Leiche? Scavenger? Wie viele Scavenger? Das ist auch Ja. eine Fanfrage. Ja, 0. Weil da Mallrats sind. Oder meinst Und? du vor der Höhle? Nein, In der Nähe sag vor der einfach. Höhle? Nein. Warte, nein, wirklich, das, was du denkst. Okay, na, bei der Leiche direkt sind keine Scavenger. Also 0. Du hast gesagt Moleratz, das ist richtig. Passt. Ey, so habe ich mir die 100er-Fragen eigentlich Ja. vorgestellt. Das ist ja auch eine 100er-Frage gewesen. Das war auch eine 100er-Frage. Hättest du lieber die gewählt, oder? Ja. Oh. Gut, wir machen weiter. Aber was hat das Dann- mit Diego jetzt zu tun? Weil das die Quest für den alten Lager anschließend ist, Next Leiche zu finden. Auch Ach eine so, ja, Quest. okay, also ganz weit gedacht. Ja, okay, ja, alles klar. Ja, ja. Okay, der Nostalgiker. Jawohl. Dann ziehe ich es jetzt durch. Wir machen Diego 1000 und ich nehme den Geldbeutel und den Erzbrocken. Oh, er ist schlau. Nimm noch jemand einen Gutschein von euch. Das war die Gutscheine jetzt. Sag nochmal. Was die Gutscheine sind, tragen die Ja. Geschwindigkeit ist auch auf eine andere Frage ausweichen. Aber So. können wir das jetzt auch machen? Den Trank der Geschwindigkeit, obwohl wir gar nicht dran sind? Nee, den kann man nur selbst. Ja. Okay. Nur Schutzerz könnt ihr nehmen, Genau. wenn ihr nicht dran Ja, okay. seid. Genau, Schutzerz. Ja, ihr könnt auch Lebers Geldbeutel nehmen, wenn ihr nicht dran seid, wenn ihr es riskiert, ja. Das ist kein Problem.
Also Jack, du könntest auch den Geldbeutel nehmen, du kriegst dann doppelte Punkte oder verlierst die Punkte von der Frage. Ah, nee. Mach Also einfach. ich will wahrscheinlich auch mal das Schutzerz nehmen. Okay, sicher? Okay, also fertig. Xardas und der Nostalgiker. Aber der Nostalgiker hat auch noch doppelte Punkte genommen, oder? War das Ja, richtig? ja. Okay. So, Items. So, Nostalgiker hat Wenn einmal ich die Frage schon wieder sehe. das hier und das hier. Und Und Xardas wer. auch. Ja, Xardas da Schutz. unten. Unten links. Okay. Okay, Gut. Finishing of Volles Diego. Pfund aufs Maul. Möge Innos eurer Seele gnädig sein. Wie Das viele sind ja schon wieder Schläge? 3 Fragen quasi. Wie viele Schläge braucht Diego in Gothic 1, in Kapitel 1, um einen Troll, Schattenläufer und Wolf zu töten? Also zusammengezählt. Nein, nicht zusammengezählt, jeden einzeln beantworten. Das habe ich dir vorhin so Ach gezeigt, so, die Frage. Ja. Einzeln? Ja. Wenn du 2 hast, kriegst du einfache Punkte. Wenn du 3 hast, kriegst du die ganzen Punkte Ach dafür. so, okay. Alles nicht gestumpft, oder? Nein, der Troll Natürlich ist nicht, das steht da ja gestumpft. nicht. Okay, Also, nee, also wollte nur sicher gehen. nicht die Summe von allen 3 zusammen, sondern einzeln wollt ihr das jetzt wissen quasi. Mhm. Ja, okay. Okay. Dann also beim Wolf, keine Ahnung. Wenn ihr sagt 3 Schläge, dann Wolf 3. Schattenläufer, wenn ihr sagt 18 Mhm. Schläge, Schattenläufer 18, sowas. Okay. Huiuiui. Schreibt, ihr müsst ja alle mir privat dann schreiben gleich. Ihr habt Ihr gehört. Was? Ich Ihr bin doch dran. jetzt. Wir machen Nee, doch Nee, immer, Hochkönig. immer, Es tut mir leid, so. Hochkönig. Ich bin dumm Ja. gerade. Entscheidet euch Deswegen mal. Reflex. So. Hm. Mach das Charity. Ich schätze gerne mit. Es muss auch genau sein, ist keine Schätzfrage, ne? Ja, doch, das ist 1 plus 2 minus 2 ist okay. Und bei einer der Sachen ist es sogar eine höhere Zahl, aber ich sag jetzt nicht bei was. Aber bei einer Sache plus 1, minus 1. Und bei dem Rest halt die größere Zahl im Prinzip. Plus minus. Aber nur weil die Zahl nicht klein ist, deswegen. Das ist eigentlich ein indirekter Tipp. Aber ja. Du redest dich schon wieder um Kopf und Kragen. Mhm. Hm. So, 3 Leute haben mir, nee, 4 Leute haben mir jetzt Antworten geschickt. Ja, ich bin noch am Überlegen. Bei ihm geht's um alles, ja, sozusagen. Ja, ja. Aber er kann auf den ersten Platz kommen damit. Das ist das Geile für ihn. Ich kann nicht einschätzen, wie stark der ist. Weil der schießt ja auch eher mit dem Bogen, ne? Mhm. Mhm. Aber leider geht's hier um Schläge. Ja. Ja, komm, versuchen. So. Okay. Also dann Hochkönig, lesen wir erstmal alle Antworten vor. Und danach starten wir. Moment, Ja, mein damit sich jeder Discord schön blamiert. spinnt gerade. Ist auch mal so eine halbe Cheat-Frage.
Ja, nein, eigentlich könntest du alle zu Diego locken, alle theoretisch. Und mal schauen, wie lange es dauert. Ja. Wer macht So, das? okay. Jetzt habe ich von. Ach, da seid ihr. Jetzt habe ich von jedem die Antwortmöglichkeiten bekommen. Der Nostalgiker sagt, dass er beim Wolf einen Schlag braucht, beim Schattenläufer 8 und beim Troll 25. Jack XP sagt beim Wolf 2, beim Schattenläufer 9 und beim Troll 100. Der Gothic-Guru sagt beim Wolf 2, beim Schattenläufer 12 und beim Troll 40. Kurga sagt beim Wolf einen Schlag, beim Schattenläufer 12 und beim Troll unendlich Schläge, denn er ist unbesiegbar. Und Xardas LP sagt beim Wolf 2, beim Schattenläufer 10 und beim Troll ebenfalls unendlich Schläge. Ihr seid also bei Wolf und Schattenläufer relativ dicht beieinander. Okay. Dann kommt jetzt das Video, Leute. Es ist auch möglich, dass ich diese Frage wieder gemacht habe. Ja, ganz Aber, zufällig. aber die ist nicht so unmöglich zu beantworten, habe ich das Gefühl. Du kannst ja auch alle dahin locken, auch ohne Cheaten theoretisch. Ja, ja. Ja. So. Wobei wir ja jetzt eh schon alles abgegeben haben. Es wurde jetzt im Chat auch geschrieben bezüglich Crits. Also ich weiß nicht, ob Diego critten kann und nur In damit Gothic Damage 1, macht. in weil Gothic 1 achso, das kommt drauf an, was es für Stats hat, aber er crittet halt nicht hier. Ja. Sagen wir es so. Es gibt Er halt hat keinen nicht- Mindestschaden in G1, das ist das Ding, deswegen ist es unendlich. Genau, alles gut, jetzt dann starten wir. Seid ihr im Stream drin? Ja. Ja. Ne? Okay. Digga, wie, Alter. Nicht genügend Stärke, mein Lord, stand da gerade eben. Hat er eine Feuermagie, Robert? Oh nein. Ach Alter. du die auch Scheiße, schon macht er gerade. wenig Damage. Ja. Lol, okay. Da hinten der Troll! Ja, der ist lustig, der Troll. Ja, der Troll ist ein Opfer, ja. Er kommt Jetzt da wie nicht viel auf beim die Troll? Stärke. Puh, ja, okay. Krass. Okay, ich glaube, wir haben alle an G2 gedacht, so nach dem Motto, ein Mistvieh weniger nach 3 Schlägen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, die hauen zweimal zu und dann ist durch. Also auf den Wolf bin ich jetzt mal echt gespannt. Mhm. Also die Schattenläufer sind echt heftig in Gothic 1. Oder Ein Diego ist einfach richtiger nur zu Lappen. wack. Ja, Theo ist einfach nur ein Lappen. Also sind 67. die in G2 von Stats echt Ui. schlechter? 67. Und der Wolf ja, ein okay. Hit. Ah, Okay, Ich gut. glaube schon 400 XP. One-Hit, okay. Wie Krass. viel war der Troll jetzt? Unendlich, weil er nicht 67. weil du zu wenig Schaden hast, mein Lord. werden die Punkte jetzt gedrittelt oder ist jetzt einfach falsch? Das können wir mit dem Hochkönig entscheiden. Dann entscheide So, mal. jetzt, boah, okay, jetzt wird's übel. Jetzt müssen wir das erstmal hier durchlaufen lassen. Also ich würde jetzt mal mit Kurga starten, weil ich das hier gerade offen habe. Kurga hat gesagt Wolf 1 und Troll unbesiegbar. Das beides stimmt, ja. Er kriegt die Hälfte Und- der Punkte auf jeden Fall dann schon mal. Ja, und Schattenläufer Glück. ist er weit bei weg. Ich würde sagen, da wir 1000 auch gar nicht wirklich dritteln können, ja, die Hälfte der Punkte, weil er ja das meiste gewusst hat, aber Ja. eben nicht alles. Ja, passt schon. Okay, wir müssen es aber merken, Also. weil das muss ich wegen dem Geldbeutel muss ich das danach alles reinmachen. Weil sonst ist das hier weg. Nostalgiker müssen wir gucken, was er kriegt. Okay, Nee, Nostalgiker hat nur eine Antwort, oder? Ja, ich habe nur eins richtig gehabt. Also Xardas LP hat auch eine Antwort richtig. Und Gothic Guru hat keine Antwort richtig. Jack XP hat auch keine Antwort richtig. Und der Nostalgiker hat eine Antwort richtig. So. Okay. Gut. Was machen wir wegen der einen Frage? Wenn man nur eins wusste, einfach nichts auch, im Prinzip, oder? Wäre jetzt ein bisschen fies, weil der Nostalgiker ja den Geldbeutel gesetzt hat. Und Ja, wenn es Ah, falsch ist, ist falsch. Also da müssen wir jetzt auch keine Rücksicht nehmen. ja gut, also dann beim Nostalgiker ändert sich nichts. mhm. Der
Gothic Guru verliert. Juhu! Jack Einen Gutschein XP musst du verliert. wählen. Welchen Gutschein willst du verlieren, Goffi Guru? Trank der Das mach ich. Geschwindigkeit. Ja, gut. Also, es ist vielleicht zu einfach. Okay, ja, alles gut, so. Nächstes Mal beim nächsten Quiz gibt es die Regel, dass man das nicht einfach so machen kann. So, weiter. Dann Jack XP verliert auch. Also, was möchtest du wählen? Auch wahrscheinlich Trank der Geschwindigkeit, oder? Hm? Was willst du jetzt Jo. verlieren? Das ist die Strafe. Eine Sache, einen Aber Job. was ich verlieren will. Macht Trank der Geschwindigkeit. Beim nächsten Quiz mache ich dann zufällig eine der Joker. Das ist viel lustiger dann. Das ist viel lustiger. Ja. Und Koga verliert nichts, weil er hat ja eh den Ding. Nee, war das nicht. Nee, Koga hat nichts gesetzt, der muss auch eins verlieren, okay. Oder? Nein. Er macht den. Kurga- Ja. Ah, der hat Den richtig, Trank weg. 500 Punkte. Richtig. Nein, alles gut. Also, Nee, du hast 500 Punkte, habe ich jetzt gerade nur nicht bedacht. So, weiter. Und Xardas LP hat auch eine Frage richtig beantwortet. Da würde ich sagen, da verändert sich genauso wie beim Nostalgiker nichts. Okay. Also dann. Fertig. Sehr schön. Okay. So. Also Nostalgiker, du bist all in gegangen, hast Poker gespielt und hast nichts verloren. Aber du hättest fast was gewonnen. Du hast eine Antwort gewusst, Ja. die viele gar nicht wussten sogar. Also nicht schlecht, so muss man sagen. Obwohl es einer der schwersten ist. Okay. Ihr habt aber auch viele Fragen dabei, die man wirklich nur beantworten kann, wenn man so Sachen neben dem normalen Durchspielen eigentlich so ausprobiert. Wenn andere Ich hab auch Leute viel von, wie reincheaten gesagt, oder eben hier mit dem Troll. Ich Ja. meine, man kommt in Gothic 1 nie dazu, dass Diego einen Schattenläufer und einen Wolf umbringt. Nur eben einen Troll. Ja, Und aber das sind alles so theoretisch. Sachen, die man Alles gut, nebenbei alles man. gut. Aber Alles es gut. ist mir nochmal so aufgefallen. Quiz. Ist auch Ja, eine ja. 500er-Frage. I mean, wenn du das da wirklich weißt, dann bist du halt krass und kriegst viele Punkte. Sozusagen. Ja. Fertig. So. So, jetzt der liebe Gothic-Guru. ich will jetzt nicht Spielverderber sein, aber habe ich nicht eigentlich gerade 500 Punkte bekommen? Ja, du bist kein Spielverderber, es tut mir leid. Ich muss da so viel gerade verändern, dass das ein bisschen manchmal untergeht, alles sowas. Also So, entspannt. jetzt. Hat Xardas nicht auch Punkte bekommen? Oder habt ihr. Nein, 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 ich hatte eins doch nur nur eins richtig, also richtig. passiert Achso, nichts. hast du nur eins richtig. Aber er hätte den Erz nicht setzen müssen dann. So, passt. Ja. Dann machen wir wieder ein bisschen entspannter. Dann mache ich mal. Gemischt 200. Ohne nix, richtig? Ja. So. Wie ist der Name des Orksknaben, der dem Held hilft, das Urumulo zu bauen? Ja. Ach Gott. Du Alex, ich glaube, du hast noch die Videoeinblendung vor Oh, dem. es tut mir leid. Oh mein Gott, vor dem sorry. Quiz. Dankeschön. Das kann mal passieren, so. Ja. Er heißt. Wo heißt er denn? Irgendwas mit T war es, oder? Komm, Bro, das weißt du. Ja. Das hätte ich sogar gewusst auch. Ja. Ja, irgendwas mit T. ist es. Brauchen Hilfe. Verletzt. Wieso waren meine 100er so schwer? Hättest du es gewusst, der Nostalgiker? Das hätte ich gewusst, ja. Oh Ich Mann. glaube, das wissen wieder alle, nur der Gefragte wieder nicht. Tat. Ich will Tarok sagen. Und es ist Tarok! Du hast recht. Nice. Ah, Guru, Glückwunsch. du holst auf. Ui. Ja, aufholen. Du bist schon fast beim Nostalgiker, ja? Aufholen. Fast. So. Ja, hast du ihm die Punkte gegeben? Ja, er hat Ja. die Punkte. Das sind nur 200. Das ist eine 200er-Frage gewesen. Wir Ach spielen, so. bis alle Fragen weg sind, oder? Dann gibt es noch die Bonusfrage. Wir gehen halt so lange durch, bis jemand gehen muss. Dann, sobald jemand gehen muss, machen wir schnell die alles nochmal durchstellen. Ganz kurz. Dann sind wir noch bis Bonusfragen. Mitternacht, ja, alles klar. Ja, es gibt noch sehr Ja, viele, das das hat ja ist, noch keiner genommen. Das ist vielleicht ein gutes. Knechtschaft. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, denn das jetzt wird leider meine letzte Frage sein. Dann muss ich mich unglücklicherweise verabschieden. Und die letzte Frage, die kommt an Jack. Also meine letzte Frage. Okay, also Ja, die letzte Bonus-Super, alles entscheidende Superfrage kommt nur, wenn ein Teilnehmer gehen muss.
Und das ist Also nicht nee, so. wenn er jetzt gehen muss, der Hochkönig, dann werde ich halt weiter moderieren. Das ist ja klar. Ich wusste Ah, ja ja. auch nicht, wie lange wir Ja, Zeit haben. okay. Also alles gut. Weiter. Die Quizmaster gehen stiften. Mach gemischt 800. Gemischt 800. Okay. Ja, Was wird alles gebraucht, um die Armee der Finsternisrune herzustellen? Hey, jetzt lasst mich die doch Oh, es vorlesen. tut mir leid. Oh mein Gott, ich bin dumm. Also, was wird alles gebraucht, um die Armee der Finsternisrune herzustellen? ist die Frage dadurch jetzt leichter? Ja, natürlich, weil ich sie gelesen habe. Ja, würde Ich ich auch bilde mir sagen. ein, erstmal die Spruchrolle Armee der Finsternis, man braucht ja immer die Spruchrolle. Und ich glaube, Knochen eines Skeletts, beim Skelett normalerweise, beim normalen Skelett braucht man Knochen eines Skeletts, aber bei der Armee, oh Gott. Ich glaube auch Knochen, aber ob es noch was dazu gab, ob man noch mehr brauchte. Das Was wäre ja gibt's ein oder so? bisschen arm, ne? Hm? Das wäre ein bisschen arm, oder? Wenn du Ja, sagst, eben. beim Skelett Eben. beschwören brauche ich einen Knochen, bei Armee der Finsternis auch einen Knochen. Ja, eben. Gott, warte mal, ein Skelettschädel gab es halt sowas im Original. Ich bilde mir eine schwarze Perle brauchte man noch mit dazu. Mhm. Schwarze Perle. Die Spruchrolle natürlich. Und beim Knochen bin ich mir gerade nicht sicher. Könnte man direkt Schädel einsammeln? Ich bilde mir jetzt. Es gibt Wenn ich immer noch wüsste- Sachen, die du bei jeder Runde sowieso immer benutzen musst. Das sollst du auch nicht vergessen. Ja, die Grundlagen, ne? Mhm. Ja, den Runenstein. Mhm. Den Runenstein. Die Spruchrolle. Die schwarze Perle. Oder war das nur die schwarze Perle? Noch nie mal Knochen. Und vergiss nicht, die Hand ins Feuer ist keine gute Idee. Was? Die Hand ins Feuer ist keine gute Idee, habe ich nur gesagt. Kann das jetzt irgendwas helfen? Das ist ein Tipp, ja. Ein sehr guter sogar. Das ist ein Tipp. Das ist wirklich ein guter Tipp, ja. Ins Feuer. In den Kommentaren, da braucht man so viel. Ja, ich Da meine, wir brauchst du sind, schon wir das- dürfen ja nachschauen, ist ja nicht unsere Ah, das- Frage. Schon krass, ja. Hat das Feuer, was ist das denn für ein Tipp? Feuer. Ja, Feuer. Ich habe gesagt, Schwefel. Hand ins Feuer. Nimm wirklich das mit Hand ins Feuer. Das ist mein Tipp. Du tust doch nicht mit deiner Hand ins Feuer gehen, oder? Nee. Und stell dir die Animation vom Runentisch vor. Also mehr kann ich dir nicht geben als Tipp jetzt gerade. Ja, mit der Zange. Zange, ja, klar, die Zange. Die Zange, den Runenstein, die Spruchrolle Armee der Finsternis. Schwarze Perle bilde ich mir ein und Knochen des Skeletts noch dazu. Da bin ich mir Okay. nicht sicher bei dem Knochen. Ist das die. Okay. So. Also. Herz eines Steingolems. Ja, das ist auch ein dummes, ich weiß, das ist richtig dumm. Aber wenn man sagt, also wie gesagt, das ist ein Runenstein. Ach nee, warte mal, das ist ja Hochkönig vorlesen. Lieber Hochkönig. Ja. Also, du brauchst, um eine Armee der Finsternisrune herzustellen, natürlich den Runentisch und die Fähigkeit, die Rune herzustellen, aber ich denke, das ist obsolet, das sollte eigentlich da sein. Mhm. Die Zange hast du genannt, den Runenstein hast du genannt, die Spruchrolle, Armee der Finsternis hast du ebenfalls genannt, den Knochen eines Skeletts und die schwarze Perle, auch das hast du genannt. Mhm. Und dann braucht man eben noch Herz eines Steingolems und Herz eines Dämons. Oh. Also ist eine ziemlich heftige Rune, wenn man sich das mal so vorstellt. Aber das mit den Herzen, das ist mir neu. Also vor allem das Dämonenherz macht ja vielleicht Sinn, aber das Steingolemherz. Das habe ich auch nie verstanden. Random Ja. wäre drin. Das ist wirklich random, Mhm. ey. Ja, also manchmal ergeben die Runenzutaten ja wirklich viel Sinn. Also bei Monsterschrumpfen ist es ja zum Beispiel so, ich hoffe, die Frage kommt nicht, dass du Trollhauer brauchst und einen Goblinknochen. Also ein ganz kleines Geschöpf und ein sehr großes Geschöpf.
macht bei Monsterschrumpfen ja irgendwie schon Sinn. Ja. Mhm. Ja. Stimmt. Aber hier Herz eines Steingolems finde ich auch merkwürdig. Bei den Ja. Feuerzaubern ist es ja auch oft Pech und Schwefel und so. Mhm. Passt auch. Genau. Oder Kohle, irgendwie Also- sowas. Also ich würde sagen, die Hälfte der Punkte, oder, lieber Hochkönig? Ich denke, das ist vertretbar Ja. in Anbetracht dieser Frage, weil die Sache ist die, wir haben hier sehr komplexe Fragen mit quasi mehreren Antwortmöglichkeiten. Also mehreren Sachen, Mhm. die man nennen muss. Und wenn dann eine Sache fehlt und so, ist das immer noch was anderes, als wenn ich gezielt eine Frage stelle und die weiß jemand nicht. Ja. Ja? Also die Okay. Aussage, komplexe Fragen finde ich maßlos untertrieben, Alter. Welche Stufe hast du das? Turbo-Komplex. Okay. Okay, so. Ich weiß Also. nur, bei der Armenia Finsternis weiß ich nur noch, wie die sich bei mir mit in die Stadt teleportiert haben und dann den ganzen Hafen kurz und klein gelegt haben. Und womit? Mit Recht. Was, mit Ich Recht? habe aus Versehen Arceus Hof vernichtet, weil ich ein Skelett vergessen habe, wegzumachen, bevor ich in den Hof gelaufen bin. Schon wieder so ein Mystery. Ja. Aber es gab ein Level Up damals bei dem Event. Also alles gut im Stream, das war sehr gut. Okay. Okay, mein lieber Hochkönig. Ich gebe dir jetzt erstmal das Schlusswort, weil du ja gleich gehst. Ich danke dir, dass du dabei warst und wir hören uns auf jeden Fall und bis demnächst. Ja, vielen Dank, Alex. War mir eine Ehre und eine Freude, hier heute mitzumoderieren. Ich würde auch wirklich gerne jetzt noch weitermachen. Ist eigentlich eine richtig lustige Runde hier und eine coole Truppe, die du da eingeladen hast. Mhm. Aber geht leider jetzt wirklich nicht. Ansonsten euch Fünfen sei nur gesagt, den Rest des Weges werdet ihr allein hinter euch bringen. Und jetzt verzieh dich wieder. Ziehen ordentlich ein. Mach's Also, gut. macht es gut Ja, mach's gut, und Hochkönig. dem Ciao. Ziel entgegen. Sehr, sehr gut. So. Also, gut. Der liebe Jack hat's geschafft. Also, Tim, du bist wieder dran. Gut, dann nehme ich jetzt mal die letzte einfache vermeintliche Frage, Magier 200. Vermeintlich. Welche Möglichkeiten gibt es in Gothic 2, je nach des Rahmen dem Kloster beizutreten? Welche? Okay, nicht wie viele, sondern welche. Okay. Also die erste Möglichkeit, 1000 Goldstücke und ein Schaf beschaffen. Und die zweite Möglichkeit ist, über diese Statuette von Daron quasi reinzukommen, dass der quasi über den Ring des Wassers Weg quasi geht, mehr oder weniger, um es verkürzt zu machen. Richtig. Da bist du komplett richtig. Ja. Das Kleid ist so random, Alter. Ich wollte gerade sagen, hä? Ich Ey, habe gerade gesagt, ey, du Man musst doch kann eine ein Frau gar Bürgerinnenkleid nicht finden, geben. also alles gut, ja. Aber wer macht denn diese Bilder? Das habe ich einfach random gemacht. Es gibt random ein paar Sachen. Es gibt auch noch richtig lustige Sachen. Waren Bonusfragen. Aber Wie gesagt, wir gucken Man mal, muss wie auch wir schon durchkriegen. sagen, in Ja. dem Kleid hat der namenlose Held einen hübschen Arsch. Seht ihr, das sind die Dinge, die wichtig sind hier. Das Darauf sind die trinke ich. wichtigen Dinge. Das sind die wichtigen Dinge. Okay. Schaut jetzt das Schaf hin. Weil du gesagt hast, das kann man finden. Das sieht ja Das wirklich kann so man aus, als ob finden, das das Schaf mit- da hinguckt. Kann man das Ja. Schaf echt finden? Wieso Na, finden? das Schaf nicht. Ah, okay, ich dachte grad. Nein, es ging um das Kleid. Um das Kleid. So. Okay. Ist es mit bei Matthäus Truhe drin oder was? Es gibt irgendein Kleid von irgendwelchen Bürgerinnen gibt's da drin in der Truhe. Normal verkauft man es halt immer zum Beispiel. Boah, stellt euch vor, wie geil das wäre, wenn man ein Schaf irgendwo auf der Insel finden könnte und das dann bis zum Kloster führen könnte. Das wäre Ja, richtig irgendwo. krass eigentlich. Beim schwarzen Troll irgendwo da oben. Und dann fällt er das den wär Berg so herunter geil, jedes Mal. Das wäre so geil, wenn das gehen würde, ey. Dann könnte man sich das Geld Ja. bei Onas Hof eigentlich sparen. So, das wäre ziemlich cool eigentlich. Das ist teuer, Novize zu werden. Wobei reich das zu Schaf werden. ja nicht teuer ist. Das kostet doch bloß 100, oder? Ja, aber gerade am Anfang des Spiels hat man jetzt vielleicht nicht so ultra viel Geld. Und es sind 1100 insgesamt. Aber dann. ich glaube, ja, dann hast du halt 100 gespart. Ich glaube, ein Anfänger könnte schon 100 Gold abhaben, wenn er irgendwas nicht mehr getötet kriegt und so. Ich glaube schon, dass das geht. Ehrlich gesagt. Hm. Okay. Nee, ich meinte vor allem halt den Hinblick auf die Möglichkeiten, die das Spiel bietet. So, dass du kannst halt das Schaf kaufen, du kannst aber auch dir die Qual machen, das Schaf über die halbe Insel zu führen, wenn du irgendwo eins findest. So. Richtig. Okay. Das waren 200 Punkte, ne? Richtig. Ich habe jetzt nur nicht versehentlich nicht drauf gedrückt. So. So wirst du So. verarscht hier.
Sehr Weil ihm schön. immer die Punkte vorenthalten will. Aber irgendwie nur bei Tim oder so, weil allen anderen Echt so, immer ey, ich muss da echt drauf achten hier. Aber egal, alles gut, wir haben jeden Punkt von dir bis jetzt reingekriegt. Kein Problem. So, okay. Xardas, was möchtest du wählen? Vergiss nicht, ihr habt auch noch die Tränke, aber ihr könnt auch ja. danach einfach die Bonusfragen beantworten, wenn ihr keine Tränke nutzen wollt. Alles gut. Ja. Ich würde jetzt mal. Diego war ja schon ganz gut, also ich nehme jetzt mal Held 800. Vielleicht ist der auch gut. Also, Xardas mit Gucci, Ja, das so. Bild hat sich schon gelohnt. Ja. Wie viel Gold hast du, wenn du in Gothic 2 Kapitel 1 Xardas komplettes Inventar an den Händler verkaufst? In der Nacht Und des ich auch Sklaven. schon aber. wieder. Und das ist wieder plus minus 200, oder? Ja, plus minus 200. Und ich Inklusive kann euch seiner noch Rüstung oder ohne? mit seiner Rüstung natürlich. Aber die Sache ist die, es ist nicht viel. Ich sag nur, es sind nicht viele Items. Das ist mein Tipp an dich. Nicht viele Items. Ja. Bild ist so bodenlos, Alter. Ey, es ist cool, es hat sich gelohnt, habt ihr doch gesagt. Das Bild. Ja, ist schon cool, stimmt schon. Ja, es wird auf jeden Fall nicht viel sein. Also die Rüstung, keine Ahnung, was die im Verkauf kostet, aber das wird jetzt auch nicht allzu viel sein. Dann hat er vielleicht einen Schlaf dabei, aber eigentlich auch nur, wenn man ihn angegriffen hat. Also dürfte er den regulär auch nicht dabei haben. Ja, ich sage jetzt einfach mal 300. So, Mehr dann, nicht. dann schauen wir mal nach. Videoantwort, so. Am Ende sind es 26. Du wirst gleich sehen, was es ist. Du wirst gleich sehen, was es ist. Ich glaube, es wird dich aber wundern, oder alle. Hat immer ein leeres Inventar. Ich glaube, es wird euch wundern. Bin ich ehrlich, ich glaube, es wird euch wundern. Und er hat ein Das ganz Video ist schon mal vollgemaltes an. Inventar. Video ist jetzt an. Wahrscheinlich kriegst du 1000 raus oder so, keine Ahnung. Seid ihr schon mal Und ready? Ich warum- stell's jetzt an. So. Warum eine Jetzt. Xardas-Frage beim Helden ist. Weil wenn da steht Special oder nicht? Nee, war Held. Ah, der 400 Xardas. gerade. Ja, Held, aber der hat ja mit Xardas immer sehr viel zu tun. Dauerhaft im Ach Prinzip so, na eigentlich. gut, okay. Ich muss So. ja auch immer gucken, welche Fragen. Ich kann nicht unendlich Fragen ausdenken in kürzester Zeit manchmal, wenn es dann war. So, also, wir starten dann. Er kann fliegen. Es ist nur die Robe, Digga. Ah ja, Die Robe okay, dabei. nur die Robe, ja. Und 15.000 dürfte dann schon ein bisschen mehr sein. Ja, das ist das. Ich weiß, das ist sehr teuer. Aber egal, wir warten jetzt kurz, dass du siehst, wie viel die Zahl ist. Vielleicht bist du ja bei minus plus 200. Und alles teurer geworden. Da ist es nur ein kleiner Trost. Glaube ich nicht. Ich erinnere mich, glaube ich, dass es größer war sogar. Ja, geil, bei mir. Ja, hat ich er glaube, wieder durch 12 oder durch 15 ist Ja. irgendwie der Wert. 2250 war es. Ja, ja. Das ist halt auch so eine Frage, kannst halt gefühlt einfach nie wissen, ey. Hm. Krass. Ja, alles gut. Aber es war eine Schätzfrage, die man sich hätte ein bisschen überleben können. Ich meine, wenn man einmal der Rockefeller oder irgendwas war, oder der Itemfeller, einer von denen hat es ja, Xardas Robe, hat man es vielleicht mal gesehen, so ein bisschen. Ja, aber das verkauft man halt meistens nicht. Das ist halt der Ja. Punkt. Ja, man weiß nur, dass es viel weniger wert ist immer beim Verkaufen. Das ist immer das Einzige. Ja. Okay. Gar kein Problem. Also, lieber Nostalgiker, es sind sehr schöne Fragen noch übrig. Du bist dran. Machen wir mal Geschichte 1000. Also, Guru und Jack, ihr habt noch Gutscheine. Also, Joker, wollt ihr noch was machen? Was gab's für Joker? Was machten die? Das Schutzerz ist dafür da, dass du keine Punkte verlierst. Also keine Strafe kriegst dort, meine ich. Und dein Geldbeutel, du kriegst, wenn du es richtig beantwortest, die doppelten Punkte, wenn falsch, verlierst du die Punkte von der Frage. Der Punkte verlieren ist doof. Ist recht, wenn man machen, auf wir, Platz ist bei dir. machen wir das mit der Strafe da. Mach einfach mal rein. Du kannst es auch kombinieren, by the way. Nee. Okay. Also sonst niemand? Also sonst nicht, Guru? Du willst nicht? Alles gut, nein. Oh, er ist sehr zuversichtlich auf jeden Fall. Oder er denkt sowieso, dass er schon auf die Fresse bekommen hat und keine Lust mehr hat. So, okay, also, Jack, du willst Schutzgeld. Bam. Ja. Aber ich bezahle das Okay. jetzt nicht jeden Tag. Wer weiß, in welcher Reihenfolge, also Schöpfungsgeschichte, in welcher Reihenfolge, das wüsste ich auch nicht. In welcher Reihenfolge erschienen die Götter laut Lehren der Götter zweiter Band? Und was war jeweils der Aspekt, den diese als erstes mitbrachten? Wie und weshalb entstand Belia als Mensch, was geschah mit ihm und warum? Strafe. Bei falscher Antwort werdet ihr von Belia bestraft und was seht ihr in der Antwort?
Das schreiben wir jetzt dir, ne? Ja. Na, können wir hochknie schreiben. Ihr könnt ihm schreiben. Leitet aber das tut's weiter. nicht. Der freut sich. Der Hochkönig hat cool, gesagt, ja. das ist richtig. Er hat's gesagt, das ist richtig, sagt ihr dann alle. Mit einer Verzögerung von 2 Stunden. Ja, du müsst mal 2 Stunden warten, geht nicht anders. Hm. Das habe ich nicht gewusst und ja. Ich finde die da laut. Lehrerin der Götter, wer liest denn sich sowas durch? Keine Ahnung, das war die Frage von Sekunde. Das sind die Genießer-Roleplayer, die sich sowas durchlesen. Wahrscheinlich. Das ist von Käsehandel Inc. Lore-Seeker. gewesen. Ja, Das war aber von Käsehandel bei Inc. Gothic geht's ja mal noch mit die Bücher. Ich würde jetzt bei Skyrim sagen, da liest keiner die Bücher komplett durch. Ja, oh, Skyrim gibt auch Quiz mit so Leute, die 10.000 Büchern. Was war jeweils der Aspekt, den diese als erstes mit sich brachten? Boah, das ist aber auch echt eine spezifische Frage, ey. Ich weiß noch nicht mal, ob ich mit der Antwort das beantworten könnte sofort. Wie viele Fragen stecken jetzt eigentlich in dieser einen Frage drin? 3. Welcher Reihenfolge? Das Der ist, Aspekt? Und wie und weshalb? wie gesagt, die Bonusfragen waren, 15 sind super einfach von den Bonusfragen, deswegen, wir könnt ja immer noch bei den 800er Fragen dieses Mal noch den Gutschein benutzen für eine Bonusfrage nehmen. Vergesst das nicht. Vorher, bevor die Frage natürlich gestellt wird. Ich wirklich dem Hochknie schreiben. Hier. So, was Weil das noch offen hatte. Anstand, Belias, Mensch. Boah, das ist so eine Frage, da muss man sich echt einfach alles aus den Fingern saugen, was man so irgendwie weiß. So, Also die Also- Frage hätte nicht mal ich jemals gestellt. Das ist wirklich eine harte Frage, finde ich. Was war die letzte? Belias Mensch. Puh. Ich habe es noch nie gehört. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Also. Und weshalb entstand Belias Mensch? Schande über euch. Nicht Spaß. Wie könnt ihr das nicht wissen, oder? Guck mal kurz weg, damit ich auch nochmal weiß, nicht Spaß. Oh Mann. Das Ding ist, ich musste damals beim Gothic Roleplay, musste ich diese ganzen Ingame-Bücher tatsächlich auswendig lernen. Ah. Alter, Und was? Ich versuche mir das irgendwie noch zusammenzudichten, wie das war. Das ist jetzt aber auch schon wieder 5, 6, 7 Jahre her oder so. Da habe ich so ein Feuermagier-RP gespielt und da musste ich diese ganzen Lehren der Götter und was es alles für Schriften gab, das musste ich alles auswendig lernen. Gedichte lernen 2.0. Kann man mal machen. Also echt, warum habt ihr nicht Warte, heute warte. für die Klassenarbeit Ja, gelernt, welchen Leute? Aspekt? Was sollen wir jetzt schreiben, wenn wir das gar nicht wissen? Dann kriegt ihr nur die Das- Strafe. Ich krieg keine Strafe, ich habe ja hier jemanden Ja, angerufen. okay. Bestimmt im Arsch, Joker. wie es so schön heißt. Dann chillst Oh, du, Gott. dann schaukelst du deine Eier einfach, wenn du nichts hast. Eine Antwort habe ich schon mal. Ich glaube, aus dem Kopf weiß ich sogar, dass die ziemlich richtig aussieht. Aber sehen wir mal. Ich weiß es erst, wenn ich da aufgedeckt habe, ob es wirklich richtig ist. Keine Ahnung. Ist ganz wilder Guess ins Blaue. Hier 3 Antworten habe ich jetzt schon. Also fehlt theoretisch noch eine und dann, weil der Jack macht ja nichts. Dieses Mal. So. Oh doch, hat er. Ja, aber Ja, gut. Sonst noch was? Jemand? keine Ahnung. Der Nostalgiker fehlt noch, glaube ich, Ja, bei ich, mir. ich bin gerade noch am Tippen. Ah, okay, passt. Ich überlege mir irgendeine schöne Antwort, keine Ahnung. Schreibt Überlegst jetzt das du, was ganze sich gut Buch anhört? nach.
Damit er wenigstens keine Minuspunkte kriegt, da muss er sich was überlegen. Ja, das ist wie früher im Matheunterricht. So irgendwas hinschreiben und dann kriegst du zumindest noch Teilpunkte. Ja, genau, das dann keine Strafe. Das ist ja auch ganz gut eigentlich. Ich meine, beim ersten kann man ja raten, die Reihenfolge. Ja, ein bisschen, ne? Gut. Okay, ihr seid ready. Sehr schön. Also, wir decken auf. Digga, dieser Roman, Alter. Das ist So. Prüfungswissen, Leute. Minos erschien zuerst auf der Welt und erschuf die Sonden, als sein eigenes Licht so stark war, als das Leben darin existieren konnte. Enos teilte sich darauf und schuf Belia, welche die Nacht brachte, was Menschenleben ermöglichte. Enos teilte sich abermals und schuf Adanos. Also die Reihenfolge haben, ich muss mal gucken, So ob jeder viel. Ja, Die nein, ist immer, Zeitigkeit, okay. Sekunde, ich guck mal jetzt nach, wer das erstmal richtig hat, damit ich schon mal eine Teilfrage. Enos. Warte, Discord, Antwort bearbeiten. Ach so, also Jack hat's falsch schon mal. Scheiße, er hat schon gelesen, ne Mist. Nostalgiker hat es auch falsch. Warte, ich gucke mal nach, ob es Nostalgiker. Ja, doch, leider. Tim hat, warte. Tim hat die erste Teilantwort richtig. Ich habe bei Adanos halt auch nur eine Sache geschrieben, deswegen. Enos schenkt Licht und Belia die Nacht. Ja, aber es geht ja um den ersten Aspekt. Das ist jetzt halt auch auslegbar, ob das jetzt bei Innos zum Beispiel Sonne oder Licht sein soll oder Das ist Leben. für mich fein, das aber ist ja für mich fein. Also ich würde mal sagen, der liebe Kurga kriegt auf jeden Fall die Hälfte der Punkte. Ali, Jay. Mehr Du kann ich bist? mir hier nicht auf, Alter. Also, Gothic Guru, du? Hä? Ja, du hast auch, du kriegst auch die Hälfte der Punkte, würde ich sagen, Guru. Geil, Alter. Sehr gut. Und Hilft noch Xardas, warte. Ich wollte schon sagen, mich hast du noch gar nicht. Auch die Hälfte. Also Xardas, du hast auch die Ja. Hälfte. Sehr nice. Nice. Und also, und wer hatte jetzt, Jake, du hattest nichts, oder? Ja. Also nicht richtig, meine ich. Alles gut, darum ging's. Also, aber dieses Mal hast du das Erz schlecht eingesetzt. Hättest du diesmal das Erz nicht eingesetzt, hättest du 250 Punkte bekommen. Da du die Strafe nicht kriegst, kriegst du keine Punkte jetzt. Weil Enos beschützt dich vor dieser Strafe, du bekommst plus 250 Punkte durchs Enos Segen. Strafe ist Punkte kriegen. Das ist aber keine Strafe. Also, Da die Strafe war ja vorher, dass Belia dich bestraft hat. Dann hatte ich Enos Ja, gerettet, okay. ja. Das ist einfach das ist nur, nett. das ist ein cooler Nebeneffekt, ja, so ein bisschen, ja. Was hast du jetzt bei den Aspekten gelten lassen? Einfach die Schlagwörter oder das erste Schlagwort oder? Grobe, glaube ich, oder? Ich habe, glaube ich, auch nur Licht geschrieben. Ich habe so grob Das das bei so Enos gelassen. jetzt- Deswegen 2 von 3, weil es Genau. nicht zu 100% alles war, weil noch im letzten Teil Ich immer habe gefehlt hat. tatsächlich bei Adanos Vielfalt geschrieben, aber es steht ja Vielseitigkeit da. Ich habe bei Adanos Ja. nur Wissen geschrieben. Ja, wie Oh, auch. Ja, Wissen Nostalgiker! wollte ich noch, aber ich Oh wusste, mein dass Gott, es nicht der erste schade. Aspekt ist. Schade, Nostalgiker. Aber was gut am Nostalgiker ist, er kriegt 250 Punkte. Ja. Trotzdem. Das ist die Strafe, Punkte zu kriegen. Und den So. anderen, also den zweiten Part hatte jetzt niemand richtig, oder was? Nee, das hatte leider niemand richtig. So, jetzt muss ich jedem noch Punkte Den geben. dritten? Was mit dem Aber- dritten? Es waren immer nur 2 von 3 bei den meisten, das war das Problem. Eine wurde immer Okay. falsch. Ah. Okay, jetzt mache ich nochmal die Punkte. So, 5. Das ist aber schon, also ich finde es schon echt cool, dass so viele von euch trotzdem so viel wissen. Das ist schon krass. Ja, Wissen ist halt, es ist auch viel geraten, glaube ich. Also. Kommt drauf an, wer viel getweetet hat. Ja gut, das kann Ja, bei das- den Büchern ist es jetzt ja tatsächlich mal. Das ohne ist eine Cheat. Frage, die man wissen kann, wenn man sich das Ja. auch gründlich mal durchgelesen hat. Das stimmt schon. Das ist keine, die du durch Cheats quasi wissen kannst. Okay, gerade war wer dran? Jack oder Guru? Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher gerade. Wer war von ich euch gerade fand- dran? Ich glaube, ich habe das gewählt gerade, oder? Ja, Wirklich? ja, Okay, du hast eine schwere Ja, Frage ja. gewählt. Okay. Dann okay, deswegen habe ich es nicht erwartet. So. Also, lieber Guru, was möchtest du jetzt wählen? Ja, denn ich habe hier noch ein bisschen was am Start. Dann nehme ich mal den Held 1000 und ich setze mein Erz ein. Okay. Jack, willst du dein Geldbeutel, also Lebers Geldbeutel setzen?
Da verliere ich ja Punkte. Wenn du es verkackst. Also, wenn du eine Ja, Antwort mindestens richtig hast, verlierst du ja bei keine den Punkte. Fragen? Den Fragen. Es geht um Helden. Vorhin ging es beim Helden um Xardas, weil er mit ihm viel zu tun hat. Um wen geht es jetzt um Urschlag? Wahrscheinlich, ja. welche Stats hat der eine Orkkrieger hinten links in der Orkstadt? Speer Nummer 43. Der eine mit der Narbe, der eine, nein, noch besser. Der eine mit der Narbe an der linken Arschbacke. Ja. Wie viel Stufe hat Urschlag und wie viel Leben verliert er, wenn man, weiß ich nicht, mit ihm die Schläfe angreift? Junge, ey. Alles gut. Keine Ahnung, mach einfach. Okay, dann machen wir jetzt nur das Schutzerz von Guru, richtig? War das Schutzerz von Guru. Oh boy. Ich sehe schon. Irgendwie Ah, schon wieder so eine leer. Charaktersache. Of course. Also, kann welche das Unterschiede in Publikum den fragen. Charaktersheets von Gothic 2 und Gothic 2 die Nacht des Raben bestehen bei den Punkten Magiekreise, Taschendiebstahl und Stufe? Oh, schon wieder so eine Classic-Kacke. Was sind die Unterschiede? Im Prinzip müsst ihr einmal in die Nacht des Raben das reinpacken und einmal in Gothic 2, wo diese Sachen drin sind. Also die richtig zuordnen. Charakterprofil, Attribute, Rüstung, Schuss, Talente. Ihr müsst es in eine dieser Dinger richtig zuordnen. Dann habt ihr Das Punkte. ändert sich? Yep, leider. Diese Frage ist auch von dem PG Charmant oder wie der heißt. Der PG Liebe. Charmant? Ja. Na warte, der kriegt eins auf den Deckel, das sag ich dir. Ja, aber auf volle Kanne. Hey, ich check die Frage. Was ändert sich? Sorry. Wo die liegen, wo diese Punkte Die 3 liegen. Punkte. Wo liegt die Stufe in Gothic 2 und dann in der Nacht des Raben? Wo in der Taschendiebstahl? Und wo die Magiekreise? Ach so, ich dachte, du willst wissen, was jetzt im Charakterprofil, welche Sachen drinstehen, was im Attributebereich, was. Aber nur, Nein, nur also diese, nur die nur drei. diese. Ach, Okay, nur die drei, so. okay, alles klar, gut. Okay. Ja, das ist okay. Das klingt nicht ganz so schlimm mehr, wie man muss jetzt alles auflisten. Es ist trotzdem Obwohl, schlimm. jetzt erweitert sich die Frage plötzlich. Das Spaß. Nein. Das war doch nur ein Witz. Nur für dich, weil du die höchsten Punkte hast. Charakter. So. Kreise bei den Also die sind Punkten. einfach unterschiedlich angeordnet, diese 3 Ja. Dinger. Ja. Okay. Ja, okay. Aber ich schätze, sowas wie die Stufe ist ja dann trotzdem nicht bei Talente. Die wird ja trotzdem noch beim Profil sein, aber irgendwo anders halt an einer Ja, anderen genau. Stelle. Einfach so beschreiben wie möglich so, und dann werden die Punkte noch verteilt. Ach so. Nein, ich verteile die Punkte dann. Wer wie viel kriegt dafür? Also man muss jetzt nicht einfach nur schreiben, dass zum Beispiel Taschendiebstahl als Beispiel jetzt bei Talente drin ist, sondern man muss schreiben, an welcher Position das da drin steht. Nein, oder das wie? mit der Position ist. Bei den Sachen, die im Prinzip im selben Reiter sind, musst du die Position wissen. Also die werde ich ja nicht verraten. Okay. Aber es sind Ja. manche Sachen, die sind immer an der gleichen Stelle im Prinzip so. Davon auch. Und manche halt nicht. Also du willst jetzt wissen, zum Beispiel Stufe ist an welcher Position im Bereich Charakterprofil. Nein, nur wenn es im selben Bereich ist, richtig. Und ob das so ist oder nicht, darf ich dir nicht sagen. Dann. Vielleicht ist es ja auch in Attribute oder so und dann musst du das halt im Prinzip Okay. Also einfach ich nur verstehe sagen. die Frage ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen, keine Ahnung. Also na gut, okay, warte mal, wie soll ich Ich es mal ein bisschen überleg auch erklären? Nee, pass auf, du musst, also ja, es ist quasi, glaube ich, also so verstehe ich es zumindest, wenn du jetzt quasi, ja, Magiekreise, wenn jetzt 2 Sachen in einem Segment sind, wie jetzt Talente, Attribute oder Rüstungsschutz, dann musst du quasi bei denen die genaue Position da reinschreiben, bei dem anderen nicht. Genau, zum Da Beispiel brauchst du Schutz mit vor dem Drachenfeuer ist ungefähren- ja immer unten links. Zum Beispiel. Warum das, ich weiß nicht, ob Drachenfeuer oder Feuer ist, egal. Und wenn jetzt bei einer anderen Version Schutz vor Drachenfeuer, sagen wir mal, oben bei Rüstungsschutz steht, dann müsst ihr sagen, ja, das ist oben. Und nicht mehr unten. Also 3. oder 4. Stelle, wie auch immer. Ja, okay. Aber nur dann. Und Okay. aber wenn es immer an derselben Stelle ist, dann habt ihr im Prinzip einen Free-Punkt schon fast. Und das gibt's auch hier in der Frage. Ich glaube, von uns hat keiner einen Free-Punkt, weil wir Classic gefühlt nie gespielt haben, außer 1, 2 Mal. Also, und dann die Stats noch miteinander zu vergleichen. Also eine Sache, glaube ich, könnte jeder beantworten, egal was er gespielt Das Ding hat, ist, weil es ich hab- einfach realistisch ist. Ich habe damals mit Classic angefangen, weil es auch noch das Rahmen noch nicht gab. Ich auch Aber- damals. Darauf habe ich nie geachtet, was da der Unterschied ist. Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden. Mal gucken. Also. Glaube ich Ja, auch das nicht ist auch richtig. okay. So hinzuschreiben passt auch. Wenn ihr so hinschreibt, ist auch okay.
Das ist kein Soweit ich Problem. das in den Ding. Ja, Wenn es richtig ist, dann ist es richtig. Easy. Easy, sagt er, ey. Nein, easy ist das nicht. Also, Nee. Aber die Lösung weiß auf jeden Fall. Hm. Die Lösung weiß ich ja nur wegen, weil ich das halt gemacht habe oder so. Alles. Naja, ich schätze mal, wir raten jetzt einfach alle wieder. Aber ich glaube, der Tim hat nicht viel geraten. Das sieht sehr gut aus bisher, glaube ich. Mhm. Aber sollen wir dann jetzt wirklich sagen, an welcher Position bei Talente zum Beispiel das jeweilige Nein, Ding du sagst steht? zum Beispiel unter oder über dem und das reicht schon dann im Prinzip. Und das Ach ist okay. so. Und, weiter unten oder weiter oben. Aber wenn der Reiter das an sich sowieso nicht hat, dann ist es eh immer richtig, egal wo es in der Position ist. Wenn das nur eins drin hat im Prinzip. Also auf die Lösung bin ich jetzt gespannt. Vor allem, ich Fragen? denke mir gerade so, dann gefühlt, dass dann die Stufe einfach bei Talente oder bei Attribute drin steht, so vollkommen bescheuert halt einfach als Unterschied. Was soll es sonst sein? Naja. Ach so, jetzt macht mein Bot Werbung für duales Studium wegen dem Gothic-Quiz, glaube ich. Hm. Ja, also hier brauchst du wirklich ein duales Studium, wenn du hier alles richtig haben willst. Ja. Also einer hat mir noch bei Discord witzigerweise geschrieben, dass eine Frage es auch sein könnte, schreibe ein Essay mit 1000 Worten zu den Sternkonstellationen, welche Ereignisse in Gothic 2 damit zusammenhängen und interpretiere dein liebstes Buch. Und noch, nein, der hat auch noch Nein. was vergessen, was zu erwähnen. Da war noch in der Frage, an dem Tag, wo das Auge Innos entweiht wird. Das hat er vergessen dazu zu schreiben. Mit genauem Datum. Ja. Oh, ja. Und welche Unterhose hatte der namenlose Held zu diesem Tag an? Das ist ja einfach, das wird seine Standardbraune gewesen sein. Jetzt frag dich mal, warum. Hast du den namenlosen Held jemals auf Toilette gesehen? Als er sie gekauft hat. Ja, im war Remake ist sie- es wahrscheinlich möglich, wenn es da jetzt diese Toilette da gibt. Nekuyo hat geschrieben, als er sie gekauft hat, war sie aber noch weiß. Das ist auch in der Quizfrage inbegriffen, okay. Naja. Crazy, du hat auch eine crazy Antwort. Braun und gelb. Ich habe jetzt schon 3 Antworten. Ja, einfach irgendwas geschrieben, also Kauderwelsch. Okay, so dann habe ich jetzt. Wie viele Antworten habe ich jetzt? Immer noch 3, okay. Nee, ich habe 4 sogar jetzt. Und jetzt habe ich 5. Okay, ich habe 5. So, dann müssen wir mal rein in die Olga, würde ich sagen. So. Dann müssen wir auf Reveal erstmal. Wenn es mal funktioniert. Warum funktioniert das jetzt? Ach so, das ist ja anders hier eingestellt. So. Muss ich gerade kurz gucken, was das Original ist. Ach was. Lol, okay, krass. Also das ist jetzt, warte mal, gehen wir mal zu dem anderen? Also was ist jetzt das Das ist, Normal? glaub Das ich, muss ich Gott, jetzt kurz das ist, glaub ich- nachschauen. Das muss ich ganz kurz nachschauen. Ich glaube, das ist Gothic. Ja, ich guck's Ich kurz dachte, das nach. Rahmen Also hier, glaub es ich. wird das Beste Ja. sein gerade, wenn ich kurz nachschaue. Weil die Das Dateien ist habe ich ja nach das benannt, Rahmen. aber das Problem ist jetzt, dass die hier nicht benannt sind. Oder ist es hier irgendwo? Nee, steht nicht drauf. Das habe ich hier nicht draufgeschrieben. So. Aber ich schätze mal, das wird nach des Rahmen hier sein. Okay, dass Magie da bei Charakterprofil ist, wusste ich jetzt irgendwie nicht so ganz, war mir nicht so geläufig, aber gut. Ah, Ja, das Chartsheet. ist- Also, ich zeige euch jetzt, was Los. Ding ist. Das ist die Nacht des Raben hier. Das ist nach Das des ist die Nacht Rahmen? des Raben. Sicher? Bist du dir sicher? Außer er hat also es ich in die würd, Datei falsch geschrieben. Ich müsste es aber jetzt überprüfen. Kann jemand ganz kurz ins Game gucken? Weil also ich habe das so bin mir geschickt zu bekommen. Ich habe nicht geguckt. deswegen. 99% sicher, dass das Normal sein muss. Weil in Wait Nacht a des second. Raben stand nie Magie bei Talente drüben. Das war Ich immer beim Charakter. Fahre kurz mal Gothic 2 nach. Genau, startet ganz kurz. Das wäre jetzt ganz gut, weil ich habe jetzt einfach nur das kopiert. Es kann ja auch sein, dass, wie gesagt, die Person das verwechselt hat. Das ist, wie gesagt, das ist ja auch okay. Kann mal passieren. Es lädt. Gleich kommt Leider Mark, kann ich wer ist der Guru? Und dann sagt er hier im Chat, hier bei uns im Discord.
geladen. Also, da will ich jetzt meine Hand verwetten, dass das Normal sein muss. Nein, das ist ja kein Problem. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Ich will es nur nicht falsch sagen. Also, Gothic Beruhigen 2, Sie die sich. Nacht des Raben. Das, was wir jetzt gerade sehen, ist Gothic 2 Classic. Dankeschön. Das Sehr gut, hätte dann ich wissen wir nämlich auch Bescheid. gesagt. Okay. So. Hm. Ja. Okay, fangen wir alles jetzt mit dem falsch. Gothic Guru an. Stufe Charakterprofil rechts oben. Ich habe jetzt leider, glaube ich, nicht verglichen. Deswegen. Ich glaube, das habe ich dann auch ein bisschen verpeilt. Stufe Charakterprofil rechts oben. Wäre bei der Nacht des Raben. Oder? Ja. Ja, genau. Also meine Antwort war Stufe im Charakterprofil rechts oben, Magiekreis unter der Stufe und der Taschendiebstahl in den Talenten irgendwo mittig. Dann sage ich einfach, dass du keine Punkte verlierst, würde ich mal sagen, oder? Weil du hast ja im Prinzip nur. Ich verliere eh keine Punkte, weil ich meinen Erz gesetzt habe. Also ist jetzt eh egal. Passt. Sehr gut. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt zum nächsten. Jack. Stufe bei beiden an zweiter Stelle. Das ist die erste oder zweite Nein. Stelle unter Gildenlos ist ja das erste. Wird das mitgezählt? Ja, natürlich wird Das das war die mitgezählt. Frage nochmal, Digga. Das ist okay. Taschendiebstahl bei Talent, ja gut, das hast du. Das heißt, du verlierst auch keine Punkte, also kriegst keine Strafe. Klaas, was? Taschendiebstahl bei Talente ganz unten, Klaas. Ah, Magie hast du noch geschrieben, warte. Kreis bei Charakterprofil. An vorletzter Stelle bei Klassik. Was? Ich blicke hier nicht mehr durch, ehrlich gesagt. Ich versuche durchzublicken auch bei der nicht. Antwort gerade, ja. Vorletzter, nee, ist aber auch nicht richtig. Also, du verlierst einfach keine Punkte. Okay, nächster. Du Nostalgiker. verlierst einfach keine Punkte. Du Ja. brauchst gar nicht gucken. Nein, alles Alles gut, ja. Ey, ist doch gut, ist doch gut. Oder wenn du besser als Ja, fair okay. Punkte Einfach so ein verlierst. Stempel abgearbeitet. ja, so Alter, ungefähr. 13 Uhr, Feierabend. So, der Nostalgiker. Charakterprofil, Stufe, gleiche Stelle. Nein. Talente. Es ist wirklich schwer, diese Sachen zu vergleichen, so weil jede Beschreibung ist ja auch anders, so ein bisschen. Magiekreise. Ich habe die Magiekreise dahin gesetzt, wo sie in Gothic 1 sind. Unter Taschendiebstahl. Ich glaube, also da ist so auf der rechten Seite bei Gothic 1 auf jeden Fall die Kreise. Wunder schaffen. Oh Mann, das ist schade. Taschendiebstahl unter Schmieden. Nee. In keinem Teil, oder? Nein. Nee. Ah, okay, was War ist überhaupt die gedacht. Strafe? Müssen wir gleich gucken. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Wir gucken gleich, was die Strafe war nochmal. So, Stufe steht bei Talente als 1. Oder als 0, je nachdem, was für eine Stufe man halt ist. Oder was meinst du mit als 1? Meinst du oben oder was? Als erstes. Ach Bei so, wem als ist das? erstes Bei mir soll es oder heißen. was? Klar, das bin ich gerade. Was Ja, bei dir? nee, Ja, das ist schon mal falsch. ja, Magiekreise darunter. Bei irgendeinem ist es wesentlich bei irgendeinem richtig. Warte. Magiekreise drunter ist einmal richtig, okay. Und Taschendiebstahl. Also ja, ganz du könntest unten. natürlich Stufe bei der Ansicht auch in der ersten Zeile sehen. Das steht halt eben rechts. Mhm. Du hast wie Weißt du viel von? letztlich, Du hast als 3 wie man von die 6 Antwort Antworten? formuliert. Du hast 3 von 6 Antworten eigentlich, theoretisch, oder? Aber das steht halt. Ja doch. 6 Antworten? Es wurden doch nur 2 Sachen gefragt. Nein, also im Vergleich. Nein, alles gut. Alles gut, es sind 3 Das sind so Sachen. versteckte Unglaublich. Fragen in den 2 Fragen. Also du hast aber 2 richtig. Also Okay. dann kriegst du die Ja, Hälfte der wahrscheinlich Punkte. meintest du er meinte mit den 6 Sachen jetzt, dass das 3 Dinge, die man Unterschiede Ja. nennen sollte und Ja. da halt beide jeweils irgendwie aufzählen doppelt, dann hast du halt 6. Keine Ahnung. Genau, okay, aber du verlierst auch einfach keine Punkte, okay. So. Okay. Okay, Tim. Was war eigentlich die Frage nochmal? Ich weiß schon gar nicht mehr, was die Frage war, ehrlich gesagt. Die Frage ist crazy. Also die Frage war ja im Prinzip, was ist im Vergleich vom Gothic 2 zu Gothic 2 DDR? Im Prinzip, wo liegen die Sachen genau? Diese 3 Sachen, die da aufgezählt sind. Ah, deswegen 6 Antworten. Ich habe halt Ja. nur 3 geschrieben, weil ich davon ausgegangen bin, dass du nur das für Wenn du alle den 3 Rahmen richtig hast, geschrieben kriegst du die Hälfte Punkte. Also schauen wir mal. Ich hab auch Um nur welchen 3 Teil geht's bei geschrieben, dir, Tim? hast. Nacht des Raben. Okay, die Nacht des Raben. Welches war das? Warte. Raben. So. Das ist hier Classic. Ja, genau. So, ich wollte nur kurz Genau, gucken. das ist Raben, Nacht ja. des Raben. So, okay. Also Stufe vor Magiekreise. Stufe vor Magie ist richtig? Talente, Taschendiebstahl? Richtig? Taschendiebstahl Das ist bei richtig. Talente. Volle Genau. Punkte für Kurge. Wieso volle Punkte? Ich hab doch nur die Hälfte. Die Hälfte. Tut mir leid.
Das ist ja 1000 mit volle Punkte 500. Entschuldigung, das meinte ich damit. Aber dann guck doch Das bitte schon. nochmal, okay, Ja. da muss ich jetzt mal Einspruch hier erleben. Guck Ja. doch bitte nochmal in meine Antwort kurz rein. Kann ich gern machen. Ich mache aber kurz das schon. Damit ich nicht Ich wieder noch die vergesse. 1000 ist gar kein Problem hier, aber So, der Gothic Guru kriegt 1000 abgezogen. Ja, ganz einfach. Komm, das muss man ja auch mal durch. Ja. Ja, von mir aus. So. Äh, Also, wer hat jetzt gefragt? Guru. Du hast ja. gefragt. Weil ich habe ja auch nur die Hälfte der Antwort quasi. Für welchen abgegeben, Teil weil ich ist auch es nur der gedacht NDR? habe. Okay, wir gucken nochmal den NDR durch für dich. Das war, warte, das hier. Nee. Das war das hier, genau. Okay. Schauen wir. Charakterprofil rechts oben, Magiekreis. Ist nicht rechts oben. Oder bin ich jetzt wieder nicht bei der Nacht des Raben? Korrigier mich, wenn. Nein, ich habe doch geschrieben, Stufe ist im Charakterprofil rechts oben. Darunter Ah. Magiekreis unter der Stufe. Okay. Gut, Stufe, Charakterprofil. Rechts Und Taschendiebstahl oben. in Talenten irgendwo mittig. Magiekreis unter der Stufe. Ja, passt alles. Richtig, Taschendiebstahl mittig. also Und die Talent Verteilung ist ist- auch 500 Punkte. Die Punkteverteilung ist super. Lass uns Okay, 500 feilschen. Punkte, ja. 500 Punkte. Okay, du hast recht, Guru, danke dir. Vergiss nicht, ich muss jede Frage irgendwie durchlesen, wie auch immer sie formuliert wurde. Das ist halt auch ein bisschen nervig. Wenn so eine Frage da ist, zumindest. Ich blick's leider nicht mehr, schreibt Crazy Du. Wir haben ja zum Glück nur noch eine Tausender oder zwei 800er. Ja, danach kommen ja noch die Easy-Fragen von den Bonusfragen. Dann könnt ihr alle noch mal rein in die Olga, ja? Sozusagen. Mhm. Okay, alles gut, so. Okay. So, wer war jetzt dran gewesen? Es ist immer bei diesen Tausender-Fragen immer so ein bisschen verwirrend, wer da dran war. Ich glaube, ich hatte die Frage gestellt jetzt. Okay, dann bist du dran, Jack. Was soll ich dazu wählen? Was, ich? Wieso? Nach Guru bist du. mach- Weil ich gerade dran war. Ach so. Mach mal Diego 800. Diego 800 soll es sein. Geht bestimmt um Torus. Nein, was passiert mit Diego in Gothic 2? Sollte er im Widerstand sterben? Was wissen Im eigentlich normalen viele? Gothic 2 oder nach des Beides! Das Es ist- ist dasselbe bei beidem. Das war eine 800er Frage, oder? Also ist nur für Ja, das den heißt, wir Check. müssen nicht antworten. Ich will ihm meinen, ich habe das schon mal ausprobiert. Der müsste trotzdem ganz normal da sein in der Stadt. Okay, weiter. Und was noch? Du musst ja Hier sagen, was. noch. Ja, die Frage ist, was passiert mit Diego? In Gothic 2 sollte er Minental sterben. Ja, Also die Antwort, Dann- dass er in der Stadt ist für mich eigentlich befriedigend, wenn es Ja. sich nur um Ja, Diego geht. hätte ich jetzt nämlich auch ich meine, gesagt. was soll mit dir noch passieren? Alles gut, einfach nur, dass er noch was gesagt Da liegt durch ihn nicht. Im Prinzip, Dass er einen das hat anderen Cora Dialog vorhin noch schon hat mal und fertig. gesagt. Genau, Nee, anderen das wäre Dialog. okay, aber Nö. fein, wir haben ja gesagt, das Nö. ist okay. Okay, Also ich würde sagen, Diego ist in Korin, ist am Leben und erzählt dir, ich hatte Glück gehabt, ich bin gestolpert und hingefallen, die dachten wohl, ich bin tot. Hättest aber nicht mein Inventar leer müssen. Ey, das ist ja krass, Alter. Aber nein, das musst du nicht so beantworten. Würdest du in etwa sagen können, dass er sich gewundert hat, das hat gereicht. Es ging nur darum. Aber jetzt kommt noch das Video kurz. Geil, Alter. Was denn? ich wusste, dass er wieder. Wusste ich, Ich dass hab er das auspro- sagt, ey. Ich habe Ja, also ausprobiert, ich wusste, dass er schon einfach mal- da auftaucht wieder. Ja, dass er wieder da ist, aber den Dialog haben wir noch nie gehört. Das Sekunde, muss ich ich muss mir mal mal gucken, wo die notieren. so Das das ist ist. was für ein Video. Oh Das mein ist Gott. ja mega. Wieder was Neues gelernt über Gothic, das wusste ich nicht. Ja. So. Das war lustigerweise eine Frage von mir. So, eine Sekunde. Ich muss jetzt ganz kurz das Video anklicken und sie hoffen, dass sie es nicht wieder in Bearbeitung machen. Ja. So, das war die, wievielte? Das war 400er doch. So. Diego 400. Okay, dauert eine Sekunde. Ich war in den Bauch gerammt. Ich bin gestolpert. Ja, wirst du gleich Ach lustig. hier, Das ich ist die Antwort sehe lustig. es auch im Mundgesänge, Quatsch, im Almanach, ja. Auch ein bisschen anders formuliert, aber ja. Wir werden ja gleich sehen, genau wie es formuliert war. Du Vielleicht hast ist einen er- Almanach offen? Ist ja schlimm. Aha. Aha. Jetzt Da im wissen wir Nachhinein. Betrug! Hätte ich jetzt auch gesagt, im Nachhinein, eigentlich hatte ich das die ganze Zeit nicht. So, Sekunde, es dauert jetzt ganz kurz. YouTube gibt es gerade noch frei. Dauert ein paar Sekunden, es tut mir leid. Ja, hoffentlich klappt es diesmal auch. Ja. Es sollte klappen, da steht 3 Minuten, dann soll es da sein. Das ist ja cool, Alter. Können ja in der Zeit schon mal weitermachen, oder? Ja, stimmt, die Antwort können wir uns danach ansehen, da habt ihr recht, das ist eine gute Idee. Also, du hast gesagt, dass, ja, du hast alles richtig gesagt, also, ja. 800 für dich. Jo, So. Dankeschön. Okay, dann nehme ich jetzt Ja. Magier 1000, um es
jetzt richtig reinzuscheißen. Also Jack, willst du noch deinen Geldbeutel usen? Okay. Kannst du aber auch bei den Bonusfragen benutzen. Also entscheide Sogar dich. als Magier 1000. It's Also over Jack, willst du es 9000. hier einsetzen oder willst du später lieber in eine Bonusfrage einsetzen? Die sind sehr leicht. die Was, worum Bonusfragen. ging's jetzt? Ja, wir machen die Tausender-Frage Magier jetzt. Ja, mach den Bonus da. Gut jetzt. Ich werde schon alles verlieren. So, also mache ich Bei jetzt mal den Fragen. Wemers Geld verleihen. So, Jack. So, wie kannst du Brutus entlarven? Nenne alle Möglichkeiten. Bei bei falscher Antwort verlierst du die Hälfte der hier zu verdienenden Punkte. Also minus 500 halt, weil es schon in Late Game ist jetzt. Wie kannst du Brutus entlaufen? Wir haben gar nicht die Strafe gemacht von der letzten Frage, ne? Das war die Strafe von der letzten Frage. Einer von euch, wer hatte noch eine Strafe gehabt für die letzte Frage? Ich. Wer jetzt freiwillig Ja sagt. Nein, ist okay, wenn du es sagst, ist okay. Dann machen wir es Ich bin ein fairer Spieler. Okay. Blau. Was war die Strafe, Zumindest müssen wir auch, gleich oder? angucken. Ich habe keine Ahnung. Schreibt Weiß erstmal auch rein, nicht danach mehr. kann ich nochmal nachsehen. Dann ist es kein Problem, das kriege ich hin. Das ist nicht ein Problem. Strafen im Nachhinein hinzufügen geht. Das Video ist Ich verstehe fertig. die Ich wollte Frage das ehrlich Video noch gesagt kurz nicht. gucken, bevor wir dann die Laufen, Frage. wie was entlaufen. Ach, Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich wollte sagen, Was Brutus mit was ist das jetzt suchen da oder was meinst du? Wo Normalerweise- einfach nur, wie kann man ihn entlarven? Da sind auch noch ein Bild und ein Feuermagier drauf. Also mehr Tipps kann ich nicht geben für eine Tausender-Frage. Hä, aber Brutus ist doch der Typ in der Burg. Richtig. Und das ist das Einzige, was ich jetzt noch dazu sagen kann. So, Rätseln, das laut sagen und ja. Müssen wir dem Hochkönig wieder schreiben. Sollen wir noch kurz als Chillout noch den Dialog mit Diego angucken, bevor wir weitermachen? Mhm. Okay, machen wir so. Also Leute, seid ihr im Stream? Also ja doch, im Stream, richtig? Ja. Ja. Dann starte ich jetzt. Meine Meinung will ja keiner hören. Jetzt guck doch nicht so blöd aus der Wäsche. Du dachtest wohl, es hätte mich erwischt, was? Ich war ziemlich lange bewusstlos. Sag mir das schon. Aber wie du siehst, lebe ich noch. Das Wichtigste ist, dass wir beide jetzt hier sind. Du musst mir helfen. Ich weiß gar Und nicht, das war's warum schon. ich so aufgeregt Die hat sich eine ganz... Nachdem ich ihn abgestochen habe, sagte er, dass er nur bewusstlos war und so. Hm. Weil vorher haben wir ihn noch schön hier abgestochen. So. Und da habe ich herausgefunden, dass Diego nicht mit einem redet, wenn man Frauenkleid anhat. Er sagt, das ist gar nicht deine Kleidung und sowas, sagt er auch. Das ist richtig komisch. So. Okay, jetzt könnt ihr ja weiter überlegen und Antworten schreiben. Das ist zumindest die letzte Frage-Antwort, wo alle drauf müssen, sozusagen. Danach kommen nur noch einzelne Sachen. Ich glaube, das habe ich bis jetzt auch bei jedem Podcast tatsächlich erwähnt. Das, was hier die Antwort eigentlich ist. Oh. Jack, ich kann dir schon mal sagen, leider nur fast. Also ich fürchte, ich habe die Frage total missverstanden. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie die gemeint ist. Ich guck mal nach. Ja, also sagen wir es so. Da steht alle Möglichkeiten. Es gibt noch eine Möglichkeit. Du hast jetzt einen davon zumindest geschrieben bis jetzt. Ich kann dir nur sagen, das ist richtig. Also, weil es ja Alle sowieso richtig ist Möglichkeiten. schon mal. Aber noch eine, es gibt halt, also ich kann auch sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Nur zwei. Okay. Ah.
Nostalgiker, wenn du noch das obere genauer schreibst, dann hast du es vielleicht sogar noch richtig. Wer? Der Nostalgiker. Also, wenn du noch ein bisschen das oben besser beschreibst, weil da fehlt noch eigentlich das Wichtigste an der Antwort noch, Ach dann so. hast du einen Teil davon richtig, dann hättest du die Hälfte richtig im Prinzip. Es hat auf jeden Fall mit dieser Sache zu tun, die du da oben erwähnt hattest. Gutes Raten, Tim, aber wirst du gleich sehen. Habe ich auch ein Video dazu. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Ich habe keinen Plan, Mann. Das habe ich in jedem Podcast erzählt. Aber das sowas zu merken, wenn man so viel redet bei meinem Podcast, ist das Ding der Unmöglichkeit schon fast. Wie kannst du das noch wagen, im Podcast nicht so viel zu reden? Keine Ahnung, du doch auch, mein Freund. Lust mit dem Gefasel. Haben die noch nie gesagt in den Podcasts bei mir. So, niemand. Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also Aber gut, vielleicht wir haben genau- ja gerade noch Zeit, weil der Hochkönig vorhin gesagt hat, dass der Schattenläufer in G1 stärker ist. Also tatsächlich, die Stats sind alle schlechter, aber das liegt halt am Balancing. Der einzige Unterschied ist, dass man 400 Erfahrungspunkte kriegt in G1 und in G2 nur 300. Okay. Aber von Stats her ist in G2 stärker. Also ich würde vielleicht noch mal kurz hinweisen, so ich würde in 5 Minuten mich dann auch verabschieden, deswegen vielleicht schaffen wir noch die letzte Frage danach noch. Gut, dann machen wir mit dem Rest weiter, würde ich Ja. einfach nur sagen, so, weil damit wir die Fragen noch durchkriegen, weil die Bonusfragen werden wir nicht in einer Sekunde durchkriegen, so viel wie das ist. Aber ich danke dir auf jeden Fall schon mal jetzt und machen wir jetzt erstmal die und die nächste Frage und dann verabschieden wir uns von dir. Dann bist du der erste Gewinner heute sozusagen. Wahrscheinlich. Okay. Wenn jetzt Jax nicht komplett richtig kriegt und doppelte Punkte kriegt, meine ich jetzt. Das wäre funny, räumt komplett ab. Das wäre lustig, dann gehen wir so, oh doch, Jack hat die erste Runde gemacht. So, oh nein. So. Worauf warten wir jetzt eigentlich noch? Ich weiß es Schauen nicht. gerade, wer noch fehlt. Sekunde. Ah, jetzt habe ich die letzte Antwort. Sehr gut. Gut. Wir haben die letzte Antwort. So, die ist eine Videoantwort. Aber gut, ich kann es auch mal kurz hier sagen, aber dann mache ich dir das Video an. Du kannst ihn ab Kapitel 5 ansprechen als Magier wegen der Quest. Mit dem Almanach. Deswegen habe ich gesagt, dass Jack nur fast das richtig hatte. Leider. Und viele von euch haben auch noch geschrieben, vorher umhauen. Ich sag mal so, ich weiß gar nicht, wenn man ihn umhaut, hat er wirklich das Almanach immer dabei, wenn man ihn umhaut oder nicht? Oder nur wenn er, oder Vielleicht- nur als Magier, nur wenn man Magier spielt. Ja, wenn man Magier spielt, kriegt man ja die Quest mit den Genau, mit genau, dem, das ist richtig. mit dem magischen Brief so. Also wenn du Aber eine ich andere mein, Gilde spielst, ja. gibt's das glaube ich nicht. Doch, das gibt's. Oder? Also hier gibt's noch die andere, sobald du das Tor zur Burg im Minental geöffnet hast, sprichst du ihn an und er erzählt dir, oh, gut, dass du das Tor geöffnet hast, egal welche Gilde du bist. Ah, okay. Okay, Ja. gut, keine Ahnung, wusste ich nicht. Genau, das ist ja kein Problem, aber es geht darum, kann man denn wirklich ihn einfach nur umhauen und die Sachen in ihm denn das Almanach abnehmen? Oder ist das, und wenn, dann nur als Magier vielleicht wahrscheinlich? Weil das habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Ich wüsste es auch nicht. Also dann ich könnte habe das generell mit Kapitel 4 verwechselt, weil ich habe das mit der Fleischwanzen-Quest in Verbindung gebracht, dass man erst diese Quest da löst und Mhm. dann ihn fragen kann, ob es ihm gut geht. Aber dass das erst in Kapitel 5 ist, wo man Mhm. explizit nochmal ins Minental gehen muss, ist auch interessant. Leider. Das fand ich auch damals komisch. Das habe ich nur rausgeguckt, weil ich so eine Scheiße ausprobiert habe. So, was war das denn? Das war Aber Special demnach, Edition. wenn wir geschrieben haben mit zum Beispiel Pyrokas Brief, den kriegst du ja am Anfang und im 5. Kapitel steht es halt dann drin, müsste ja dann auch valide sein. Nur ich habe Mhm. ich habe zum Beispiel das Kapitel nicht erwähnt. So, Sekunde, ich muss jetzt kurz gucken nach der Datei, weil. Okay, also Ja, ja. erstmal, wir gucken jetzt erstmal so beim Gothic Guru. Bestechen, bedrohen ist leider falsch. Ja, keine Ahnung. Das ist ja nicht schlimm. Das ist Fun hier. Fun-Veranstaltung Doch, und so finde ich weiter und so schlimm, fort. dass du das nicht wusstest, Carlo. Friendship Unverkleidet. over. Das wird auch überprüft, das Special 500. Aber gut, das sind die zwei Antworten. Ich werde die aber nachher in einem Video einfügen, was ich dann hochlade in YouTube. Dann könnt ihr das noch ansehen. So, also Jack.
in Kapitel 4 ansprechen, deswegen habe ich gesagt, ein bisschen nachdenken, also nochmal nachdenken, aber in Kapitel 4 ansprechen ist falsch im 5. Und dann wäre es aber richtig mit geht's dir gut. Und er wird so wie alle anderen zum Besuchenden und so weiter. Das ist schon richtig. Im Prinzip, der Rest. Das ist ein Ich Teil. weiß das Kapitel auch nicht mehr richtig. ganz genau. Also ich sag mal so, ich weiß nicht. Ziehe ich dir nur 250 Punkte ab oder ziehe ich dir trotzdem die vollen ab? Das ist halt die Frage jetzt dafür. Zweite vorher umhauen und das Buch im Inventar sehen. Und das weiß ich halt nicht, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Aber in Kapitel 4 wäre das noch nicht, aber in Kapitel 5 könnte es sein. Was sagt ihr, stimmen wir ab? Soll er nur 250 Stimmen wir Punkte ab. verlieren oder 500 dafür? Lass uns Bro, crashen. du bist doch der Quizmaster hier, Alter. Ja, aber das wäre unfair zu entscheiden. Das wäre. Entscheide du jetzt einfach. musst das jetzt Also, Okay, du entscheiden. verlierst bist 250 Ja. Punkte nur. Das ist gut. Du verlierst Dankeschön. 250 Punkte, so. Das Gut. ist ein halbes Das ist Game der of Standardpreis, Thrones den hier, jeder Alter. zahlt. So. Gut, Tim. Man entlarvt Brutus, indem er ihn fragt, geht es dir gut? Wenn der sagt, ja gut, du hast es richtig. Du hast gesagt, er wird zum Suchenden. Und der typische Sequenz startet der. Man findet die Leiche im Mintal und er hat den alle Business dabei. Weiß ich nicht, aber du verlierst keine Punkte. Cool. Und das Kapitel hast du nicht gewusst. Hättest du das gewusst, hättest du noch Nee. auch die Hälfte bekommen. Das ist aber okay. Fein? So, der Nostalgiker. Der Hohe Rat des Feuers erzählt dir von einem merkwürdigen Verhalten eines Milizsoldaten. Und dann direkt angreifen. Er hat damit die Quest mit erwähnt. Bei dir ist auch nur 250 Punkte, würde ich sagen, Nostalgiker. Immerhin. So, Xardas. Man weiß durch Pyrokas Brief unter anderem, dass er besessen ist. Erst muss er einen Fleischwanzenquest lösen, danach kann man ihn fragen, ob es ihm Ja, gut das geht. zweite kannst du ignorieren, das ist falsch. Also Okay, das zweite dann, ist wie gesagt falsch, das ist ja Kapitel 4. okay, gut, dann verlierst du keine Punkte, aber die Strafe was war die Strafe? Die 250 Punkte verliert ja eigentlich nur Jack, weil die Strafe müssen wir ja gucken, was das war. Was war die Strafe davon? Oh, stand die da? Ah, das war sogar so, Genau. genau dasselbe. Das heißt, du hast mit dem Gutschein, den du verbrauchst, im Prinzip nichts daran geändert, Jack, bei dir. Das sind 250 minus 250 minus, okay. Knack noch mein Hirn heute. So, du. So, okay. Also, lieber Tim. Nee, wer ist jetzt dran? Wer ist eigentlich jetzt dran grundsätzlich? Aber wohl, der Tim Ah, geht das doch wär jetzt danach. Tim, willst du die als letzte Frage noch beantworten? Nee, aber ich habe ja die Tausender gerade gewählt, aber ich kann die gerne vorlesen, so zum Abschluss. Ja, quasi, genau, das bevor ich wäre gehe. schön. Und die Ja, Frage okay, dann wäre lese ja, ich wie die gesagt, vor. an Ding gewesen. Ja. An Xardas, genau, so. Ja, Okay. genau. Wenn es okay ist für dich, Xardas, wenn er es vorliest, natürlich. Das ist ja nochmal. Ja, Aber ich denk natürlich, schon. klar. Okay. Soll ich die dann noch Der Chat beantworten? schreibt, dass man nichts sieht. Ja, du musst die beantworten, das ist für dich. Du Frage musst ja wird wieder, präsentiert du musst von wieder Ranked wechseln. Legends. Ah, danke dir. Okay. Xardas, bist du bereit? Ja, klar. Okay. Albrecht, du Schlingel. Welche zwei Paladin-Runen kann man in Gothic 2 erlernen, aber nicht in Gothic 2? Die Nacht des Raben. Denk mal drüber nach. Okay. Ja. Also find ich jetzt krass, aber gut, ich würde jetzt mal sagen, da ich viel Erfahrung in Nacht des Raben habe und man kann dort den heiligen Pfeil lernen und Böses vertreiben, sowohl als auch die zwei Heilsprüche, den leichten und den mittleren, gehe ich jetzt mal davon aus, dass man im Classic G2 dann scheinbar auch noch Böses vernichten und die schwere Paladin-Heilung lernen kann. Also ganz ehrlich, Also die du beiden hast letzten es genannt. genau richtig. Nicht schlecht. Nicht Hätte ich schlecht, niemals gewusst. wirklich. Das ist doch mal nicht schlecht, wenn man mit Nacht des Rabenwissen mal eine Frage zu Classic auch beantworten kann. Sehr Und schön. vor allen Dingen auch Ah. direkt. Oh, aus aber dem Ton knapp an Tim Not bad. trotzdem vorbei, aber trotzdem nicht bad. Also herzlichen Glückwunsch, Tim, du bist heute der erste Platz hier im Quiz. Sehr cool, dass du Dankeschön. da warst. Dankeschön. wir Es war hören uns. war mir eine Freude. Mhm. Und wenn sich das mal wieder ergibt, gerne wieder in Zukunft. Bestimmt so in einem halben Jahr oder so gibt es bestimmt Neues. Oder sowas in der Art mit. Also wo ich dich dann wieder einlade, weil dann kommen ja auch ein paar andere noch dran. Die jetzt alle sich schon beworben haben, sozusagen. Easy. Okay. Sehr gut. Ja, Dann, du musst ja noch ein paar Stats wieder lernen, damit du uns neue Fragen stellen kannst. Wie Genau, die Stats richtig. von den- Ja. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, Jo. haut rein. Und dir Gute auch Nacht. auf jeden Ja, Fall. Ja, was ja. soll ich, Tim? Ciao. Ciao, ciao. Und tschüss. Oh nein, jetzt haben sich die Bilder verschoben. Ach du. Ne, warte. Okay.
Alter, uiuiui, warte mal, kann man das irgendwie fixen? So, ich hab Angst, dass das sehr schwer wird. Ach, ich geh mal kurz in den Keller runter. So nach dem Motto, ja, Tim stürzt dich, wenn du deinen PC bis 2 Uhr nachts da lässt. Anlässt. Ach du Kacke. Oh Mann, das wird jetzt ganz kurz, okay. Muss jetzt wirklich jeden nochmal, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie ich es jetzt fixen kann. Okay, ich habe gerade einen Geistesblitz gehabt, ja. Ich dir die Hand reichen. Oh ja, oh ja, das ist gut. So, also den Nostalgiker habe ich schon mal gerettet, ja. Ja, Ich bin aber in einer falschen Zweimal Position. Also, Die falsche Position, na gut, er kriegt die richtige Position sogar noch. Komm. Egal, der wichtige Teil ist zu sehen hier. Achso, die richtige Teil. Oh, okay, so. Dann machen wir dich. Jack, du bist der Nächste, den ich retten muss, denke ich. Ah, nee, anscheinend muss ich erst ihn retten. Ah, nee, warte. Oh mein Gott, welches Foto muss ich dafür nehmen? Scheiße. Oh ja, Leute. Technisch, jetzt bräuchte ich so einen Einblender, so technische Probleme. So. Oh, Xardas, ich hab dich gerettet. Schau mal. So. das reicht noch lange nicht, Kleiner. Jack, du wirst jetzt auch gerettet. Wir glaub sprechen ich. uns noch. Ja. So. Am nächsten Mal nehmen wir das Am andere besten noch so Programm. eine dann passiert hektische das auch Musik im nicht. Hintergrund. Und die Kampfmusik aus Gothic 3 dann einfach so jetzt. Oder so, ja. Das wäre schon Ding, lustig. ding, 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 ding. So, jetzt Oder so eine fehlt's. Fahrstuhlmusik. So, jetzt fehlt's. Warte mal, ich muss jetzt suchen, wo Dinge. Ah, da bist du. Guru, ich Figur seh fehlt noch. dich. So. Und der Nostalgiker sitzt ihm auf dem Nacken. So. So, wer muss denn das jetzt fixen? Ja, es ist vielleicht nicht perfekt, aber auch erstes Ich muss noch eins nach rechts übrigens. Ja, gut, das Bei Kurka war ja. Ja. Machen wir gerne. So. Okay, wir haben es geschafft zu fixen. So, Boah. sehr schön. Also, wir haben es jetzt bis dahin geschafft. Jetzt gibt es schön viele Bonusfragen. Oh, Wer weia. Wie viel denn? Viele. Weil es hat niemand gewählt, die Gutscheine, das haben wir alle übrig noch. So, also Nostalgiker, du bist ja jetzt dran. Klar, das war ja gerade eben dran. Also, Ja, okay. du musst jetzt ein Icon aussuchen. G3-Frage. Also nimmst du wohl keine G3-Frage. So. Ah, okay. Deuten die Dinger. Das unten habe ich nicht hingeschrieben. Das Du ignoriert kannst das doch einfach unten. einen Buchstaben sagen. Ja. Nehme ich einfach A. Ah, eine Pflanze, okay. Ach so, welches Level hat der Gärtner im Rathaus in Gothic 2? Also Gothic 3 Frage, aufpassen. Gothic 2 Original. Nein, Gothic 3 Frage ist nur, wo G3 draufsteht. Es steht überall G3 bei G3. Aber den Gärtner könnte man theoretisch mal umgehauen haben, so und anhand der Ja, ey, guck mal, da ist Erfahrungspunkte übrigens könnte man Xardas wissen. nebendran. Guck mal, da ist Xardas nebendran sogar. Ja. Das weiß ich. Es ist so leicht eigentlich. Weil ich habe das auch ihn schon umgehauen, auf jeden Fall. Weil ich einmal ganz Horrendes ausgerottet hatte damals. Und es ist egal, ob Remake oder Original, die haben immer das gleiche. Morgen. Ist eigentlich generell ziemlich Das easy, ist weil, glaube ich, alle Bürger haben das gleiche Level. Nein, das stimmt tatsächlich sogar nicht. Nicht? Ich weiß gar nicht, wie viel gibt der denn? Gibt der 100 EP? Ich mache jetzt bei dir machen wir plus minus 5. Aber wenn du nicht Dann umgehauen sag hast, ist es schwer. Wie viele Punkte gibt es denn überhaupt pro Frage jetzt? Wir machen jetzt mal. Wir haben vorhin verdoppelt. Das ist jetzt eine einfache Frage. Es gibt 15 einfache Fragen hier. Das ist jetzt eine der einfachen, würde ich sagen. Dann ist das jetzt, sagen wir mal, 400. Und die schweren Fragen machen wir 1000. Ja, ich sag Level 10. Also. Leider ist er Level zwischen 0. 5 und 10 geschwankt. Ja, Level 8 ist er nicht, du hast recht. Ja. Warum hat der eine mir an Level 0 geschrieben? Egal, ich Level 8, du kriegst Punkte. Level 8, Krass, aber du okay, kriegst ja. Punkte. Ja, du kriegst Wieso? Punkte, Okay. okay. Aber ich glaube, manche sind auch Level 10. Naja, gut. Wie bitte? Ich glaube, Dann nehmen die manche halt sind auch auch Level 10. Nein, der Gärtner neben dem Rathaus sieht man ja da auf dem Bild auch. Um den geht's. Ja, ja. Okay, sehr gut. Gut. Guru, du darfst dir auch jetzt eine Frage aussuchen. Ups. So.
Ich nehme das G mit der Explosion dran. Welche Zauberkreisstufen können verschiedene magiefähige Gilden in Gothic 1, 2 maximal durchlaufen? 6. Nein, welche? Jede Gilde musst du aufzählen, Ach wie viel so. du lernen kannst. Ach so. Und dafür, In die Gothic kriegst du auch 1 und 1000. 2. Genau, du kriegst 1000 Punkte dafür. Was zählt denn jetzt? Ach so, also, okay, also jede Gilde. Ach, Scheiße. Okay. Okay, warte mal, was heißt jede Gilde? Also, Alle Gilden, wie Also viele Kreise sie erreichen drei können. Hauptgilden, weil da ist ja auch Xardas drauf. Ja, Xardas drauf, weil der Aber aus gehört der zu Perspektive zu vom einem Gothic Spieler, 3. oder? Genau, natürlich als Spieler. Okay. Ja. Ja, also, warte mal, also ja, und, also insgesamt 6 Antworten. Weil Ja, Gothic 1 und 2. richtig, genau 6 Antworten. Also Gothic 1, Feuermagier 6. Wassermagier 6, Sektenspinner 4. Zu der Antwort bei, du, also jetzt, ich kann ja so sagen, das ist okay, das ist ja gesagt. Zu der Antwort, du hast jetzt Wasser- und Feuermagier Gothic 1 gesagt. Wenn du in Gothic 1, also wenn du von alten Lager ins neue gehst, bist du eh im Wassermagier dann. Da gibt es noch eine letzte Antwort, wie du also im Prinzip erwähne noch die Person, die dir den 6. Preis beibringt. Einfach noch. Na, Muss nicht Wassermagier sein, aber. Richtig, passt. Weiter. Genau. Gothic 2 war Feuermagier 6 Kreise. Wassermagier kannst du nicht werden. Und haben die Paladine Magiekreise? Einfach sagen, was es gibt und kannst auch die Besonderheit einfach dazu nennen. Bei den Paladinen zum Beispiel. Ja, die Paladine haben ja keine Magiekreise, da kannst du halt einfach nur die Paladin-Runen benutzen. Genau, das hast du jetzt gesagt und Als damit ist alles erledigt davon. Ja. Genau, und das müsste es dann gewesen sein. Also, ja, doch. Und Feuermagier hast du schon gesagt, richtig? Genau, Feuermagier waren 6. Genau, perfekt. Du hast recht, auf jeden Fall. Juhu. Okay, sehr schön. 1000 Punkte für Kuro. So. Okay. Gut, Jack. Ja, bitte? Was für eine Frage möchtest du wählen? Da sind auch Gothic 3 Fragen bei G3 dabei, zum Beispiel. Wenn du Bock hast. Eieiei. Mach mal die G3, Gothic 3. Dann gibt's ja viele. Mach C. Die Antwort ist weder A noch B noch C, sondern was zum Nachdenken. Warum bleibt Diego in Gothic 3 nicht in Metana? Warum bleibt Gothic 3 nicht in Mutana? Der bleibt doch in Mutana. Der sitzt da hinten an dem Morasul am Ende. Hä? Das ist ja nicht Myrtana. Das ist überhaupt nicht Metana. Ach so. Naja, ach so. Warum bleibt der Und die nicht in Frage ist Mutana? sowieso, Ne? warum? Da ist eh die Frage, warum und nicht wo. Der hockt ja in Varantan und dann im Morasul ganz am Ende. Aber warum? Na, um Gold zu scheffeln. Um Gold zu machen. Um sein Firmenimperium. Oder hatte der jetzt irgendeinen Dialog, warum der nicht oben geblieben ist? Was ist die finale Antwort von dir? Gott, der sitzt ja erst in Prager rum. Die Warum-Frage. Mir fällt gerade der gesamte Dialog mit ihm nicht mehr ein. Aber am Ende ist er ja, um das Morasulo zu übernehmen. Ja, das Also, deine finale Antwort. Ich lass dir Zeit, wie du möchtest, ist kein Problem, aber. ich würde sagen, um Gold zu machen. Okay, also die Antwort, er will sich nicht mit den Orks in Metana gut stellen. Das sagt er so. Das ist ein Dialog. Deswegen will er aus Metana raus. Ja. Ach so. Okay, ich dachte, das bezieht sich jetzt auf das Outro. Da wäre ich nämlich auch beim Morasul gewesen und dann, Ja. Diego Ach wird so, zum Outro, reichsten ja. Mann und macht ein Handelsimperium. Ja, um Gold Ach zu machen. so, eben. nein. Ja, das und war ich nicht sagte nicht auch irgendwie, also ja, aber sagte nicht auch, dass er nach Varant geht, weil es da auch noch was zu holen gibt? Das Ja, sagt irgendwie er so. auch, aber ganz am Anfang des Spiels, wenn du mit ihm ein bisschen redest,
Das meine ich ja. Das meine ich ja. Ganz am Anfang geht er, also du bist in Ardea und dann gibt es dann diesen Abschiedsdialog und dann sagt er dir halt, dass er in die Wüste geht, weil es da, glaube ich, noch was zu holen gibt. Ja, das wäre Ja, ein Teil, dann wäre es genau. aber vielleicht eine Teilantwort, richtig, aber. Okay. Also ich würde mal, wie gesagt, der Hauptgrund ist ja, weil er sich den Orks nicht gut stellen will. Das macht ja auch Sinn. Im Prinzip. Also wie gesagt, ich kann dir jetzt auch die halben Ja, Punkte also, geben, ja. wenn wir das Ich habe es wollen. jetzt gerade mal Ja. aufgemacht. Ja. Also, was wirst du jetzt tun? Fragt der Held. Dann, Diego, du kennst mich. Ich werde dort sein, wo es was zu holen gibt. Mirtana ist nun Hoheitsgebiet der Orks. Sich mit den Orks gut zu stellen, ist nichts für mich. Ich werde nach Süden gehen. Ich werde in den Weiten der Wüste, ist noch was zu machen. Ja, also das ist ja auch, wie Und das schon ist der gesagt. Dialog von Ardea. Ja. Naja. Halbe Punkte kann ich ihm geben dafür dann. Ist kein Problem. Ja, Das ja. ist eh nicht meine Frage gewesen. Ja. Von wem ist denn die Frage? Jetzt schiebst du Müsste ich jede jetzt Frage auf gucken, den müsste ich gucken. Hochkönig. Es gibt auch noch vom Hochkönig sehr viele Fragen. 7 oder 8 oder 9 Stück. Ah, das war, glaube ich, eine Frage von Ja. Hochkönig sogar gerade. Nee, das war eine Hochkönig-Frage sogar. Gut, Ja. sehr schön. Xardas LP. Lieber, du bist dran, Xardas. Du darfst dann entscheiden, Ja. was du wieder möchtest. Genau, ich würde jetzt auch mal G3 ein bisschen preisen und würde sagen, wir machen O. Zweite Reihe, genau. Wo lebte Roba, bevor er König von Mirtana wurde? Ja, Robert I. ist ja Richtig, der erste. durch die Weiden von Nordmar gezogen, war Und wo? unter anderem auch in so einer Höhle und hat gegen irgend so ein Vieh gekämpft. Und dann hat irgendwann Innos zu ihm gesprochen, hat gesagt, geh doch nach Mirtana und gründe dort ein Reich. Nordmar ist aber zu ungenau. Welcher Clan? Na, Feuerclan wahrscheinlich. Finale Antwort? Ja, Das sind 400 Punkte für dich. Nice. Dankeschön. Oh, du baust deine Führung aus, merke ich schon. Endlich mal einfache Fragen, wo man nicht 80 Ich Sachen habe ja aufzählen gesagt, muss. es hat ja auch niemand von euch diese Tränke genommen. Ich habe ja gesagt, die Hälfte der Fragen ist super easy bei den Bonusfragen. Ich meine, Oder ich wo hätte man so sich viel, Warum hast reinklicken du muss. die nicht ins normale Spiel reingenommen? weil du die trotzdem ein bisschen abschätzen kannst, was es sein kann. Aber bei den Bonusfragen kannst du auch gar nicht abschätzen. Es kann alles sein. Es kann, wie gesagt, auch die Unterhose des Helden sein, schön. möglicherweise. Ja? Okay. So, okay. Oder die Schuhgröße. Ah, dieses Bild. Das ist zu gut, oder? Ja. Also, das Nostalgiker, du bist Aber dran. von Albert, nee, Quatsch, nicht Albert, Albrecht, das Ja. Bild ist auch gemoddet, oder? Irgendwie, der Helm ist doch ein anderer als Der Helm ist normaler nur anders, weil Paladin-Helm. wegen dem Texture-Update von Odyssey. Das war nicht beabsichtigt. Ja, okay. Das meiste habe ich ja komplett selber gescreenshottet, deswegen. So. Ja. Okay. Mach mal T. T. Also du rennst davon, okay. Welcher der 4 Freunde wechselt in Gothic 1? Ah, das ist wieder ein Cheat auch. Die Gildenzügigkeit. Zu welcher Gilde und warum? Nur einer? Nein, einer der Freunde. Alle anderen bleiben der gleichen Gilde nach dem. Also Ja, automatisch aber mich nach- wundert, dass nur einer wechselt. Ich dachte, 2 Ja. hätten gewechselt. Nein. Ah, das hast du, glaube ich, auch in irgendeinem Podcast erwähnt, glaube ich. Ja, hab ich. Gott, ich weiß es nicht mehr. Sicher, dass du es nicht weißt? Du könntest ja zumindest sagen, für 1 zu 4 raten, welche Person das ist. Und wenn es richtig ist, verlierst, kriegst du die Hälfte der Punkte zumindest. Also theoretisch kommen ja 3 in Frage. Ist es dann Lester? Sag einfach dann die finale Antwort. Ich will nicht sagen, was es ist. Du sagst es und wenn es richtig ist, dass es die wenigstens ist, kriegst du die Hälfte der Punkte. Zu welcher kannst du ja nicht sagen, zu welcher Gilde dann, aber nur, dass wir dann Bescheid wissen. So. Milton könnte es auch. Milton, was haben wir? Übrigens gab es heute im Quiz auch eine Frage. Ich sag, das war eine Videofrage und da hat man sogar gesehen, wer und was. Weil einfach, sagen wir es so, das habe ich direkt danach aufgenommen. Diese habe ich davor aufgenommen, bevor ich diese Quest aufgenommen habe. Und er hat genau das an. Und es war eine Videofrage von ihm. Junge, ich kann daran nicht mehr erinnern. Ja, dann keine Ahnung. Also ich schwank zwischen Lester und Milton. Ist Milton danach Wassermagier? Hat er dann die Gilde Wassermagier? Ich sage nichts, du musst dich entscheiden. Ich glaube, wir wissen es alle nicht so richtig. Ja,
Ja, dann ist mein Guess Milton Wassermagier. Wobei es Okay. eigentlich wahrscheinlich keinen Sinn macht, aber. Es ist Diego. Oh, Diego. Er wird im Laufe der Story zum Feuermagier durchs System automatisch. Der Hintergrund liegt nahe, dass er den Helden nicht auf Sichtkontakt angreift, sondern stattdessen als friedlich einstuft. Okay. Also ich hab's ja auch nicht gewusst vorher. Das war auch, glaube ich, von Schaman sogar eine Frage. Bin mir nicht sicher. Ja. Ja, aber das macht Mann, seine Sinn. Die haben Cheater-Fragen, natürlich ja. den einfachsten Weg gewählt Ja. und das geht halt über Gilden. Ja. Ja, klar. Okay, haben wir geschafft. Easy. Deswegen gibt es ja auch diesen Punkt mit, wie war das? Mit Sketty, da ist ja auch Gardist, obwohl er eine Schattenrüstung trägt. Und der Mhm. kloppt sich ja dann, glaube ich, auch teilweise mit den anderen komischerweise, obwohl er eigentlich, Mhm. Ah, okay. naja. Ja, ist ja kein Problem. Es ist, wie gesagt, viel random Fragen. So. Also, Guru, was möchtest du denn aus? Ich werde mal die N-Frage nehmen, weil da ein schönes Glas Wein dran ist. Damit proste ich euch zu. Das wird nämlich meine letzte Frage für heute sein. Ah, okay. Kriege ich mich So. da aus. Alles gut. Dann wird der Rest noch ein 3er-Duell haben. So. Welche Pflanze wird für das Brauen jedes permanenten Trages benötigt? Das ist so einfach. Ohrenstöckel. Ein Dreier. Oh, Eine das ist 100er schwer. Frage. Nein, das ist keine 300, das ist ja eine 400. Jetzt kriegt ihr hier. Dafür. Eine So. 100er habe ich gesagt. Ach so. Wäre das normalerweise. Alle Tränke benötigen Grundstücke. Das ist schon richtig. Ich habe sogar die Pflanzen noch für euch schön aufgenommen. Goodie. Welcher Platz bist du? Du bist im Moment, ja, Koga rausnimmt momentan. Zweiter. Ja. Zweiter von der jetzigen Runde. Okay. Ja, also insgesamt Dritter. Bisher. Na gut. Momentan Hätte ich nicht Dritter, gedacht. ja. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich weiterhin die rote Laterne in den Händen halte, weil damit wäre ich auch okay gewesen. Und falls du, Nostalgiker, dann weiterhin die rote Laterne jetzt in der Hand halten wirst, ist nicht so schlimm. Ist schließlich die Perle von Korinis. Ich danke dir, dass du dabei warst. Wir hören uns auch bestimmt noch irgendwas wieder irgendwann. Das ist Und machen korrekt. bestimmt wieder was. Und, Auf jeden Tschüss. Fall. dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und tschüss. Euch, also dir auch. Jo. Jo, mach's Ciao, gut. ciao. Ciao. Vielleicht darf ich wieder alles schieben, oder? Ah, nur eine schieben, sehr gut. Das ist schon mal besser als alle. Schiebung. Sehr schön, ich habe ihn geschoben. Okay. So. Gut, gut, gut. So, das heißt, du bist dran, Jack. Oh mein Gott. So, Qual der Gothic Wahl. 3. Ich überlege gerade nochmal wieder Gothic 3. Also Die kommen doch wieder alle von PK, die Gothic 3 Fragen. Das ist so Gothic 3 Guru. Ja, mach mal Gothic 3P. Die meisten kommen tatsächlich von Hochkönig. Das ist wieder eine Hochkönig-Frage. Sag ich doch. Ich glaube nicht, dass es PK ist seit neuem. So. Wer hat den Feuerclan gegründet? Woher stammt der Gründer? Ich überlege gerade, ob das Akasha war. Weiter? Und woher stammt Was? er? Aus dem Süden. Er ging nach Norden und gründete den Clan des Feuers. Finale Antwort? Würde ich mal so stehen lassen, was anderes fällt mir nicht ein. Der Feuerclan wurde von Akasha gegründet. Akasha kommt aus Varan. Süden ist richtig, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und Feuerclan, passt. Jo. Volle Punktzahl, 400 für dich. Dankeschön. Aber wenn es so Süden ist, so ungenau, halbe Punktzahl. Und du musst südwestlich sagen, also echt. Es ist doch jeder gewusst. Südwestlich von Ja, St. Kron 3 Nummer, ja. Okay, Xardas, du bist dran. Ich nehme mal dieses V da mit dem Sprachteil. Mhm. Sprachkopf. Oh, von Freddy die Frage 2. Die Videofrage. Oh, ja. Da muss ich jetzt Okay, kurz, lass mal den Stream schauen. ich muss auf Discord dafür scheiße. Warte, ich muss mir kurz den Link anders hinschicken. Weil vorhin hatte ich es offen und als der Absturz vorhin war, was habe ich nicht mehr offen gehabt. Sekunde. Aber kennst du eigentlich alle Fragen jetzt, die gestellt wurden, hast du die vorher gesehen? Ja, schon, ich habe nur nicht verbessert, wenn da was kleine Sachen falsch waren manchmal. Aber du musst ja die Antwort, du kannst es erstmal richtig zurechtlegen, Mensch. Ja, das weiß ich, das hat ein bisschen gedauert. Nee, das habe ich jetzt euch. Das Ja. Video habe ich ja. So, das war die zweite Frage. Das heißt, dieser Link. Kopieren. Dann muss ich jetzt in WhatsApp rein dafür. Und mir da hinschicken. Da kommen einfach dynamisch immer wieder neue Fragen dazu. Ja, die sind immer so Das voll sitzen in random. 3 Wochen noch. So. Die kommen nicht dazu. Ihr seht, die werden ja ausgegraut immer, wenn es fertig ist. Ja, ja. Hier schon wieder. So. Ich mache jetzt Video an. Seid ihr im Stream drin, Leute? Ja.
Ah, ihr schon wieder. Na, dann wollt ihr sicherlich noch eine Frage, wa? Kein Problem. Die Orks sind nicht, wie viele vielleicht glauben, Tiere. Ihre Kultur Ach reicht so, fast da müssen wir genauso jetzt Ton weit hören. zurück Ja, wie warte. die der Warte, Menschen. muss von vorn machen, Und so. okay. Ja, mach nochmal von vorn. Ah, ihr schon wieder. Na, dann wollt ihr sicherlich noch eine Frage, wa? Kein Problem. Die Orks sind nicht, wie viele vielleicht glauben, Tiere. Ihre Kultur reicht fast genauso weit zurück wie die der Menschen. Und somit auch ihre Sprache. Aber als echte Gothic-Veteran habt ihr das gewusst. Und deswegen kennt ihr auch die Übersetzung der Worte Kastak. Ist doch eigentlich kein Problem, oder? So. Und? Okay. Kastak. Ich hätte jetzt gesagt, das ist von Tarok bezogen aufs Ulumulu. Eins dieser Sachen, die man braucht. Jetzt ist die Frage, was es ist. Es gibt ja, glaube ich, noch Guchlak, Zwachka. Das vierte weiß ich nicht. Katztak, aber Katz hört sich auch ein bisschen wie Katze an. Ich will jetzt bloß nicht, dass das dann falsch ist. Es könnte natürlich das Horn des Schattenläufers sein. Und ich würde jetzt einfach, um es nicht allzu lang zu machen, würde ich sagen, bleibe ich dabei. Horn des Schattenläufers. Horn eines Schattenläufers. Okay, dann startet das Video. Na, habt Mit der ihr's Antwort. raus? Naja, klar. Kastak Ja. bezeichnet das Horn eines Schattenläufers. Wer das nicht wusste, ist kein Und herzlichen echter Ork. Glückwunsch, du hast richtig Ja. Spaß mit den gewusst. Punkten. Weiterhin Was viel war's? Erfolg. Sehr gut. Okay, cool. Sehr schön. Gut, gut. So, dann kriegst du jetzt 400 Punkte. War das so? Oh, Nostalgiker, du bist wieder dran. mein Jawohl. Freund. Bei mir ist es vielleicht die vorletzte Frage, weil ich würde um halbe rum auch dann Da gibt es demnächst noch ein episches 1 abdüsen. gegen 1 danach, ja. Und um die gute Nacht einzuleiten, nehme ich R, den Schlafenden. Ah, was für benötigt um Menschen. Imperium aus seinem Schlummer zu wecken? Welches alternative Heilmittel war ursprünglich geplant? Beschreibe knapp das Aussehen. Was, um aus dem Das Schlaf ist eine zu wecken, Tausenderfrage aussehen. übrigens. Ja, also das alternative Heilmittel sind ja die starken Heilkräuter, ne? Nein, Mit nein, nein, das ist den. das aus dem Standard-Game. Oder, ach so, und was ist das? Das ist eine Sache, die damals geplant war, Also, die es sogar immer Ach noch gibt zum so. Hercheaten sogar, theoretisch. aber oben rechts steht doch 600, oder? Ist das nicht auch die Nein, das war Angabe nicht, das hat davon? nichts damit zu tun. Nein, nein, das ist Ah, einfach, okay. das sollte gar keine Zahl da stehen bei denen. Ich weiß nicht warum. Ah ja. So, aber dann ist doch die erste Frage, was wird benötigt, um aus dem. Ja, die Heilpflanzen, oder? Kriegst du die Hälfte der Punkte dafür schon mal, ja. Das ist schon mal richtig Okay. gewesen. Okay, gut. Alternativ ursprünglich geplant. Keine Ahnung. Noch nie gehört, dass es da eine Alles Alternative gut, ist ja gab. kein Problem. Das sind ja auch Sachen, die wirklich schwer sind. So, also, ich zeig's dir. So. Anga schickt den Helden 5 Heilkräuter der stärksten Sorte aus dem Sumpf zu holen, das ist richtig? Genau, Ursprünglich ja. war ein besonderer Heiltrank für ihn geplant. Insert Healwater. Dieser hat eine rote Farbe und das ist der auf dem Boden. Habe ich hergecheatet. Ah, Ja. okay. Ja. Und deswegen raucht er da, er hat es getrunken und jetzt ist er glücklich. Ich verstehe. Da trinken wir erstmal rauchen. Ja, was macht er denn sonst im Sumpflager, ja? Sehr gut, du kriegst noch Sweet. 500 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. So. Also, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst, Nostalgiker. Ja, Du hat weißt, mich auch gefreut. beim nächsten Es Mal, ist wenn, gen- es, ja. ja, ich gebe dir wieder das Schlusswort dann. Auf jeden Fall, du weißt ja, wir machen ja noch dann beim Remake auch wieder einen Podcast und es kommt wieder bestimmt irgendwas anderes noch dazwischen. Wir halten uns in Kontakt und ich danke dir, dass du da warst und ich gebe dir jetzt das Schlusswort. Ja, ihr habt ja gemerkt, dass ich ein Riesenexperte bin. Nee, es ist tatsächlich so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Aber hat Spaß gemacht, dabei zu sein und ich komme gern auch zum Podcast, auch zum Quiz mal wieder. Vielleicht dann ein bisschen vorbereiteter. Nächstes Mal easy, wir schaffen das. Ich glaube schon, ich bin auf jeden Ja. Fall auch wieder gerne Und dieses- dabei. Also wir müssen, Diese- wir müssen alle cheaten beim nächsten Ja, Mal ja, als ja. Vorbereitung. Ja, Hab schon gemerkt. alle Sets von allen Leuten angucken und ganz viel verkaufen beim Händler. Auch Ey, wichtig. ich hänge mir dann Oh, die nein, Sheets, nein, dann die noch ganzen einfacher. Blätter hänge ich mir auf mit allen Stats. Nächstes Und Mal, lernen die auswendig. müsst ihr die Formeln aufschreiben. Dann wisst ihr die Formeln, wie viel Formeln. geteilt durch wie viel ist immer alles was wert und dann musst du überlegen, wie viel das wert ist und das auch wissen. Und dann weißt du auch immer, wie viele Verkaufswerte sind. Also so wie Easy. diese Vokabelkarten überall so hinkleben und so. Oh Mann. Okay, ich Mega. danke dir auf jeden Fall sehr Na cool. gut.
Also, macht's gut. Tschüss. Bis Viel zum Spaß nächsten noch. Mal. Ciao. Jetzt gibt's gleich eine Schiebung, ich weiß es jetzt schon. Oh, weia. Oh, guck mal, das ist der Double Face, Xardas, Jack. Ja. Das sieht cool aus. So. Xardas, ich muss dich wieder zusammenschneiden. Du siehst tot aus gerade. So. Jetzt will ich als Zombie Kumpel beschwören. zusammenschneiden. Ja. So. Muss ich Bisschen mit groß reinnehmen. noch. Ja, genau. Weil beim nächsten Mal werde ich das hinkriegen, dass ich das andere Programm kapiere. Also mache, das war jetzt kurzfristig. Weil mir niemand da gesagt hat, wie das heißt. Und ich konnte es nicht einrichten. Dadurch so. Ja. Ja, genau. So. Egal, sehr gut. Sehr schön. So, dann bist du jetzt wieder dran, Jack. Ich bleib mal, aber hast du noch Gothic 3? Da, J. Links. Links Gothic 3, ja, okay. Ja. Hast du Gothic 3 am meisten gespielt, oder was? Viel. In welcher Stadt liegt das Heiligtum der Schwarzmagier? Heiligtum der Easy. Schwarzmagier. Das war doch Baccaresch. Richtig, das hast du sofort beantwortet. Ist doch sogar das Bild dafür da. Dieser Wechsel ist auch geil. Eigentlich sollte es, ich glaube, es sollte eigentlich andersrum sein. Ich glaube, es sollte eigentlich Zuben gezeigt werden und danach Baccaresch, aber egal. Aber scheißegal, Okay. das ist trotzdem lustig. 400 Punkte für Jack. Dankeschön. Ich habe alle Teile eigentlich viel gespielt. Also ich habe, wenn ich gespielt habe, habe ich meistens. Also es war. Ja. Sorry. War meistens immer so die ganze Reihe habe ich immer gespielt. Ja. Okay, sehr Ja, schön. es war gerade so wie, zwar nicht so schlimm wie bei so Horrorsachen, irgendwie, kennt man ja irgendwelche Videos, wo dann am Ende so ein Horrorteil eingeblendet wird, dass derjenige sich so ein bisschen erschreckt. So ähnlich war das jetzt auch mit dem Assassine da, der kam irgendwie ein bisschen unerwartet. Geil. Ja. Das ist schon lustig, ja. Okay, was nehme ich? Mal diese Minengeschichte mit der Spitzhacke. Geht wahrscheinlich dann um G1, oder? Ja. Wo hat Diego vom Einschuss der alten Mine erfahren in Gothic? Na, der war doch Teil von dem Rat bei Gomez im Thronsaal, sage ich jetzt mal. Ja, und Im wo hat er das erfahren? Erzbaronhaus. Es hat doch ein Butler berichtet, oder? Mhm. Wer Also hat das wo? Du musst einfach nur sagen, berichtet? welcher Ort das war. Das ist egal, wer was. Ach so, in einem alten Lager hat er es erfahren. Nein, ein Ort, also ein bisschen spezifischer. Wo das Ja, war. Erzbaronhaus. Richtig. Und damit hast du die 400 Punkte. Das hatte ich aber auch schon gesagt, im Thronsaal. Ja, im ja, vorher, Erzbaronhaus. genau, aber du hast ja die Frage im Prinzip noch nicht so final gegeben, dass es auch was anderes sein können. Ja, noch. Du verstehst, was ich meine? Fang Hab ich an, so uns genau von den gefragt. richtigen Antworten abzubringen, ja. So, ich sag nur nicht die richtigen Antworten. Sehr schön. Okay. Du bringst du von den richtigen Antworten ab? Ja, weißt du, du musst verstehen, wir mussten vorher 20 Sachen sagen und jetzt reicht so Ja, ich drei hab Wörter. Deswegen gab es ja diesen Gutschein, damit ihr die schweren Fragen eigentlich ausweichen könnt. Mach mal hier, mach mal X, das war aber nix. Okay, ich wollte jetzt noch was sagen. Jetzt noch eine Frage und dann kriegt ihr doppelte Punkte für die Fragen, weil dann ist die Hälfte hier auch fertig von Bonusfragen. Das war auch so. Okay. Ja, also X. Ja, bitte beeile dich. Wie viele Brücken gibt es in Gothic 2 DNDR? Das ist von Crazy Do Gaming. Die Frage. Oh gut, na, da wissen wir ja gleich, an wen wir uns crazy. wenden können. Oh Gott, wie viele Brücken? Plus Also minus, Brücken plus, bauen. plus minus 2 ist okay. Oh mein Gott. Warte mal, das ist jetzt noch keine Antwort, was ich jetzt sage, das ist noch, ich zähle noch laut, vielleicht Es ist noch laut mindestens mit. eine Brücke, wie du auf dem Bild siehst. Was? Jax ist übrigens auch ein bisschen groß eingeblendet. Ja, ich habe keine Stirn mehr. Ich So habe mache ich kurz. zu viele Stirnfalten, die muss nicht jeder sehen, so ungefähr. So, da hätten wir die Brücke, die wir sehen. Dann hätten wir die. So, jetzt ist besser. So. Zählen die Brücken vor den Toren auch mit? Alle Brücken in Gothic 2, die nach das haben. Also vor den Toren nehme ich jetzt einerseits vor Loberts Seite ist plus die vor dem Tor eben dieses kleine Brückchen da, das was man ja eigentlich hochklappt da, was ja eigentlich quasi ein Tor wäre. So.
In der Stadt selber wüsste ich jetzt nicht. Dann das nächste Brücken beim anderen Tor. Ja. Dann oben im Wald ist keine Brücke. Wüsste ich jetzt nicht. Dass da irgendwas in Brücke sein könnte. Dann haben wir die bei Ackelshof und oben halt hier, wo die Banditen halt sitzen. Wie viel habe ich jetzt? Ich zähle nicht mit. Vergiss nicht 3. Miental und Jacken da auch nicht vergessen. Ja, hör auf mich aus dem Konzept zu bringen. Fang nicht an wie die Zuschauer in solchen Spielsendungen, die dann ständig klatschen die ganze Zeit. So. Kloster wäre 4. So. Dann. Oben die, wo der kriegt die Goldstücke raus. Steht. Das wäre 5. Habe einen vergessen, Corines. So, Miental, da hätte man oben hier beim Eingang das Ding, wo man zu den Morals und Teleportersteinen kommt. Dann die Brücke, wo das alte Lager unten drunter liegt. Hinten zum neuen Lager. Ist hier noch abgerissene Brücken? Nein. Die zur Felsenfestung, die andere rüber zum Feuerdrachen ist ja abgerissen, die ist ja eingestürzt. Der Orkfriedhof ist ja hinter der Mauer, also hinter dem Orkwall. Ich bin jetzt bei 9. Oben. Du hast doch so viele erwähnt, dass du nicht mal mehr nur bei 9 warst, bei mir gerade schon. Aber alles gut. Hm? Du hast eigentlich schon mehr als 9 gesagt, aber es ist nicht schlimm. Mach einfach weiter. Du hast mehr verschiedene Brücken erwähnt, das meinte ich damit als 9 eigentlich schon. Hab ich vollkommen, jetzt muss ich mal von vorne zählen. Mit Corines hatte ich 5 gezählt. In Corines kommt noch dazu das Brückchen bei Garn dort. Das Brückchen vorm Pass. Dafür wären wir bei 6. Die 7. Brücke wäre oben bei Dexter. Ui. Und die 8. Das sind ja 2 sogar Brücken. Nee, ja. Von Turm bis zu Dexters Haus, ist das eine Brücke oder ist es bloß ein Gang? Und wo? Von Dexter zu dem Turm dann daneben. Das ist bloß ein Weg, glaube ich. Das ist eine Gang, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine Gang, oder Leute? Oder? Was war das? Ja, das wäre jetzt, was was, hatte ich jetzt wo? gesagt, Nummer 8. Da bei Dexter, den Weg von Turm zu Dexter. Das ist doch zusammen. Das ist doch gar keine Brücke, oder? Ja, das ist zusammen. Ja. Oder jetzt stehen geblieben bei 8. Was hatte ich gesagt? 8. In Corines selber. Ich komme mit der Zählung komplett durcheinander. Einfach schätzen. Jetzt letzte Frage. Aber Alex, meins stimmt auch nicht mit plus minus 2. Nein. Okay, krass. Die beiden Tore. Akel. Die beiden Tore. Akel. Pass. Plus minus 3 übrigens ist besser. Das ist scheiße. Das ist wirklich schwer. Ich sage jetzt aber einfach 25. Ich sag einfach 24, Okay. mach 24. Okay. Ich komme durcheinander, ich mag Es mal gibt das. 23 Brücken, damit hast du die Frage richtig beantwortet und hast 1000 Punkte. Dankeschön. Das hat er von Anfang an gewusst. Das war nur So. taktisches Hinhalten. Nee, ich musste wirklich überlegen, wo wir jetzt welche Aber die Brücke war. meisten sind jetzt schon in Corines und weil Jakendar hat nicht Corines, so viele, Mittendal, oder? Jakendar. Jakendar hat doch ganz gut was in Brücken. Ein bisschen nicht viel, aber es gibt ja auch noch in Irrdorat auch noch ein paar Brücken, die man auch noch mitberechnen Ja, Ödorat, muss. ja. Genau, wenn du alle mitberechnest, habe ich auch nochmal nachgezählt. 3-mal, glaube ich, oder 4-mal sogar. Hast du nicht in Ödorat nur eine? Eine, die ganz Genau, große? aber das ist trotzdem eine Zahl, die dann fehlt, im Prinzip. Ja, natürlich. Ja. Aber alles gut. Na Das gut. sind wirklich, Und aber es war sehr gut geraten. Jakendar hast du halt eine beim Eremit
und eine bei einem dieser Herrenhäuser auf jeden Fall, Überleg mal, du kennst doch diese wo kleine dann dieser trollende Mini-Höhle. Snapper kommt. Du kennst doch diese Und diese- kleine Ja. Mini-Höhle. Da gibt's auch noch eine kleine Brücke. Ja, okay. Ein Canyon da, die Das siehst du auch als Steinbrücke. Brücke. Ja, das ist ja eine kleine Brücke. Die können ja Ja. auch fragen. Ja, alles gut. Ja. Okay, also auch solche Gesteinsmassive, die als Brücke, als Verbindung dienen. Also Okay, na wirklich, gut. gut. Dann wie gib mir gesagt. mal die nächste Frage. Sehr schön. Jetzt kriegst du Sehr gut. jeder doppelte Punkte für jede Frage. So. Ja. Ähm, Mhm. I Check. mit der Flamme. Mit der Flamme, wo ist die Flamme? Warte mal. Hier. Ja. Wie kann ein Noviz im Regelfall Feuermagier werden? Das ist eine sehr einfache Frage. Einfach beide Möglichkeiten. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, theoretisch. Die man Ja, es gesagt gibt zwei bekommt. Nicht, Möglichkeiten. Also entweder man fordert die Prüfung selber oder Mhm. man wird vom Hohen Rat informiert, dass man die Prüfung antreten darf, weil die halt irgendwie mit Innos in Verbindung stehen und der sagt denen dann, derjenige ist würdig. genau, er wurde von den Innos erwählt. Das ist richtig. 800 Punkte für dich. Hab ich noch nie von denen anquatschen lassen darauf. Ja. Kenn ich gar nicht. Der muss von den Innos erwählt Ja, das worden geht sein auch oder eine nicht. Prüfungsweise bestehen. Das geht nicht, ja. Das geht als Held nicht. Das Mhm. gilt nur für alle anderen. Als Held Ja. musst du es aktiv fordern. Ach so. Ja, ja. Ja. Okay. Jack, was willst du? Nimm mal das K. Welche drei Sprachen kann welcher weißer Magier dem Helden beibringen? 800 Punkte. Priester, Bauer, Krieger. Richtig, und wer? Da steht doch wer. Was, wer? Ja, Oh Gott. welcher Wassermagier? Welcher Wassermagier war das? Oh Ich mein überlege Gott. Ich glaube Myxia oder Reodian. Nee, Reodian war das Irrlicht. Myxia. Das ist richtig, aber oben stand aus Versehen die Antwort schon. Guck mal. Das wusste ich nicht. Also Aber wirklich, das- dass ich da nicht aufgepasst habe. Okay, sehr gut. Also, du kriegst 800 Punkte, auch wenn Hab's es aber auch nicht gesehen. Dankeschön. Ich hab's gesehen, da dachte ich so, scheiße. Ist ein Fehler im Code gewesen, leider. Passiert. Ist ja nicht schlimm. Ja. Hast du ja eh nicht gesehen. So, Xalas. Q mit Kampf. Wie heißt der Kriegsherr aus Verrat, den Lee vor seiner Zeit in der Barriere besiegte? 800 Punkte. Waren es nicht zwei? Es gibt doch Gellon und Lucor. Ich kann noch mal googeln. Doch Lucor setzte zum Angriff. Da würde ich jetzt mal Lucor sagen. Das warst du aufs Grund genommen. Ja, Luko ist richtig. Das ist sogar vom Hochkönig. Ja, sehe ich und gerade, Gellon die Frage. kommt eigentlich, glaube ich, auch noch mit vor. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß nur, dass ich die Antwort vom Hochkönig habe, aber das ist ja richtig. Du kriegst also 800 Punkte. Gellon und Lucor waren Kriegsherren von Varant zur Zeit des Krieges zwischen Myrtana und Varant. Ja, genau. Das sind beides. Mhm. Genau. Okay. Also, Jack, welches du jetzt haben? Nimm mal W. Was ist das da für ein Symbol? Eine Axt. Eine Axt. Was wie die Axt im Hintergrund. Und Wenn du sie welche genau Äxte? weißt, kriegst du 1000 Punkte. Kriegst du 2000 Punkte. Wenn ich mir eins was nicht gemerkt habe, dann die Waffennamen. Aber 2000 Punkte, wenn du es schaffst. Da muss ich auf die 2000 Punkte verzichten. Ich habe mir das nicht gemerkt. Das eine, das rechts, das ist der Tomahawk. Das ist der Ja, Tomahawk Recht ist aus ziemlich Tomb Raider. einfach. Das ist der Tomahawk aus Tomb Raider. Wenn man sich die gemerkt hat, ja, aber ich habe mir die nicht gemerkt. Ich spiele Ja, das Spiel erst seit okay. über 20 Jahren. Ja. Ich übe immer noch. Das linke ist eine Ork-Axt, aber wie die heißt, Kruschwak. Die haben ja alle diese Ork-Namen in Gothic 1. Das ist eine Ork-Axt. Das zweite ist auch eine Ork-Axt, oder? Weiß ich nicht. Das ist rechts die Holzfäller-Axt. Oder Beil. Aber was auch ganz cool ist, was man auch machen könnte, gerade wenn man nur noch zu zweit ist, dass dann irgendwann der andere vielleicht, also ich zum Beispiel beantworte oder vielleicht weiß Jax, wenn ich was nicht weiß. Aber das mal erstmal, vielleicht fällt es dir noch ein. Können wir in der nächsten Runde machen dann? Naja. Gerne. Nee, muss ich passen, keine Ahnung. Nimm's einfach Also so. ich hätte rechts jetzt, ja Einfach gut. alter hast du Richter, schon Handaxt. gesagt. Ja, okay, alter Ja. Richter hätte ich jetzt nicht gewusst, aber Krusch Agash und Handaxt hätte ich gesagt.
Ja, mit Größe, wie gesagt, Orkrax, aber was genau? Ja, aber da sieht man auch wieder, dass Gothic 1 einfach ein bisschen in der Hinsicht cooler ist, weil in G2 werden die einfach nur leichte, mittlere und schwere Ork-Axt genannt. Das ist so voll Ja, auf jeden Fall. unkreativ. Ja. Nee, aber auf jeden Fall cool. Dann machen wir jetzt ab jetzt, Okay, wie Xar das dann. vorgeschlagen hat, dass man dann im Prinzip, wenn man es dann Ich muss weiß, aber sagen wir so, ganz eine kurz die Minute Gruppe circa und dann aufmachen. kann der andere mit reinreden sozusagen. Machen Ja, wir ja. so. Ich denke, das hat er schon verstanden. Er geht bloß kurz austreten. Mhm. Ja, dann kann ich ja schon mal mir das anhören mit H und dem Buch. Genau. Können wir machen. Das Arcano-Goal bestrebt für 3 elementare Goals, die diese Frage gemacht werden. Wer hat jeweils bewerkstelligt und wie haben diese Golems besiegt? Du musst dann erwähnen, was in diesen Büchern steht, was die besiegt hat. Ja, Also nicht ja, nur habe ich was. schon gecheckt. Okay. Ja, okay. Also bei den Steingolems wurde berichtet, dass Söldner in Begegnung von so einem Steingolem keine Probleme hatten. Da muss man dann als Spieler drauf kommen, dass die Söldner eigentlich alle mit diesen Streitkolben ausgerüstet sind und dementsprechend passiert das. Beim Feuergolem ist halt eben ein Wassermagier dem begegnet und andersrum beim Eisgolem ist halt ein Feuermagier begegnet. Da steht dann halt so drin, ja, eins gab es mal irgendeine Erzählung oder eins meinte mal ein Feuermagier, dass er den getroffen hat und genau. Hatte Okay, keine Probleme mit diesem Monster. Das war keine Minute, also kann der nichts mehr dazu sagen. So. Der Steingolem wurde von einem Söldner, hast du richtig gehabt, mit Kriegshammer besiegt. Der Eisgolem wurde von einem Feuermagier besiegt, das ist richtig. Der Feuergolem wurde von der Jagdgruppe mit Hilfe von Blitz und Eis besiegt. Das wäre das Einzige, was jetzt. Jagdgruppe, okay. Ja. Ich kann dir kurz, warte, ich habe sogar eine Datei mit den beiden Büchern gemacht. Ich guck mal kurz. Weil dann sage ich dir, was da ich bin genau jetzt gerade steht. schon einmal nach Eisgolem. Arcanum Gold öffnen. 2. So, Feuergolem. Berichten zufolge können diese Folgengeschöpfe ihrer erst im letzten Jahr stieß eine Jagdgruppe im Hochland auf einen solch wandelnden Gluthaufen. Der Ausgang ist unklar, doch sollen Blitze und Eis die Höllenkreatur gestoppt haben. Ja, okay, gut. Du Da haben kriegst sie die sich Hälfte halt der Punkte, ist gedacht, noch fein. ja, ist doch fein, ja. Ja. 400. So. Sehr schön, aber war cool. Das habe ich aber auch nicht gewusst. Ich habe auch gedacht, das wäre ein Wassermagier, ein Dingmagier gewesen. Also hätte ich auch nicht gewusst. Um ehrlich zu sein. Also Jack. Mach M. M. Hier. M, das, ja. Wie lautet der Name des besten Schwertes, das Hessens in Herstellung Harald dem Helden beibringen kann? Was, Harald? Ja, der Schmied. Das wäre Erzdrachentöter, das war ja der andere, das war ja der Bennett. Richtig. Das war ein Tipp. Das stimmt, ja. Und das ist, der hier, der hat, glaube ich, das Paladin. Schwert, das ihre Werbung mit dem. Das Paladin-Schwert, das große, das Geweihte da, der Erz. Nein, das muss er schmieden. Also sorry, das ist jetzt nicht wirklich ein Tipp, das kannst du ja Ja, nicht den schmieden. Name, das ist eine Ach so, Genau, was man selber schmieden kann, wenn man bei ihm in Lehre geht. Ja, und nicht, was man bekommen kann, ja. Oh, das habe ich nie gemacht. Was? Nee. Harald ist der lukrativste Typ, Alter. Ja, so aber ich habe Gold. das. Ich habe Ich habe ihn nicht wegen Gold gespielt, ich habe ihn aber grundsätzlich gespielt nur. Grüße, Livestocker. Ach, Livestocker, du bist auch mal da, was geht? Großer Zweiner, keine Ahnung. Nee, also es ist El Bastardo. Er hat 1 Minute gebraucht, richtig, Albastard, du kriegst 800 Punkte. El Bastardo, die Waffe kenne ich noch aus dem Ding. Fängt mit, glaube ich, grobem Schwert, heißt das auch grobes Schwert? Dann gibt es noch Rubinklinge, Langschwert. Ja. Man muss wirklich alles ausprobieren in den Spielen. Also ich bin der Game Master, ich sag... Du kriegst von ihm den Netto-Verkaufspreis. Das sind 1200 Gold für ein Schwert. Da habe ich das mal gemacht in einer Mod, wo Gold wirklich rar war, keine Ahnung. Na gut. Ich wollte nur sagen, ich mache aber, wenn jemand eine Frage dann von anderen beantwortet, kriegt er nur die Hälfte der Punkte, 400. Und das ist sonst ein bisschen krass manchmal. Ja. Das ist, denke ich mal, okay. Da hättest du auch gar keine Punkte unbedingt geben brauchen, also Herrgott. Ja, nee, die Frage beantwortet, dann ist cool. Ja.
Ah ja, Also, bin ich jetzt wieder dran, ne? Genau. Ja, okay, wenn wir eh schon beim Kleid sind die ganze Zeit, dann nehmen wir mal die da tanzende Frau da mit dem U. die andere Frage Ach, von schon wieder ihm. eine Videofrage. Mein Gott. Und Okay, du so auch gut. schon wieder von ihm, oh nein, so weißt du so. Warte. Sekunde. Muss ich mir den Link wieder kopieren? Nein, nicht öffnen. Ich will es da nicht über mein Handy gucken. So. Ich glaube, die war ein bisschen schwerer. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, ob das schwerer war oder nicht. So. Muss ich jetzt bitte öffnen. Und habt ihr es rausgefunden? Zurück und Ton nicht vergessen. Ja, hab schon an. Und habt ihr es rausgefunden? Die Antwort ist natürlich 07. Bin mir sicher, dass. Ach du Scheiße. Oh, Äh. das ist falsch rum. Nein, jetzt hast du das Falsche. Ja, okay. Es ging um eine Dance-Frage. Mach mal wie viel- Jeopardy, du musst der die Tanz- Frage erraten. Okay. Sag einfach, welcher Dance das war, dann ist es jetzt andersrum. Welcher Dance ist es? Was macht er in diesem Dance? Dann machen wir es so. Ja, Alter. 10 verschiedene. Also ich meine, ich hab die Dinger schon mal benutzt, so, aber auch nur aus Spaß. Also, dass ich da jetzt wissen würde, welcher genaue Dance das ist. Ich sage jetzt, das ist der, wo sie irgendwie die Arme so beide so hochhebt und dann so tanzt da halt und sich so dreht. Okay, sehen wir mal, ob du recht hast. Achso, ja, dann muss jetzt echt die Frage dafür öffnen, okay. Sekunde. Frage. Kopieren. Da steht irgendwie vor mehr Rätseln als wir. Nein, ich muss bloß die Sachen kopieren, weil das beim Absturz vorhin alles weg war, ja. Da habe ich halt, die Links habe ich eigentlich schon bereit Ich bin gehabt. für Dogmatik damals, meines ja. Zeichens So, nach jetzt. auch Streamer und seit unterstrich dahin gibt es von diesen Tänzen nur ganze 10. Also ihr dürft Vatras hier noch ein bisschen bewundern, dabei grübeln, wie die richtige Okay. Antwort lauten könnte. Weißt du, dieser random Guess mal wieder. Es gibt so viele verschiedene Tänze. Mhm. Ja. Und du hast genau Das den ist richtigen erwischt. unglaublich. Das ist krank. Ja. Es gibt, glaube ich, 20 verschiedene Tänze, oder? Lass mich irren. 20 oder 10, ich denke 20 auch. Ja. 10 oder 20, aber es ist trotzdem viel. Ich schau mal kurz im Mundgesänge, dabei kann Jack schon wieder übernehmen. So. Okay, Jack, was willst du denn? Mach L, das Haus. Das Haus. Welche Farbe hat Diegos Haus auf Irrrad? Wie viele Beschwörungstempel-Medias hat es ursprünglich gegeben? Das ist sehr einfach. Ich glaube, es waren 3. Finale Antwort, ja, nein? Ich darf dann übrigens noch, ne? Ja, aber Nee, 4 Stück sind das. 4. 4 ist richtig gewesen und du hast falsch. Also keine Punkte für dich und für dich aber Ziemlich auch keine. also alle 4 Himmelsrichtungen einfach ganz simpel gehalten. Genau, es ist ja wie gesagt, Ich überlege gerade, du kriegst ja nur Punkte, wenn es 1 Minute gedauert hätte, aber es ist ja nichts, also bleibt so. Beide keine Punkte. Okay. 10 verschiedene Tänze gibt's. Ja. Bei Odyssey, das spielt man sogar die anderen Tempel, aber ich bin nur. Okay, ich nehme dieses B mit dem Geldsack. Diegos dicker Beutel. Wie viel Gold befindet sich in Diegos Lederbeutel? Ja, das hatten wir vorhin schon. Ja, easy 2000. Ja, das Mach war ja durch die weiter. andere Frage eigentlich leicht, ja. Ja. Warum kriegt er die einfachen Antworten? Dafür kann ich nichts. Da kannst du dich auch auswählen. So, jetzt bist du wieder dran. Ja, alles gut. Was haut das links im Kopf? Ja, mach den Kopf. Welche Waffe liegt eine Vermutung im Zusammenhang mit ursprünglich geplanten Zwergen bzw. ihrer Handwerkskunst? Na, und warum? Welche Waffe liegt eine Vermutung? Und das war eigentlich geplant, also das war. Sagen wir so, es gibt einen Tipp. Der Cheatcode hat einen bestimmten Namen wie ein Herr der Ringe sozusagen. Jetzt lass mich erstmal die Frage Ach so. begreifen. Ja. Welche Waffe legt eine Vermutung im Zusammenhang mit ursprünglich geplanten Zwergen? Warum? Keine Also es Ahnung. gibt einen Cheatcode und mit dem Cheatcode kriegst du eine Waffe und dieser Cheatcode beinhaltet eine Anspielung auf Herr der Ringe. Ja.
Ich hätte gesagt, dass es ein Hammer vielleicht gewesen wäre. Zwerge, Hammer oder Axt oder würde eher so zu so einem Zwerg passen. Ich würde mal sagen Hammer, irgendein Hammer. Finale Antwort? Ja, Okay. Es geht um Oriziel. Oriziel hat als Cheatcode irgendwas mit Mithril-Klinge ist die Methylklinge, Ja, genau. Ja. genau. Okay, sehr schön. Das wusstest du aber. Kann man sagen, auf jeden Fall cool. So. Jetzt gibt's noch 2 Fragen. Let's go. Ach so, ja, ich bin ja wieder dran. Es ist so verwirrend, wenn man jetzt die Ja. Antwort gibt. Okay, dann nehme ich mal links dieses was ausschaut wie so ein Fußballtor oder was das sein Bei den soll. 500er Fragen hatte ich doch auch die Verwirrung vorhin, wer dran war. Das ist ja normal, ja. Wie lange saß der Held im Kerker, bevor er in die Barriere geworfen wurde? Ich glaube 2 Wochen. Ist es deine finale Antwort? Ja, es könnten auch Monate sein. Das Problem ist, Kyrgo erzählt was anderes. Also es gibt ja 1, 2 Charaktere, die erzählen so eine Zeitdauer. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob es beim Helden passt, aber ja, Okay. ich bleib dabei. Jake, bei was bleibst du? Was willst du sagen? ich habe mich Wochen in einem dunklen Loch festgehalten. Da waren es 2 oder 3. Ich sag mal 3. Okay. Also der Held saß fast 2 Monate im Kerker. Okay. Das hätte ich auch. Monate. Ja, also die 2 war richtig, Ja. aber gut, dann waren es halt Alles gut. Monate. Gar kein Problem. So. Jake, deine letzte Frage. Oh mein Gott. Das ist sehr einfach. Ja, ich Mist bei den Feuermagiern. Wie war denn das? Ich Welche weiß gab's? es. Ich weiß es. Ja, Ich ja. auch. War das der Dammerrock oder wie ist der? Das waren die beiden, der eine ist ja der Händler da vorne und der andere, wie ist der zweite, der dabei stand? Dann hast du mal Choristo, Milton Torres und und Rodriguez. Milton, ja, dann Choristo. dieser Damarok oder wie ist der? Würde ich eher schätzen. Das ist War der das? Ja, Damarok, ist schon ja. richtig. Damarok, Und dann hätten genau. wir noch Drago. Drago gibt's auch noch. Von Breaking Bad. Ja, die machen da die Drogenwirklichkeit in der Burg. Aber sehr geil auf jeden Fall. NPCs raten sind tatsächlich eigentlich auch coole Quests, außer wie ich es mal bei Umut gesehen habe, wo du einen NPC nimmst wie, wer war's? Gerbrand, und der hat den in eine Paladin-Rüstung reingestopft und hat gefragt, welcher NPC das ist. Und diese Paladin-Rüstung verwirrt dich die ganze Zeit, wo du dir denkst, wer Oh, ist denn das? ihr bringt Und du mich so siehst auf ja auch die schlechte Haare Ideen nicht. gerade. Du siehst auch die Haare nicht, ne? Ihr bringt mich ja. auf schlechte Ideen, by the way. Naja. Na gut, Ich- zumindest sind wir jetzt durch. Haben Wir haben's alles geschafft, das Quiz abgefrühstückt. ist geschafft. Alles Ja, sehr abgearbeitet, cool. genau. So. Ja. Und Also wir, fürs und wir nächste haben, Mal haben noch die anderen alle eingeholt. Ja! Juhu! Also erster Platz, wohl gesagt, was? Nee, aber war super cool. Ich finde es auch cool, dass ihr auch bis zum Ende geblieben seid und seid ihr beim nächsten Quiz auch wieder gern dabei, beim nächsten Mal. Also nächsten Mal irgendwann. Habt ihr wieder darauf Bock? Sag einfach wann. Ja. Sehr gut, Und nicht so- sehr cool. Freut mich. Du kannst, Und nicht so viele du kannst ja Cheater-Fragen. generell in den nächsten Tagen uns mal noch per Discord vielleicht fragen, also einfach eine Chatnachricht, Verbesserungsvorschläge. Ich würde zum Beispiel spontan, weil du hast ja immer -200 und +2, -2, ich würde da irgendwie prozentual teilweise arbeiten. Gerade bei so Goldwerten würde ich einfach sagen, du kannst dich um 10% verschätzen. Dann ist das einfach bei einer hohen Summe Okay. besser und bei einer niedrigen Summe. Das können wir gerne Na, machen. Könnt ihr gerne genau. alle dazu schreiben, das ist gar kein Problem. Machen wir so. Wie gesagt, ist auch das erste und dann noch dazu. Ihr wisst ja, was passiert ist, habe ich euch ja gerade geschrieben, glaube ich, allen. Ich glaube, habe ich jeden geschrieben. Und dann habe ich gestern bis 7 Uhr morgens noch den Rest fertig gemacht. Also glaubt mir. Ich habe auch kaum Schlaf gehabt. Ich habe wirklich mir Mühe gegeben, dass es noch so gut klar. Ich musste mir wirklich Mühe geben, dass es noch alles klappt. Das hat dann geklappt. Ich bin eigentlich glücklich, so wie das Ergebnis jetzt ist. Dafür. Ja. Das ist sehr geil. So. Ja. Aber wie gesagt, diese Cheater-Fragen, dass man sich in der Nummer reingecheatet haben muss, für jeden Charakter, wie er schon Die sagt. gab es auch bei Umut, also wie gesagt, da bin ich nicht anders. Die gab es auch da. Und das ist ja auch okay. Das sind halt Ja, schwere wobei bei Fragen, wenn Umut du weißt, gab es, glaube ich, öfters, dass du den Charakterbildschirm siehst und gefragt wird, um welchen Typ es sich handelt. Genau. Ja. Das sind auch Wobei bei genauso Umut schlimme Fragen, mittlerweile, ich meine, ich habe auch noch nicht alle Folgen geguckt, da bin Ich ich auch weit nicht. von weg, aber es gibt ja auch so Fragen, wo du zum Beispiel diesen Sumpfhai hast und du nimmst ein Stück vom Sumpfhai raus, das Ende des Schwanzes und legst es komplett schwarz
und fragst dann, zu welchem Tier gehört das. Das ist auch, Cool. es Oh sind auch nein, das sind wilde wieder böse Fragen. Fragen, ja. Bringt mich zu viele Naja. schlechte Ideen gerade so. Ihr solltet aber aufpassen, nicht was. Alles gut, nee, das ist kein Problem. So, ich lasse euch jetzt noch beiden, ich danke euch nochmal sehr, dass ihr dabei wart. Ich lasse euch noch das Jo. Schlusswort. Ja. Dann mache ich auf Pause auf den Stream kurz. Und let's go. Also, wir fangen bei dir an, Jack. Tschüss. Schaut auf jeden Fall bei allen vorbei, Das by the war way, aber kompakt. ihr werdet eh alle markiert werden in YouTube dann, wenn ich das Video reingestellt habe. In einer Woche circa ist es wahrscheinlich drin. Ich Genau. muss Sehr ein gut. bisschen bearbeiten. Ja. Ja. Ja, logisch. Dürfen wir das dann auch wieder bei uns hochladen? Ja, natürlich. Und so, auf damit dich hab ich doch kein verlinken? Problem. Natürlich kein Problem. Ja, Das okay. hilft mir doch genauso, ist doch kein Genau. Problem. Ja, Sehr ja. schön. Also klar, wie schon gesagt, in Zukunft wird das Format dann noch weiter betrieben werden vom Alex und vom Hochkönig wahrscheinlich, ihr beide, oder? Weil beim Hochkönig, je nachdem, ob er da Zeit hat, ich will es ja öfter als nur einmal in 2 Ja, ja. Monaten oder so. Das erste Quiz, da brauchte ich ein bisschen wieder- Anlauf mit ihm. Es werden aber andere Projekte Ja. mit dem Hochkönig, die schon geplant sind, auch noch geben. Also wie gesagt, werden wir dann sehen. Aber der Hochkönig, das war super, Mhm. dass er dabei war, hat mich gefreut. Und ich wollte, weil ich dachte, so eine Ja. große Runde, dann noch ein Moderator mit, so ist cool eigentlich so. Ja, und war Ja, auf lustig. jeden Fall. Ja, ich denke, jeder, der das sich anschaut, hat gemerkt, dass es schon noch Verbesserungsbedarf gibt, aber Mhm. fürs erste Quiz ist das vollkommen okay. Also für Gothic, ich sage mal so, bei Gothic habe ich noch nie so viele Zuschauer in Twitch auf einmal gehabt wie sonst. Also das ist krass gewesen, wie viele Mhm. Leute sich das Quiz heute wirklich angeguckt haben. Wir haben wie viele Leute gehabt? Ja. Immer wieder 30 und so auch gehabt, das war cool. 30, ja. Ja, das ist schon Ich cool. hatte das aber tatsächlich auch auf vielen Plattformen geteilt, so. Vielleicht hat es auch jemand gesehen. Ja genau, und- der und war Hochkönig davon auch. interessiert. Der Nostalgiker hat es auch geteilt. Die waren auf jeden Fall ein paar von denen dabei. Ich hatte auch gestern nachts noch Follows, während ich gearbeitet habe, kam so Xardas Stimme. Ich habe ja alle als von Bodo Henkel. Kam nachts plötzlich Xardas Stimme. Und ich so, da noch ein Follow rein davon. Habe ich in der 900 Mhm. gestern einfach offstream geknappt, deswegen. Ja, Ach, krass. übrigens, danke Leute, dass ihr mich gefollowt habt. By the way, alle. Weil fast alle waren ja noch von gestern. Ja. Okay, so.